Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo? Könnt ihr mich... Oh. Könnt ihr mich hören? Hallo? Hallo, könnt ihr mich hören? Jetzt müsste es eigentlich gehen. Hallo, hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo? Könnt ihr mich... Oh. Könnt ihr mich hören? Oh mein Gott, jetzt war es kurz übersteuert. Hallo, könnt ihr mich hören? Jetzt müsste es eigentlich gehen. Hallo? 27 Minuten, Alter, was geht? Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo, hallo? Könnt ihr mich... Oh. Könnt ihr mich hören? Oh mein Gott, jetzt war es kurz übersteuert. Hallo, könnt ihr mich hören? Jetzt müsste es eigentlich gehen. Ready for some Warzone 2. I'm like the biggest Warzone player. That's my main thing. So I'm just super hyped to just hop on and see the new map. Yeah. Ich bin auch super hyped. It is going to be so exciting. Obviously, being able to get on the sticks, try it out, see how you feel about it. What are you expecting from this new Warzone? Because obviously, like you said, you've been grinding Warzone for a long time now. But what do you want to see? What are some of the changes you want made? I'm definitely wanting to see like new movement maybe, because you know slide casting like the biggest thing in Warzone, so maybe like a new thing that bridges the skill gap and adds like a new level to like grind it out, you know? Yeah. I love that. So do I. Thank you so much. Appreciate it. Have the best time. Enjoy yourself. Thank you. I'm so hyped. 30 Minuten warten wir jetzt hier. Ich dachte, das geht haltlos. Interessant. Mal schauen. What are you most looking forward to seeing here today? I am looking forward to seeing some incredible Modern Warfare 2 multiplayer gameplay. I'm looking forward to seeing something that's familiar, but new and challenging. Warte mal, John Art, kannst du mich hören? Beziehungsweise, wie ist denn der Stream von der Lautstärke her? Hörst du das? Modern Warfare 2 is my absolute favorite COD of all time. 2009, that was my very first Call of Duty that I ever owned. I am so ready to experience just that nostalgia again. Wie ist denn der Sound? Du hörst doch bestimmt im Hintergrund den Sound von den Stream. Wie ist denn der? Ist der laut oder leise? Das würde mich jetzt nochmal interessieren und vor allem, wie laut bin ich zu hören? Ich habe jetzt gerade nochmal was umgestellt. Komischerweise war es schon wieder verstellt. Also bei OBS muss man echt jedes Mal nachschauen, ob da alles richtig eingestellt ist, sonst hast du jedes Mal das Setting komplett wieder anders. Ah, ist echt grau. Also mit OBS, da kriegst du auch wahrscheinlich graue Haare, wenn du das eine längere Zeit nutzt, habe ich so den Eindruck. Alles super. Aha, also vom Hintergrundsound her, wie ist denn der? Ist der laut oder so mittelmäßig? Laut OBS ist der eigentlich wie so laut eingestellt. Ich dachte eigentlich 19:30 Uhr geht's schon los. Warte mal ganz kurz, Leute, ich muss sowas... Ich habe halt, wie gesagt, noch keine richtigen Livestreams gemacht, das ist schwierig. Ich wollte es jetzt mal bei COD gleichzeitig mal probieren, dass man das jetzt hier mal ein bisschen besser auf die Reihe bekommt. Ich glaube, wenn ich den Stream größer mache, seht ihr den ja auch größer, ne? Wartet mal. Jetzt müsste das ja auch größer gehen, oder? Ja. Wo ist denn jetzt der Sound weg? Nur jetzt ist der Sound komplett weg. Was ist das denn? Wieso geht denn der Sound weg, wenn ich Fullbild mache? Volles Bild meine ich. Ach nee, das war bloß ein Stockerer im Stream gewesen, alles klar. Jetzt geht's wieder. Ich habe jetzt mal Vollbild gemacht, das ist ja dann besser für euch.
Es gibt ja diesen Windows-Modus und habt ja nochmal Vollbild. Vollbild ist natürlich dann besser, wenn die jetzt dann was zeigen. Ah, okay. Sehr schön. Ah, jetzt habt ihr Vollbild. Okay, alles klar. Sehr schön. Ja, da warten wir jetzt eine halbe Stunde, ey. Ich dachte erst 19:30 Uhr geht's los. Dann stand jetzt auf der Homepage, warte mal, ich habe das mal noch ein bisschen runtergedreht hier. Auf der Homepage stand ja 19:30 Uhr, ich dachte, da geht's direkt schon los, aber ihr seht, das dauert dann noch mal eine halbe Stunde, weil die jetzt hier scheinbar immer irgendwelche Interviews oder sowas einblenden. Wie gesagt, mal schauen, also kann ja nur besser werden. Also Vanguard ist ja der letzte Müll und Caldera kannst du ja gar nicht spielen. Selbst ich, obwohl ich jetzt nie so viel Battle Royale spiele, finde ich es überhaupt nicht so gut gemacht. Kann ja eigentlich nur besser werden. Ey, ich weiß gar nicht, machen die jetzt immer so Interview-Schnipsel, die hier einblenden? Gerade waren nämlich welche da. Angeblich soll ja noch ein Stream kommen, der danach läuft. Warte mal, ich kann ja noch mal ganz kurz das Bild ein bisschen kleiner machen. Ja, es gab jetzt nämlich gerade auf der Homepage, haben die ja eigentlich gesagt, dass es sogar... Oh, warte mal, jetzt geht's los. Ah, das sind hier die amerikanischen COD-Spieler, die jetzt hier interviewt werden und die jetzt einen Stream hier oder kurz ein Statement abgeben. So rum. So going into a new season, what do you want out of this big game? Because this is massive for you guys. I'm a simple guy when it comes to Call of Duty. I just want to see the best COD of all time being played. And I personally think that MW2 will be the best COD of all time. Oh, yeah, it will. You know what? I think it will be. It will be. You know what? It will be. So he was saying earlier he wants like nice and fast-paced. I'm looking for the opposite. I want a nice slow-paced game. I can sit a little further back, watch over my teammates. I'm 25 and I'm proud of it. And I think it's going to be the perfect mix of both. Some good maps, some good fun. I get to beat on him for another year, and I get to hopefully beat his team. Lost by 1 round recently at the big one. So hopefully a good year ahead. Yep. Cool. Anything you'd like to add? Yeah, I'm just looking for good maps. I mean, I want to see just a different variety of maps. I think it'd be really cool. And we could switch it up between fast and slow. I just want to see some creativity in the map. So that's what I'm looking Can for. we go play? Go on, off we All go. Go on, bye, get out of bye, here. Bye. Thank you so much, gents. Courage, den kenne ich zufälligerweise auch, also vom Sehen her. Der macht ja natürlich auch COD-Videos. Alter. Can we play? Das möchte ich schon mal wissen. Ob die müssen ja eigentlich jetzt komplett was zeigen. So wie ich das verstanden habe, wollen die jetzt ja schon richtiges Gameplay zeigen vom Multiplayer von MW2 und Warzone 2. Und da wollen sie theoretisch, glaube ich, auch noch COD Mobile vorstellen, und zwar für Warzone. COD Mobile gibt es ja schon, aber nicht für Warzone, so wie ich das verstanden habe. Deswegen wollte ich nämlich gerade mal hier ganz kurz auf den Blogbeitrag gehen. Und da haben die auf einmal angefangen jetzt hier zu reden und deswegen habe ich jetzt nochmal abgebrochen. Und hier steht es ja nämlich, und zwar... hier steht das, dass der Stream halt mit Streamern gemacht wird, mit 150 Streamern. Und jetzt wollen sie halt hier COD Mobile, genau hier oben, der Multiplayer und Warzone, genau. Das wird jetzt hier vorgestellt. Ja, der Waffeneditor wurde ja schon vorgestellt heute oder gestern mit so einem Mini-Trailer, habe ich gesehen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, auch erstmal mir genau angeschaut, weil ich längere Zeit jetzt gar nicht mehr reingeschaut habe. Und musste mich selber jetzt erstmal auf den neuesten Stand bringen, weil ich jetzt selber längere Zeit nicht nachgeschaut habe, was da jetzt los ist. Aber MW2, das macht schon mal erstmal keinen schlechten Eindruck, so wie ich das gesehen habe, die ganzen Informationen. Das ist schon nicht schlecht. Also es kann ja nicht schlechter als Vanguard werden. Ich meine, Vanguard ist ja wirklich extrem schlecht. Der Waffeneditor ist natürlich mega. Den habe ich mir vorhin schon gerade mal angeschaut. Der ist auf jeden Fall besser als bei MW1 von 2019. Da ist ja der Waffeneditor, sage ich mal, ein bisschen unübersichtlich und der soll jetzt übersichtlicher werden und gleichzeitig sollen die Attachments, wenn du jetzt zum Beispiel ein Sturmgewehr hast und du schaltest dort Attachments frei für eine M4 zum Beispiel oder sowas, ist es dann so, dass die Attachments auch für andere Sturmgewehre dann gleichzeitig aktiviert werden. Also ihr schaltet das dann sozusagen nicht immer doppelt frei, sondern das ist übergreifend. Und das finde ich zum Beispiel sehr gut. Und dann sollen angeblich jetzt auch die Skins nicht mehr, wenn du jetzt ein Skin-Paket hast, zum Beispiel für die M4, meinetwegen was jetzt komplett rot ist und du tust jetzt meinetwegen Scope oder sowas austauschen,
tut sich das Skin-Paket sozusagen auf jedes Scope ummünzen. Also das ist sozusagen nicht mehr, das geht nicht mehr verloren, was ja immer der Fall vorher gewesen war. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Dass der Skin sozusagen komplett erhalten bleibt und dass das dann für alle Aufsätze von dieser Waffe gültig ist, auch wenn du die Aufsätze wechselst. Und das ist natürlich schon sehr gut. Ich weiß gar nicht, haben sie das hier im Blogpost mit reingenommen? Ne, hier haben sie jetzt bloß die Beta erwähnt. Das beginnt ja mit der PlayStation erstmal jetzt am 16. bis zum 17. für die Vorbesteller. Dann kommt der 18. bis zum 20. für die PlayStation-Spieler, die nicht vorbestellt haben. Und im zweiten Wochenende kommt erst die Xbox unter PC. Ja, und da auch wieder erst die Vorbesteller beziehungsweise die Open Beta ist dann halt für alle von 24. bis zum 26. Und es gibt in der Beta, habe ich hier schon gesehen, da gibt es auch einige Rewards, die man freispielen kann. Und man kann jetzt hier bis Level 30 spielen und die ganzen Rewards kriegt er zwar, aber das Level wird dann natürlich resettet. Es ist wirklich nice gemacht und auch die Keyarts sind auch schön gemacht. Also bisher ist es positiv, aber kann natürlich trotzdem noch, sage ich mal, schlecht werden. Müssen wir mal abwarten hier. Sagt die jetzt hier auch nochmal was? Ich dachte eigentlich, die bringen jetzt noch ein bisschen mehr, wie gesagt. Ja, den Trailer vom Waffeneditor habe ich, wie gesagt, mir vorhin so erst angeschaut. Ja, man kann die PS4 und für die PS4 und für die PS5 kann man die Beta schon herunterladen. Ja, das habe ich uns auch schon gesehen. Ich habe jetzt zwar keine Konsole, aber ich habe das halt gelesen, dass das einige irgendwie schon können. Beziehungsweise, wie sieht's aus mit einer Runde Mili-Oni? Ja, das ist auch eine sehr gute. Ich habe vorhin schon mal nachgeschaut, bei Cold War haben sie ja auch ein Update jetzt reingebracht. Die haben ja für Vanguard und Warzone, die hatten ja jetzt etliche Updates. Ich habe vorhin erstmal meinen Klienten geupdatet. Hab schon 100 Code Points für den Battle Pass aufgeladen für MW2. Sehr schön. Naja, bei Battlefield geht ja langsam, da geht ja bald gar nichts mehr, habe ich schon gemerkt. Es sind schon wieder weniger Spieler aktuell. Man muss sich natürlich dann auch als Battlefield-Spieler, sage ich jetzt mal, umschauen, was denn jetzt noch weiteres gibt, wo man, sage ich mal, vielleicht auch ein paar Videos machen kann dazu. Ist aktuell wirklich schwierig. Na, also ja, 100 Code Points, also ich weiß gar nicht, wie das überhaupt ist mit den aktuellen Code Points. Ich habe jetzt irgendwie 2800 Code Points. Und ich weiß ja nicht, werden die jetzt übernommen, weil normalerweise ist das ja jetzt ein kompletter Reboot. Warzone 2 und MW2 ist ja komplett getrennt von allen CODs und so weiter, die es davor gegeben hat. Ich weiß gar nicht, wie die das dann mit den Code Points machen, ob wir die ob die jetzt sozusagen noch gültig wären oder ob man dann wieder neu aufladen muss, das weiß ich gar nicht. Müsste man nochmal, das wissen wir auch hundertprozentig noch nicht mal ganz genau, wie das ist. Ich habe jetzt mal so ein bisschen rumgeschaut, was andere COD-YouTuber da gesagt haben. Die haben noch nichts dazu gesagt. Also da kann ich euch auch noch nicht genau sagen, wie das ist. Es wäre nämlich mal interessant, ob die ganzen Code Points dann sozusagen von Vanguard, MW1 und so weiter und Warzone, ob das dann verfällt. Oh, jetzt geht's so weiter. I'm not excited for. I think honestly being able to see a lot of people who played online together finally in the same area after everything that's gone on and being able to get back together, like that's going to be a really fun time for people to be able to like see each other across the way. Now there's a lot happening, there's a lot being revealed, you guys are getting that inside scoop on it, but we've got Warzone 2.0, we've got multiplayer, so much going on. What is your game? What is your game on COD? You know, what are you looking forward to? So I'm a huge multiplayer search and destroy fan, so a little bit different than most people here. They play mainly Warzone. Not that great at Warzone, but search and destroy, quickscoping, that's my thing. Okay, we love to hear that. And what about you? Also, search and destroy, that's how we met. Wow, so hardcore. Yeah, search and destroy all day. Ja, für Search and Destroy bin ich auch zu haben. Also ich bin tatsächlich auch manchmal ein bisschen mehr Multiplayer unterwegs, wenn er gut gemacht ist. Also von MW1 von 2019, da war er wirklich gut gemacht. Damit habe ich eigentlich auch erst angefangen mit COD. Früher habe ich ja eigentlich nur Battlefield gespielt, weil die haben Battlefield verkackt haben mit Battlefield 5. Was? Ich frage mich, was für ein Opa? Was? Ich habe erst mit MW 2019 angefangen und davor habe ich ja eigentlich COD gar nicht so gespielt, aber das hat mir schon sehr gut gefallen. Wenn sie es jetzt wieder so machen wie 2019 und meinetwegen jetzt ein Stück besser oder mit meinetwegen neueren Sachen, die jetzt komplett neu sind, und die sollen ja angeblich auch kommen mit den Bots für den Singleplayer oder beziehungsweise auch für Multiplayer,
Die sollen ja komplett neu gestaltet sein und auch komische Aktionen machen oder besondere Aktionen, die es so noch nie gegeben hat. Das hört sich ja erstmal gut an. Was kommt für ein Operator Battle Pass, frage ich mich. Ach so, ja, das kommt ja alles neu. Ich meine, da gibt es ja bei der Webseite. Ich kann ja noch mal ganz kurz gucken, hier was hier war. Moment. Die haben hier, wartet mal, die sagen jetzt eh nichts. Da kann man ja noch mal gucken. Die haben ja das Gunsmith, also die Waffenschmiede vorgestellt. Ich weiß gar nicht, bei den Operatoren haben sie, ich glaube, das war bei dem zweiten Beitrag hier. Warte mal, bei den vorhergehenden Beitrag war das, glaube ich. Das hängt ja mit den Versionen zusammen, die du kaufst. Da kriegst du ja andere Vorbesteller-Bonis. Aber da zeigen sie, glaube ich, nur... Ich glaube, dieses Red Team müsste das sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Was die neuen Operator sind, oder wo du schon die neuen Operator siehst. Das andere sind nämlich Skins für MW 2019. Hier sieht man ja die neuen Operator, genau. Ja, und das andere sind, glaube ich, irgendwelche Pakete, die du bekommst, wenn du das vorbestellst. Und zwar für Vanguard und Warzone. Genau, so war das gewesen. Ich muss da selber erstmal schauen. Ich bin da jetzt auch noch nicht hundertprozentig komplett, habe ich mich noch nie komplett eingelesen. Weil das doch schon, sage ich mal, sehr umfangreich ist mittlerweile. Im Stream passiert gerade gar nichts. Ah, hier sieht man, wie gesagt, die neuen Operator. Hier waren die ja gerade. Das waren die grünen hier. Hier sind ja die komplett neuen. Und Ghost wird, denke ich mal, auch wieder für den Battle Pass kommen. Genau. Aber ich denke mal, der ist auf jeden Fall verändert. Also der sieht nicht so aus wie von 2019. Und Ghost ist ja, sage ich mal, so eine Maske oder dieser Totenschädel, den gibt es ja auch nicht nur in COD. Den haben wir ja in Battlefield, den hast du ja eigentlich überall so ein bisschen. Ich weiß gar nicht. Das ist so, na, also... Da wird es auf jeden Fall wieder im Battle Pass Skins für Ghost geben. 100%, ja klar. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. 11 Minuten noch. Da müssen wir echt nochmal gucken. Aber hier, wie gesagt, seht ihr die hier Skins von den neuen Operatoren. Das sieht schon ganz gut aus. Und die haben sich natürlich auch Mühe gegeben, dass die nicht, sage ich mal, so wie 2019 aussehen. Also, dass da schon ein Unterschied besteht. Na, wie gesagt. Und du kriegst natürlich hier bei den unterschiedlichen Versionen, kriegst du einige unterschiedliche Vorbesteller-Bonis. Also ich würde euch, wenn überhaupt, nur empfehlen, die Standardversion vorzubestellen. Die andere Version ist ja schon ganz schön teuer. Oh, jetzt geht's weiter. Moment. So, mal gucken, was hier abgeht. Ist natürlich jetzt alles Englisch. Ich hoffe, das geht für euch. I'm most looking forward to find out more information about Warzone 2 and the future of the franchise. I think that Warzone has really helped adapt to a casual audience, whereas the CDL has been growing the more competitive side of things. And I just want them to see them, you know, be able to refine it, come in with Ricochet this time, not have any of the issues we did with Verdansk, and really be able to, you know, just hit the ground running this time. As we look ahead to Warzone 2, do you have any favorite memories on Warzone? On Warzone 1, oh yeah, I have some great ones. The end of Verdansk was probably one of my favorite things. I did my first subathon. It was 7 days straight, and we covered the whole thing, from the Easter eggs and all the things that told us what was going to happen to seeing the nuke actually explode. And I don't know if anybody keeps up with Modern Warzone, but I had been saying since Verdansk came out that it was going to be blown up by a nuke. So to see it happen was just euphoric for me. Nice. Well, I can't wait to see if your predictions come true for this next game as well. Thank you so much. Thank you. Sag mal, Leute, seht ihr, wie viele Leute gerade zuschauen? Ich sehe das gar nicht bei mir. Wenn ich jetzt meinen Stream anschaue, sehe ich gar nicht, wie viele Zuschauer ich aktuell habe. Da steht gar nichts, komischerweise. Also Verdansk war natürlich mega gut. Ob sie das wieder so hinbekommen, ist halt die Frage, ne? Wartet mal, ich gehe mal ganz kurz bei meinen Einstellungen schauen, ob da jetzt hier die Zuschaueranzahl steht. Nee, wo steht denn die Zuschaueranzahl? Wird gar nicht mehr angezeigt. Hä? Ich bin maximal verwirrt aktuell. Ach, 22, aber warum sehe ich denn das nie am Tab? Hä, ich habe das Tab gerade offen und sehe das aber nicht, wie viele gerade zuschauen. Was ist denn das? Ach doch, jetzt sehe ich es. 24, alles klar. Nee, ist gut. Ich sehe es gerade, jo. Alles gut. Oh mein Gott, Leute, ich bin jetzt auch nicht im Livestream so gut drin, sage ich ja, muss ich auch nochmal dazu sagen. Die labern jetzt gerade gar nichts, geht gerade gar nichts. Ich gucke nochmal ganz kurz auf den Blogbeitrag.
Ich weiß nicht, also ich habe jetzt mittlerweile auch schon das Bedürfnis, sogar COD-News jetzt mittlerweile schon zu machen, muss ich fast sagen. Also bei Battlefield geht ja gar nichts mehr. Die haben jetzt gerade, habe ich gerade bei WinFuture gesehen, dass jetzt Electronic Arts irgendwie jetzt einen neuen Cheaterschutz machen möchte. Ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt gerade reinbekommen. Ich wollte jetzt hier nämlich mal schauen, was da los ist. Moment, was war denn das? Das muss ich mir nochmal anschauen, was da hier abgeht mit den Anti-Cheat-Schutz hier bei Battlefield bzw. EA. Aber wir gehen jetzt wieder. Oh, jetzt geht's weiter. Es geht weiter. What do you expect out of this new game? What are you looking forward to? I'm looking forward to the Call of Duty polished feel you expect, especially from Infinity Ward. I think that was my favorite part of Modern Warfare 2019. Was just how smooth everything felt. I love the field upgrades. I'm wondering if they potentially added any more. And at the end of the day, they've already teased earlier today the brand new Gunsmith 2.0. I want to see what type of crazy weapons we can come up with. I cannot wait to just lay the smackdown on all the Call of Duty League pros that are here. They're all absolute noobs. I'm looking forward to today. Was hat er gerade gesagt? Das sind absolute Noobs, beziehungsweise er freut sich auch. Also wie gesagt, ich bin erst mit MW 2019 reingekommen zu Call of Duty und mir hat das wirklich auch selbst als Battlefield-Spieler sehr gut gefallen. Und wenn das wirklich wieder so wird wie da von 2019, dass man auch Bock hat, die Waffen frei zu leveln und wenn Warzone 2 meinetwegen fast so gut wie Verdansk wird oder sagen wir mal besser, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Und Warzone 2 soll ja jetzt sogar schon im September released werden. Ne, Quatsch. Im November. Falsch, im November. Und im Oktober kommt ja dann sozusagen MW2. Ich glaube am 28. war das, genau. Und Warzone 2 soll ungefähr 3 bis 2 Wochen später schon kommen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass sie das so knapp hintereinander setzen. Aber das habe ich mir jetzt hier schon mal auf dem Kalender nämlich geschrieben. Also da bin ich mal gespannt, weil die das so knapp hintereinander setzen, ob das vielleicht eine gute Idee ist. Und wenn ihr vorbestellt, wie gesagt, wartet mal, wo habe ich das jetzt? Ich gucke gerade mal schnell nochmal. Wenn ihr vorbestellt, bekommt ihr eine Woche eher Zugriff auf die Kampagne. Das ist ein sehr guter Schachzug von, ich weiß gar nicht, ob das Activision macht oder wer das jetzt hier macht. Du kannst eine Woche eher die Kampagne spielen, wenn du vorbestellst. Das finde ich eine sehr gute Sache. Also das sollte Battlefield auch mal so machen. Dass man sozusagen eine Woche vorher die Kampagne in Ruhe spielt. Oh, jetzt geht's weiter. Ah, hier kriegt man jetzt den, wie heißt du nochmal? How are you feeling about this brand new title? Really good, man. I mean, MW2, the name itself has so much hype around it, and it's just so exciting to play a game. Infinity Ward is my favorite company to make the game, so I'm super excited. Amazing stuff. So, gents, how are you guys feeling? We've got Warzone 2.0. Our first event here, so I mean, we're really excited to be here. I'll pass the mic around. Okay. Anything you'd like to add? How are you feeling? I'm feeling good. I'm super excited. This is the first like Call of Duty event, like we said, this is our first ever event, so this is really new to us. Really exciting. I don't know what to expect, but I'm just ready to play. You know what I mean? Any favorite memories from the original Modern Warfare 2 that anyone wants to share? I remember. I remember the first nuke I ever got was on the map Estate, and I was hype. I was like 13 years old. Silence ACR going crazy. I mean, I didn't play it either. I went back and played it, but it was already too late. It can be a more recent memory. I'll tell you what though. I was a campaign guy. All right. Campaign boy. I was campaign. I played campaign. That's what I did. Well, I do know we're going to have a kick-ass campaign coming in. So what do you expect out of a good campaign? So if you're a campaign guy, what do you look for? I don't know. I just played it. The missions were fire, so I just want fire missions again. I ain't gonna lie. Wasn't that the one we had to crawl and be secretive or something like that too? I always love the sniper missions where you that's what I'm saying. Like, it was really dope. I love that. Well, I'll tell you what. I'm not going to waste any more time. Go enjoy it. Get on the sticks, and we'll catch up with you later to see how you feel about it. Thanks, guys. Die haben jetzt hier mal die ganzen amerikanischen YouTuber gefragt, wie sie es finden und so weiter, was sie gut finden. Ne? Ich finde natürlich auch den Singleplayer schon mal sehr gut gemacht. Und dann soll es ja wieder sowas wie bei Warzone, wie bei Battlefield geben, wie so Hazard-Zonen, und zwar mit PvE und PvP. Das finde ich zum Beispiel auch ganz interessant. Dann habt ihr ja diesen Koop-Modus noch dabei, den gibt es ja auch noch. Also wir haben Warzone, den Singleplayer, den Multiplayer, den Koop-Modus, und dann haben wir nochmal sowas wie, ich glaube, wie heißt das nochmal?
das andere Spiel da, was mit Hand Showdown heißt, das genau. So ähnlich wie Hand Showdown soll das so ein bisschen in die Richtung werden. Und das wäre natürlich mega krass. Da hat man schon mal so eine krasse Auswahl von so vielen Grundspieltypen. Und dann habt ihr noch im Multiplayer die unterschiedlichsten Game-Modis und dann im Warzone noch die ganzen Events, die dann dazukommen. Also man sieht, man hat dort wirklich was zu tun und da kommt eigentlich fast gar keine Langeweile mehr auf. Und das ist das, was mich selbst als Battlefield-Spieler, sage ich mal, auch überzeugt, wo ich sage, das gefällt mir und da habe ich auch Bock drauf, dann Videos zu machen. Ob das jetzt Guides sind oder Informationsvideos meinetwegen auch, aber eher mehr auf Guides natürlich erstmal spezialisiert bin ich natürlich, beziehungsweise Hilfevideos, aber mal schauen, jetzt geht's ja gleich los, also ich bin echt mal gespannt. Ich habe jetzt Battlefield nicht gelöst, alles klar, kommen Sie wieder? Warzone 2.0, what are you expecting? What are your big expectations from this new iteration of Warzone? I'm excited to see the map. With Caldera, there was a lot of like elevation, and I liked in Verdansk how it was like a lot of buildings. So I'm hoping to see a lot of like buildings for like building fights because I'm a close range player. So that's what I'm looking forward to. Okay, der hat bloß kurz was gesagt. Die Interviewen hier, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier alles YouTuber sind. Das waren jetzt gerade schon englische YouTuber auf jeden Fall dabei. Ich kenne jetzt natürlich nicht alle. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einer war direkt. Die Beta-Codes müssten theoretisch, wenn ihr jetzt die digitale Version bekommt, automatisch schon freigeschalten werden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Amazon oder bei Mediamarkt meinetwegen bestellt oder bei Saturn, die physische Version müsste das, wie gesagt, eigentlich mit bei der Bestellung direkt dabei liegen und nicht per E-Mail kommen. Nur bei der digitalen Bestellung ist es so, dass da, glaube ich, nicht einen Code extra bekommt, aber ihr könnt es dann theoretisch, wenn ihr den CD-Key oder jetzt diesen Code einlöst vom Spiel, habt ihr dann automatisch Zugriff. So habe ich das verstanden, wenn ich das jetzt nie, mich vertan habe. Ich habe extra nochmal kurz die Homepage mir jetzt durchgelesen, 2-3 Stunden, damit ich jetzt hier auch mal ein bisschen auf dem neuesten Stand bin. Also das ist natürlich schon sehr viele Informationen, die man da auch auf der Homepage findet. Von Call of Duty offiziell natürlich. Und dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, ja die ganzen Kanäle, den offiziellen YouTube-Channel und so weiter. Und Instagram und TikTok, die haben ja auch ganz schön viele, muss man sagen. Also da bin ich selbst auch mal am gucken, wo man da die Informationen bekommt. Das ist ja wirklich umfangreich. Mal schauen, ob ich, also bei News ist immer noch so eine Sache, ob ich die bringen werde, mal schauen. Aber Guides auf jeden Fall. Battlefield schon in den ersten Monaten gelöscht, was? Son, was geht bei dir ab? So schlecht ist es jetzt aber ohne Battlefield, also das hat sich schon gebessert. Vom Release bis jetzt her ist das ungefähr, würde ich fast sagen, also Battlefield um 200% besser geworden, aber ist immer noch natürlich noch schlecht. Vom Gesamtumfang her, wenn man jetzt den Content sieht, und das ist ja auch wichtig. Oder wenn man jetzt Events sieht, ja, Events sind bei COD deutlich besser und bei Fortnite nochmal ein Stück besser. Oder da gibt es ja noch mehr Events, sagen wir mal so. Fortnite ist da nochmal ein komplettes Stück besser, sagen wir mal. Aber Fortnite ist nochmal was ganz anderes vom Spiel halt. Wir müssen halt bei COD, Battlefield und so weiter bleiben. Also was auch ein bisschen das Genre, das gleiche Genre halt, ne? So 51 Sekunden, jetzt geht's da los. Ich versuche das halt jetzt auch, dass da jetzt auch wirklich die Qualität stimmt. Ich habe jetzt hier schon umgestellt auf Full HD, hier kannst nichts weiter umstellen, Leute. Dass wir da jetzt hier keinen Fehler machen. Dann habe ich Widescreen eingestellt, dann habe ich den Sound nochmal manuell dann drehe ich dann hoch, wenn es losgeht. Und wenn es nichts ist, dann mache ich den Sound leise und rede halt kurz was dazu. So, jetzt geht's los. Ich weiß jetzt nicht, was losgeht, Leute. Achtung. Oh, oh. So, jetzt geht's los. Achtung. We're a team. All of us. Let's go get him. Listen up. These guys on the ground, they are your brothers now. Yes, sir. Oh mein Gott, war das krass. Hello, everyone, and welcome to Call of Duty Next. I am Johanna Ferris, the General Manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2,
but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned a ton along the way. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. They will finally get their hands on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce, alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this place. You know, on the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving and innovating on every area of the game. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on. Things like third person. Things like where we've innovated in the space of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts of AI. And it goes on and on and on. We've got mobile connected with progression and everything else across all of the games. And it just goes on and on. But you know what? It all comes back to one thing. It comes back to fun. Everything we do is in the service of fun. Whether you're a hardcore player Genau, das kommt, wir kommen zurück zum Spaß. Den haben wir ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr gehabt. Das würde ich auch mal sagen. Like to play alone. Wherever you play, be it on console or PC or mobile, however you play, whether you're a camper or a slayer, we've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that and play that, and fun is what you come away with. Absolutely. You know, fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play sessions, and I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. So, ich gehe mal davon aus, die werden jetzt erstmal weiter labern und uns dann natürlich erst später das Gameplay zeigen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier reinlabern soll oder euch ein bisschen was erzählen soll. Ich habe gesagt, ich habe gerade gesehen, Hunter TV war dort hinten, der ist aber nicht da. Ich glaube, der macht da auch COD-Videos. The camera represents your eyes, right? So, connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And that's before I even get into what we've done with the new gunsmithing and how you build your weapons and the platforms, etc. But look, you're going to play it, and I hope you'll love it like we do. All right, well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. So with the beginning of Modern Warfare 2, and then shortly after that, Warzone 2.0, and then very shortly after that, for the first time ever, we're going to release a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun, and we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning.
Ich kann es mal ganz kurz sagen, die haben ganz kurz zum Anfang Warzone Mobile vorgestellt, dann halt Warzone 2 beziehungsweise ganz kurz den Multiplayer angeteasert und jetzt haben die gerade den Waffenmeister kurz vorgestellt beziehungsweise beschrieben. Waffenmeister ist einfach dort, wo ihr die Waffen modifizieren könnt mit Waffen aufsetzen, wie zum Beispiel Visier, Laser oder jetzt zum Beispiel einen anderen Lauf. Und dann haben die halt vorgestellt, dass die jetzt Warzone bzw. das COD-Franchise jetzt nochmal ein bisschen in die Zukunft bringen wollen und einfach viel bekannter machen wollen, so in dem Sinne. Ja? Also die wollen wieder so einen richtigen Hype entfachen, beziehungsweise auch viel mehr neue Leute zu diesem Franchise bringen. Oh, jetzt geht's los, Leute. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. Leute, der Bildschirm ist schwarz, das ist nicht von mir. Wenn ist der Stream abgestürzt oder es geht nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Locate the prisoners and move them to extraction. Enemies above. Field charge. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. Sniper, on cover. Keep going. Gotcha. Airstrike. Cover. Do not let them cross the border. Take him out. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. The world is a vampire. They're behind us. Stop, stick out. Enemy healer. Take out that boat! I'm on my way. The world is a vampire. Pre-order now and get early access to the open beta. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. They have an army, but we have each other. The world is a vampire. Hold you out to Coming back! locate the prisoners and move them to extraction. Enemies above. Field charge. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure. Sniper, on cover. Keep going. Gotcha. Despite all my rage, I am still just a renegade. Airstrike. Cover. Do not let them cross the border. Take him out.
I'm on my way. Pre-order now and get early access to the open beta. Ah, ich glaube, jetzt haben sie es. And there we go, Call of Duty fans. The trailer so Das war ein nice. kleiner We Fehler ran it gewesen im twice. It ersten is all Bereich, wo sie das there. gezeigt haben, war ja so ein ganz kurzer schwarzer Bildschirm gewesen. Das haben sie korrigiert, deswegen wurde der jetzt ein zweites Mal abgespielt. Ich habe das dann deswegen auch nie, da habe ich jetzt nie extra kommentiert. Ne? Die haben immer den Multiplayer gezeigt, dann Warzone. Und dann habt ihr jetzt schon gesehen, es gibt C4-Drohnen mit einer Kamera drin. Dann habe ich Seeminen gesehen. Und Warzone 2 habt ihr gerade gesehen, das ist mit sehr hügeligen Bereichen. Also das finde ich, das könnte nicht so gut sein. Aber da müssen wir mal abwarten. Und sehr hohe Bereiche auch dabei, nicht so wie Verdansk, das war ja relativ flach. Das müssen wir natürlich mal uns anschauen, ob sich das überhaupt so gut spielt. Also da habe ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und dann haben sie natürlich jetzt die Waffenspiele vorgestellt, wo man die Waffen halt modifizieren kann, was halt sehr überarbeitet wurde. Da haben sie wirklich sehr viele Neuerungen gemacht gegenüber MW 2019 und auch den vorhergehenden Teilen. Das war teilweise so unübersichtlich. Das haben sie auf jeden Fall verbessert. Aber da müsste man nochmal ein anderes Video zeigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier nochmal sagen. And so much of that work started with you guys at home, the community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of what Modern Warfare 2 is. And it's a dialogue that we hope to continue, especially here today. Well, we've got so much in store with this MP experience. And people like Jeff and Joe here, who I am honored to work with, and their experience on this franchise, we're in good hands. Indeed. Okay, so Jeff, well, I don't know where to start anymore. Let's set up what Modern Warfare 2 multiplayer is all about. And let's stay high level for now, because there's a lot of details, friends, juicy details. Okay, die wollen Multiplayer jetzt beschreiben. You come into making a sequel, it can be kind of tricky. You know, what do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? And so we came up with a few methods, one of them being player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people will say play styles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into three big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels, and these are defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a little overwatch. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making, so that we're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. Sounds like a lot of fun. Stephanie, what are some of the new features coming to multiplayer, some of the new stuff that you're most excited to talk about? Oh boy, there are a ton of new features to dive into with this game, but we really pushed forward even the most fundamental aspects of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2, and it's been really amazing for me to come on board this past year and see these innovations coming to life, to hear Jeff jump into, die haben ganz kurz die Spielertypen vorgestellt oder die haben ganz so beschrieben, wie halt die Leute so spielen. Und ich habe den Eindruck, dass genau auf diese Spielertypen es auch Perks geben wird, die man verwenden kann, die genau auf deinen Spielertyp zugeschnitten sind. Aber das haben sie jetzt hier nicht gesagt, das habe ich aber auf der Homepage gelesen, dass es da wahrscheinlich irgendwie sowas geben soll, was deinen Spielstil, sage ich mal, unterstützt. Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, can we go into some details about our water-based adventures in MW2? Yeah, I mean, last game we really wanted to add water, and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk, we froze the rivers and we made the outskirts just a kill trigger. In this game, as soon as we started Modern Warfare 2, we leaned into water, both visually, beautiful caustics, there's waves with white caps, but we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater, otherwise you can't use your primary weapons. But it's also a nice cover or evasion mechanic. If you're getting shot at, you can dive into the water, and as you get deeper, it gets murkier. Like the farther you are from something, you can't see it. And so
it's been super fun for us to dig into water and really flex on what water could be in Call of Duty. And you saw the boats and the mine that floats, and every piece of equipment has been filtered. Like, how does it work through water? Like, we had to look at everything in the game and say, how does it work in water? What's the best version? Our vehicles will just slowly submerge like they really would instead of blinking out. Yeah, everything. Seit neuestem kann man jetzt auch im Wasser drinnen schwimmen. Das gab es vorher noch nicht in MW 2019, das habt ihr gerade gesehen. Und das ist natürlich auch eine extrem krasse Neuerung. Das war für mich jetzt selbst neu, weil das Schwimmen ging ja eigentlich vorher nicht. Das hatte man ja eigentlich nur im Battlefield und das soll jetzt gehen. Das ist auch schon mal sehr gut. And we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive is just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, you know, like rats leaving a ship, diving out through the windows. And it's just another option for players in combat. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm going to save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new... Ich habe das mit diesen Bewegungen jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen können, aber die meinen wahrscheinlich, dass man jetzt neue Bewegungsmöglichkeiten hat an Land, wo man taktischer damit vorgehen kann, sage ich mal. The inflatable decoy, and this is a mine that you can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto deploys and basically inflates like a car airbag going off. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a clacker if you want to control when it goes off. You can throw it in water, and here you just saw the DDoS. We added all this equipment into this game, and the DDoS is our kind of answer of like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean house, but I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS. Boom, it's going to shut down everything. And I can move in, and clear that room. You saw the heartbeat sensor is back. It's got a new look, but it also has a battery as a balancing mechanic, so you can't use it indefinitely in Warzone. And there's so much This is the TAC cam too, which you guys just saw, which to me is my personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates. So you can, it gets a little crazy. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. Yeah. So I expect to see a lot of fun moments with that today. So many toys and new tools that we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and Core MP, and it's pretty awesome. Oh my God. Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got Gunsmith, brand new Gunsmith. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we... Die haben gerade die ganzen Perks vorgestellt und dass man dort halt neue Gadgets im Endeffekt hat, wie man das in Battlefield sozusagen auch schon kennt. Aber das heißt jetzt hier nicht Gadgets, zum Beispiel, da kann man eine Kamera an die Wand machen und damit die Gegner zum Beispiel beobachten oder ein DDoS machen zum Beispiel. Oder ich glaube auch sowas wie ein MP oder sowas in der Art ist dabei, wie so ein MP-Stoß oder ein Schock oder irgendwas in der Art. Jetzt sprechen sie über die Waffenmodifikationen, die es gibt. Universal attachments through cross progression. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, you know, decrease the grind. You're no longer unlocking every single attachment for every single weapon. There will be some shared attachments through progression. And I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. I know we all love the gun bench from 2019, so it's exciting. This does sound amazing. So we've been hearing a little bit about weapon platforms and shared attachments. This is very, very cool stuff. Can you dive into those details, though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last. Doch, der Trailer wurde ganz zum Anfang gezeigt, vor ca. 5 Minuten. Da müsst ihr mal zurückspulen. Die haben jetzt einmal die Perks gezeigt, dann die Neuerung, die es halt so vom Spiel, vom Grund auf gibt, wie zum Beispiel Schwimmen und die ganz neuen Perks, sage ich mal. Also, und dann halt die neue Karte haben sie auch vorgestellt. Und jetzt sprechen sie gerade über die Waffenmodifikation, wo man halt die Waffen modifizieren kann, was da jetzt neu gekommen ist.
you, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns, and it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect weapon for me. I think maybe the simplest way to think about it is a gun tree, and each time you hit a branch, that's a receiver, and they grow out of that. Yeah. Yeah, and that's, you know, we wanted to ground. Die haben jetzt gerade vorgestellt, dass zum Beispiel eine MP4, wenn er da zum Beispiel ein spezielles Visier freischaltet, und das Visier gibt es dann zum Beispiel im Sturmgewehr, also bei einem anderen Sturmgewehr wird das dann automatisch dort gleichzeitig freigeschalten. Also wenn er dann die Waffe levelt, zum Beispiel eine MP5 oder was, und ihr habt das bei der MP4 schon freigeschalten, ist es dann automatisch auch bei der MP5 freigeschalten. Also das finde ich zum Beispiel auch sehr gut. See the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4. And the weapon vault maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. So we've heard you talk about the Frankenprint. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, you know, project for our teams to design these, but it is the ultimate weapon blueprint. And even better, you can unlock the entire Cinder weapon vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2. Playable in Beta. Wenn ihr jetzt einen Blueprint bekommt, das ist ja ein Waffenbauplan, schaltet ihr gleichzeitig bei dieser Waffe alle Attachments frei, die es gibt, ohne dass ihr die freispielen müsst. Das finde ich zum Beispiel sehr fragwürdig, und das gibt es natürlich dann auch im Online-Shop. Wenn ihr euch dann zum Beispiel eine neue Waffe kauft, mit, was weiß ich, mit einem neuen Skin halt, dann werden gleichzeitig alle Waffenbestandteile von dieser Waffe freigeschalten. Das ist ja fragwürdig auf jeden Fall. Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map, not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for quite a long time. I read about that on the internet. Ah, yes. But, you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest. And within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War and a bunch of others really well. And so, you know, stepping back from this large map and looking at how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter experience to contrast all this big world kind of exploratory gameplay. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward. Die beschreiben jetzt gerade die Multiplayer-Maps. Es gibt wahrscheinlich auch sowas wie Bodenkrieg, denke ich mal wieder. Und dass die Maps da schon mal ein bisschen kleiner sind. Ja. In those maps as well. A lot of visual variety, some colorful maps in there, and I think they feel really clean. Guys, you're moving me in ways I didn't imagine to be moved today. Excellent stuff. Cry? I might. Hey, it's the first time for everything here on air. We've got some of the maps that we are going to be seeing in MW2. Starting with one, we've got a real fun one here, guys. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sarif Bay? So Sarif Bay is this little fishing town in the south coast of our big map, and we picked this because it has such a great mix of gameplay. It's right on a harbor, so we get to show off all our boats and our new amphibious APC, and, you know, swimming, as we've already said. But what you get inside the town is this really intense urban combat with all these tight little alleyways and all this great rooftop combat. And mixed with our ledge hang, you get these really cool parkour combat action happening. Yeah, I love how you describe the rooftops. Die haben gerade die Multiplayer-Map beschrieben, wo ich erst dachte, das wäre Warzone 2 gewesen. Das war also die Multiplayer-Map. You can go up there and just hang out and fight other snipers. All right, well, that looks fantastic. Jeff, okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have some footage of one of the new maps that we're going to be seeing today, named Mercado Las Almas. Do you mind giving us some details on this one? Sure. Mercado is a little street market in a historic section in Mexico. Our story behind this is, you know, the authorities have some intel that narcotics are being smuggled out of a warehouse, and they're going in trying to find and seize them. This map plays really fast and a lot of action right down that center lane. The Mercado is a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. It plays fast.
Cannot wait, really cannot wait. Looks fantastic. Also die zweite Multiplayer-Map, die Sie hier gerade gezeigt haben, werden wir auf jeden Fall auch in der Beta spielen können und das ist natürlich interessant. Ihr habt gerade gesehen, das sind so Märkte, so Wochenmärkte oder sowas, war das gerade so? We've seen some maps. What about the modes being played on battle maps? We will have the return of Ground War, but we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk Invasion. So Invasion it's a big war map. It's Big War TDM, or we affectionately call it the shipment of Ground War. It's 20v20 players, but there's also 20 AI on each team. AI are coming in fast roping. They're coming in on medium birds. And it's this high action mode. It's super fun, but it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, hey, get to B, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a rooftop and snipe. You can grab a shotgun and go room clearing. If you push too far into the enemy's base, AI will come hunt you. But we've also been really conscious of where we put AI in multiplayer. We didn't put AI in kill streaks or anything like that because we don't want AI showing up in search and destroy. We don't want AI in domination. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Ihr habt es gerade gehört, im Multiplayer gibt es einen komplett neuen Modus, der heißt Invasion, wo ihr auch Bots mit dabei habt. Und das ist aber jetzt nicht Bodenkrieg. Bodenkrieg gibt es zum Beispiel auch, das kennen wir ja bereits schon aus MW 2019. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Let's keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta in Prisoner Rescue and Knockout. Prisoner Rescue. Okay, let's go into Prisoner Rescue first, Joe. So Prisoner Rescue is an attack and defend mode. It's a round-based mode. The defenders have 2 prisoners. They're kind of spread out, and they need to keep hold of them. The goal of the attackers is to get to those prisoners, pick them up, and carry them to exfil. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapons. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way that we give the attackers an advantage once they grab that prisoner is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the defenders are. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing mode once you grab that prisoner and try and get them out. That hero run to the exfil is definitely. Die haben jetzt gerade einen komplett neuen Modus beschrieben für den Multiplayer, wo man halt Gefangene retten muss. Und ich glaube, das war 8 gegen 8 oder 6 gegen 6. Der sah jetzt zum Beispiel ganz cool aus, der Modus. Ich denke mal, hier wird es auch keine Bodenfahrzeuge geben. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates. And I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun, and I know the community is going to love diving into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through, but there's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing that third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. What are the details behind this one? We got a little teaser of it on stage from Patro, but what are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer, too. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third-person, and all while we're working on all this other stuff, we've been kind of lifting up and doing third person in each mode. And the cool thing is that it's a modifier on our game, right? We can just turn on third person. In the beta, we're playing it in Hardpoint, but we want to try it post-launch in S&D. We want to try it in VR. And we have camera work. The camera collision's been reworked. It handles tight spaces. There's a water camera. There's an interior camera. You can feel the weapon shake when you're firing with it. And it's just, we've put a lot of work into it, and we're excited for people to give it a try. Incredible. I can't wait to see what third person. Ihr habt es gerade gesehen, es gibt nicht nur First Person, sondern auch dritte Person von oben. Also das hört sich sehr interessant an. Das soll halt, wie gesagt, Multiplayer sein. We're delivering a lot of new features for you guys to try out ahead of release. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come at launch. So this is just a taste. How is this just a taste? How can there be even more? I mean, we haven't even got to Warzone yet. We're not even okay, so what about this year's third mode? So I'm happy to say that Special Ops will return as our third mode, and will be focused on 2-player missions, asymmetrical in game design. So think 1 player on air support, 1 player on the ground. And I think the OG fans will be really excited because we've looked at, some of the iconic
Modern Warfare missions like Overwatch and really tried to implement some of those themes into Die stellen jetzt gerade den Koop-Modus vor und angeblich soll der jetzt nur zu zweit spielbar sein. Das wäre ein bisschen wenig. Ich dachte, das wären so 3, 4 Leute, aber es ist scheinbar nur zu zweit. Sitting right next to you. Yes, you are indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. What's that? Indeed we do. Let's roll the clip. Empty-handed, I was born. Empty-handed, I will ascend. Blade or bullet, fist or bow. Spear, stone, or arrow. These are merely tools. I am the one to fear. Pick Miles ISO. Fix your mind. PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior and gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family, just like me. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day one for all who pre-ordered through the PlayStation Store Plus. Also PlayStation-Spieler bekommen einen besonderen Skin und auch einen besonderen Waffenbauplan, was ihr jetzt hier gerade gesehen habt. Das hat nichts mit dem PC-Spieler oder mit dem Xbox-Spieler zu tun. Ihr habt es gesehen, das gibt es nur für die PlayStation exklusiv und nur, wenn er vorbestellt. Day one for this game, and it's been really awesome to see our narrative team building out his lore, really bringing this operator to life with the creation of his backstory, his motives, and I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. All right, Stephanie, we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start of the beta. So for anyone who wants to get an early first-hand look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to, it is immediately available around the corner. For PlayStation players who pre-order any version, early access to the open beta starts tomorrow. So make sure you are preloading right now. Now, also check out your screens, since here's exactly when you can play the beta on your platform of choice. But don't forget, friends, it's also definitely worth noting that if you pre-order the Gut, die stellen jetzt hier nochmal die Beta-Termine vor. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich mache nochmal zu der Beta ein extra Video sogar. Da müssen wir nochmal abwarten, was da jetzt konkret genau ist. Ich glaube, jetzt tun sie nochmal die Vorbesteller-Bonis vorstellen, denke ich mal. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt ein Battlefield, hier ein COD-Spieler, ne? Da wollte ich nur nochmal so erwähnen. Alright, folks. I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's multiplayer. Don't forget, you're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus here, and ready to rock and roll. But first, we'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. Call of Duty next. Also war das doch so gewesen, dass wir erst den Multiplayer jetzt gesehen haben. Ihr habt es gesehen, wir haben einmal, ich glaube, 3 Maps waren das. Seid mir jetzt nicht böse, ich habe jetzt natürlich jetzt auch mal genau nachschauen müssen. Ich glaube, so 2, 3 neue Maps waren das gewesen halt für den Multiplayer. Dann haben sie halt die ganzen Perks gezeigt, beziehungsweise, ich glaube, Extras heißt das. Ich glaube, das waren die Extras. Und da gab es jetzt viele zu sehen. Also für mich ist das genauso neu, beziehungsweise ich musste auch erstmal genau nachschauen, was das alles jetzt gewesen ist. Auf jeden Fall hatte man DDoS dabei, so eine DDoS-Attacken. Dann war eine Kamera dabei, die man installieren konnte. Also es sind viele Sachen, die neu sind. Und schwimmen kann man. Dann haben sie die KI verbessert für den Singleplayer sowie auch für den Multiplayer. Scheinbar ist der auch im Multiplayer unterwegs. Wenn er da sozusagen mit einem Match, geht jetzt zum Beispiel in ganz normalen Multiplayer-Match rein, da habt ihr wie bei uns in Battlefield auch Bots dabei. Also das ist auch so eine Sache, wo ich mir die Frage stelle, was haben denn immer die ganzen Bots im Multiplayer zu suchen? Also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise man muss erstmal schauen, wie gut sind die Bots und sind die dann in jeder Runde dabei und verlassen die dann auch vielleicht mal die Runde, wenn genügend Spieler da sind. Also mich macht das ein bisschen wahnsinnig mit den Bots, muss ich auch mal sagen. Aber was ich halt gut finde, ist einmal, es gibt wie gesagt neue Möglichkeiten mit diesen taktischen Vorgehen, einmal über die Perks, beziehungsweise ihr habt jetzt gesehen, Gunsmith haben sie komplett optimiert, da gibt es nicht mehr so viele Attachments wie bei Vanguard zum Beispiel. Und NW1, das war ein bisschen unübersichtlicher, die haben das jetzt auf jeden Fall übersichtlicher gestaltet.
Die Attachments werden jetzt waffenübergreifend für die gleiche Klasse freigeschalten. Also ihr müsst da nur noch eine Waffe leveln und habt dann diese gleichen Aufsätze, meinetwegen das Visier, bei der anderen Waffe automatisch freigespielt, was sehr gut ist. Aber was jetzt zum Beispiel, was ich nicht so gut finde, ist, dass man die Waffenbaupläne über den Shop kaufen kann und dass man, wenn man das einmal gemacht hat für eine Waffe, dass man dann sofort alle Waffenaufsätze freigeschalten bekommt, ohne dass man die freispielen muss. Andere spielen die halt frei und haben die dann sozusagen erst später. Ne? Also das ist natürlich eine Sache, wo man sich fragt, was ist das schon wieder? Ja? Also das ist fragwürdig auf jeden Fall. Da muss man natürlich mal abwarten, was da ist. Und diese Kamera, die man an die Wand installieren kann, was ihr vorhin im Trailer gesehen habt, ich weiß nicht, das muss irgendwie so ein Extra oder Perk sein. Ich bin da jetzt auch noch ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das war ein Perk oder so. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Da muss man nochmal genau schauen. Ich bin da jetzt, wie gesagt, auch noch nicht komplett drin. Aber es ist halt geil, dass man schwimmen kann. Das war ja auch so eine Sache, wo mir ein bisschen gefehlt hat. Und soll angeblich jetzt wieder Bodenkrieg dabei sein, wie bei MW 2019. Aber der ist nicht so wie bei MW 2019, sondern etwas anders. So habe ich das verstanden. Also Bodenkrieg ist ja so ein bisschen wie bei Battlefield, dass man Fahrzeuge hat, Infanterie und eine etwas größere Karte. Ne, ich glaube so 16 bis 32 Spieler oder sowas insgesamt. Da müssen wir nochmal genau warten, wie viele Spieler das jetzt hier konkret sind. Joe Seacott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, Game Director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0, Stephanie, the world cannot wait! It feels crazy for me to be up here revealing Warzone 2.0. I ended up at IW as a fan of the game, and so this moment is absolutely bananas for me. But Warzone 2.0 is everything that we loved about the original Warzone, right? Where it's based on the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer, those all exist across Warzone 2.0 as well. So we're bringing it back. It's all connected. It's the same world, and I think the players are going to love it. Oh my good God. Real excited about this one. Again, there's a lot in this one, Jack. Where do we go from here? So MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started. Wir sprechen jetzt gerade über Warzone 2, was ja im Prinzip alle Multiplayer-Maps beinhaltet und was dann wieder so eine riesengroße Map wird wie bei Verdansk, was wir ja schon bei MW 2019 hatten. Wenn sie das wirklich so ähnlich umsetzen oder besser gesagt wieder eine gescheite Karte hinbekommen, dann wird es, denke ich mal, auf jeden Fall wieder ein extrem krasser Erfolg werden. Map design, it brings together new technologies in order to do it and lots of artwork to make it happen. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Well, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait. Stephanie, let's take a look. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. This is our new map for Warzone 2.0. It is a really interesting mix of geography. It is expansive desert settings with a mix of industrial areas, towns, a city, and of course, water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. But you're going to find a lot of really cool elevation, rocky peaks, caves, subterranean spaces. This map is beautiful, and it's actually the biggest BR map that we've ever made. And I am so excited for all of our streamers here to jump into Al Mazrah later today. It's huge. Look at the size of that thing. Okay, so that was a big Alter, jetzt haben sie gerade die Warzone-Map vorgestellt. Al Mazrah heißt die, krass. Die war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich habe mir schon einiges mir angeschaut. Das sieht gut aus. We set out to create these spaces. The team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between all the different, what we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. And so as the team works through these, they're trying to find some variety on each point of interest to make them something that the players will want to drop in and get the particularity of that single point of interest and find the place that they want to drop and where they want to play, whether it be a high elevation observatory at the center of the map, whether it be the big city that's up the top right, and whether they want to explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with geometry here. So we have in this one... Ooh, that looks familiar. That does seem familiar.
And there's a river system that goes through all of this. So you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs. And here's one of our favorites, Sawa Village, which is That's my favorite. colloquially called Sunken Town. I mean, I love to swim, so you find me there. Absolutely. I'm curious what you guys think, Jack and Joe, on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think everyone's going to immediately drop today. I think some people are going to drop to Observatory just to go back to home, you know, go have some fun. They're coming home. It's always nice, you're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait a... So, die haben jetzt weitere Bestandteile von Warzone 2 vorgestellt, also sieht wirklich nicht schlecht aus. Bin ich mal gespannt. Und es gibt auch Wasserbereiche, wo man schwimmen kann. Das wird schon, denke ich mal, spannend. Das ist ja komplett neu, das Schwimmen. Also. I think people will land around the edge so they stay in as long as possible in this match. But smart. We have some news for our edge of the map players coming up. Ooh, all right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay. We've got this beautiful space to play in. How do all of these multiplayer elements we've talked about a little bit earlier, how do they fit into Warzone 2.0? I mean, the super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone, right? It's all integrated. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. Like, all of it's been built from the ground up for both. The slide, the dive, the water, like... More swimming. Yeah. Oh. This is a great taste of some of the water combat. I can't wait to go full Captain Miller, you know, Apocalypse Now coming out of the water, knifing people. I mean, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. You see the caustics on the bottom. Yep. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible. You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? You know, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can have them, they react to explosives differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. And of course, we've got, you know, water vehicles, we've got a small boat, we've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back, so you can have that little moment. Also die haben jetzt die ganzen Fahrzeuge überarbeitet, die kann man einmal betanken und die kann man auch reparieren. Und die sind jetzt vom Handling her komplett überarbeitet worden gegenüber von MW 2019. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich jetzt sogar etwas mehr in die Richtung von Benefit gehen, vom Fahrzeughandling, weil das Fahrzeughandling von MW 2019 war jetzt noch nicht so gut. Aber wenn sie das jetzt schaffen, dass sie das so ganz so wie in Benefit fast schon hinbekommen, dann wird das ja wirklich eine starke Konkurrenz zu Benefit werden. Und man kann, wie gesagt, die Fahrzeuge auch betanken, also die haben wahrscheinlich eine also eine Tankanzeige, sowie es gibt auch einige Sachen, die man bei dem Fahrzeug zerstören kann, die jetzt so, ich weiß nicht, wie die Reifen zerschießen oder irgend sowas in der Art. Das sind wahrscheinlich Sachen, oder die man stören kann mit einem EMP-Stoß in dem Sinne, so habe ich das verstanden. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? Well, what do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go ahead. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them in game. And I think one particular feature that I cannot wait to see the streamers engage with will be our prox chat. Yes! So it's coming. It will be in Warzone, and there's going to be some amazing clips. But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. I'm listening to that. The streamers love prox chat. They're like, yes! You know,
In looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet and get you something to a Band-Aid, Neosporin, whatever. Die sprechen jetzt gerade das Loot-System in Warzone 2.0 an. You can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet, you can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that'll have grenades and things in them. And you find these other crates that are kind of like, it's as if the military that occupied this space came through and dropped off military items. Those crates are always there. So you can always have this reliable layer to looting. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through Al Mazrah and quite literally like have a route we plan, hit the gas station, pick up gas snacks. up, yeah, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it. So we kind of talked about what could we do to mix things up with the circle. So we've got this new mechanic where the circle can actually split, almost like a cell splits, into 2, 3, or even 4 circles. And then those circles kind of close down. And what it does is it segregates teams, and you have these micro battles in those circles. And at a certain point, you're like, okay, we've cleared out our circle. We think we're good. And then those circles merge. They come back together. And you have this very directed fight of like, as the circle's moving, you're like gearing up in buildings. You're like, here we go. It's about to kick off. And as soon as those circles hit, you have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay that we feel Habt ihr das gerade mitbekommen? Die wollen mehrere Kreise machen. Also ihr habt erst einen großen Kreis, dann so einen kleineren. Dann splittet sich das auf in 3 und dann vereint sich das wieder in einen zusammen. Also das finde ich jetzt eine sehr interessante Idee. Muss ich wirklich mal sagen. Also selbst ich als nicht unbedingt so ein mega Battle Royale Fan, sage ich mal, ist schon ganz interessant. But the current version of the Gulag that we have running right now, where we're excited people to play, is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out. And after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the Gulag. So you have to be on your toes. Like you're working with an enemy. There might be an AI here. You're picking up weapons. And we're excited for people to try it. Yeah, we're going to get feedback today too. And like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal here, but there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. 28. Oktober kommt Modern Warfare 2 und Warzone 2 kommt dann einen Monat später ungefähr. Assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on that best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to... Die haben jetzt gerade gesagt, wie gesagt, dass es in Warzone 2 auch Bots geben wird und das finde ich halt schon mal nicht so gut, aber mal schauen, wie sich das dann spielt. But one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ, Call of Duty's extraction mode, will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. But we're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff in reserve. What I can tell you, though, is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map,
and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with your team. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al Mazrah and see what's there. Loot up, exfil, it's totally up to player. Die haben jetzt gerade diese DMZ-Modus beschrieben. Der soll wahrscheinlich dann mit Warzone 2.0 rauskommen. Und das ist ja ein Modus, wo man PvE und PvP zusammen hat. Und man muss dort was extrahieren, so ähnlich wie bei Hazard aus Battlefield oder ich glaube, wie ist das andere, dieser Shooter mit diesen Zombies? Ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on BR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. Okay, jetzt sagen sie nochmal die Daten an. Die kann ich ja mal in ein Video mit zusammenfassen. Also mark your calendars. That's about 2 weeks after. Ja, genau wie Escape von Tarkov zum Beispiel. Mir ist jetzt gerade der Name nicht eingefallen. Hazard ist im Prinzip ja dasselbe im Battlefield, so ähnlich, ja. Wo man was extrahiert und mit PvE halt und PvP hat. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah on November 16th. But don't go anywhere just yet. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, I promise. Then, after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends set up across each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0, Battle Royale, we got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Ich könnte ruhig noch mal ein paar Likes raushauen. Die sagen jetzt wird gleich noch Warzone Mobile vorgestellt. Es gibt ja COD Mobile zurzeit nur. Und Warzone Mobile wird jetzt in diesem Jahr dann wahrscheinlich noch released oder Anfang des nächsten Jahres. Ist halt ganz interessant, dass man das mal sieht. Ich meine, es gibt ja auch Battlefield Mobile irgendwann, aber da hat man bisher noch nichts gehört, wie das da weitergehen soll. Da gibt es ja bisher auch nur eine Alpha-Version. Nein, das COD Next ist halt das Event. Die nennen das einfach COD Next. Wie sieht das jetzt in der Zukunft mit den Franchise aus? Was wird jetzt in der nächsten Zeit alles kommen? Und deswegen heißt es halt COD Next. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Dass die Warzone Mobile fast krasser vorstellen als Warzone normal. Da muss ich echt ein bisschen drüber lachen, muss ich sagen.
Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for Ja, das ist auf, also das Modern Warfare 2, was jetzt rauskommt dieses Jahr, ist auf Modern Warfare 1 von 2019 aufgebaut, nicht das von 2009 oder so. Das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, die haben davon auch ein paar importiert, einige Sachen, klar. Aber das ist nochmal komplett anders zu betrachten. Aber ich kenne mich damit auch nicht hundertprozentig aus. Ich bin ja auch nur Battlefield-Spieler. Ich bin auch erst mit MW1 von 2019 reingekommen und musste mich da jetzt auch erstmal, sage ich mal, reinfinden. Und die Warzone Mobile, seht ihr schon, das ist wieder Verdansk. Was? I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia. But wait a minute, Chris. Is that the legendary Verdansk? You know, this is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time. From its hallmark vistas and these dense urban areas, they're just so much fun to play in. Wide open fields, ready for battle, and intimate, close quarters combat environments. There's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Teaming with fan favorite locations like Boneyard and Superstore. Even TV station. Die wollen jetzt die alte Verdansk-Map auf Warzone Mobile bringen. Also das ist sehr interessant, lol. Maybe just give me your phone real quick. Maybe I can see for myself. No? You know, the team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combine to make Call of Duty Warzone Mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds. Ja, die ganzen Firmen, ob das jetzt EA ist oder Activision, die wollen natürlich alle jetzt in den mobilen Markt rein und das scheint dort ein riesen Markt zu sein. Die wollen natürlich dort damit, denke ich mal, ein bisschen Kohle scheffeln, aber ob das sowas wird, ich weiß nicht, das wird natürlich immer gerne angeschaut oder es gibt ein riesen Publikum dafür, aber das ist natürlich nochmal vom Handling komplett anders. And authentic. That makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash at buy stations. There's a ton of variety there, including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up because if you're talking about risk. Apropos Warzone, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so ein Gasfeld, sondern ein Sandsturm oder sowas in der Art, wenn ich das richtig verstanden habe. Das haben sie für uns gar nicht richtig gezeigt, aber ich habe das, glaube ich, mal irgendwo auf der Homepage oder sowas gelesen. Hier ist es, glaube ich, wieder das Gasfeld bei Warzone Mobile, da ist es noch die alte Version. So not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either because we have the gulag. So here players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player, and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before. Ja gut, ich weiß nicht, wer spielt von euch überhaupt Mobile-Spieler? Also ihr könnt ja mal einen Kommentar reinschreiben. Also ich spiele jetzt nicht unbedingt so viel auf dem Handy. Vor allem, das geht ja auch übelst auf dem Akku, ne? Ich meine, Akku ist ja eh schon immer das Problem. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live, human opponents. And that's our focus. So for anyone who's tired of playing with nothing but bots, we hear you. We're talking up to 120 real players ready to hunt you down. Ach, die wollen auf Warzone Mobile wollen sie jetzt keine Bots mit reinmischen, sondern wirklich nur echte Spieler. Und andere Hersteller verwenden da scheinbar Bots. Wusste ich gar nicht so genau, aber okay. Absolutely, it is huge. And I don't think there's a game on mobile that can top that. In terms of real player count, of course. But how are you able to even pull that off?
we can support real player counts at dramatically higher scale than we've ever seen in other Battle Royale games on mobile because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of the development. Ja, also der Mobile-Markt ist schon eine große Zielgruppe. Ich meine, die meisten Leute tun ja mit dem Handy heute schon relativ viele Sachen machen. Also ich sehe da jetzt schon, denke ich mal, auf jeden Fall schon eine Marktlücke oder jetzt, wo man, denke ich mal, schon viel Geld verdienen kann. Also das denke ich mal schon. Aber ich weiß nicht, also mir sagt das nicht zu, aber die Masse ist ja anders eingestellt oder die hat ja eine andere Meinung, sage ich mal dazu, ne? So you can stay in touch with your friends, whether they're playing on console or PC or mobile, wherever they choose to play. I mean, that is so exciting. I totally get that. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up with the same authentic Call of Duty weapons and operators you'll recognize from Modern Warfare 2 and Warzone 2.0. And whatever you get from the Battle Pass, you will see it on console or PC. It'll also be there on your mobile device too. And the other way around works as well. Die Items sind die gleichen und die Waffen untereinander schert das zwar, aber die Spieler sind natürlich bei Warzone Mobile. Die Spieler sind nur von Warzone Mobile. Die spielen jetzt nicht gegen die PC-Spieler oder die Konsolenspieler, das glaube ich nicht. You know, that's a great question. See, the team's incredibly excited about how deeply connected and authentic the experience is in Call of Duty Warzone Mobile. And we'll continue to adapt the best content and features and innovations created across the franchise. But at the same time, we recognize that mobile is a very unique platform. Mobile has its own flavor, advantages, and player expectations. Sounds like the game will be tied into the Call of Duty franchise pretty nicely. And will there be mobile-specific events or content that is unique to Warzone Mobile? Yes. Above all else, the team is committed to ensuring Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. A lot of it comes down to tuning, and this is why we are supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile, and we're avoiding the imbalance that comes with crossplaying between mobile devices and consoles or mobile to PC. This allows our teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified feel. And by doing this, we don't need to compromise the tuning for any platform. This ensures a level playing field and more fun for everyone. Now, keeping those controls balanced for all player types, it's super important. So whether you're the hardest of hardcore mobile pros or maybe you're a console Ja, genau, so habe ich das verstanden, Applejack. Es kann natürlich auch anders sein, deswegen ich muss selber erstmal hören. Aber so habe ich das verstanden, ja. Also. We are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick-up-and-play experience that's accessible to all of our players. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. Also habt ihr das jetzt gehört? Also es beginnt erst mit MW2. Das beginnt jetzt am 28. Oktober. Im November kommt dann Warzone 2 und Anfang nächsten Jahres kommt dann Warzone Mobile. Genau, so rum, jetzt haben wir es. Es ist ja wirklich durcheinander hier. Also da muss man wirklich nochmal genau schauen. Das ist schon krass auf jeden Fall. Warzone Mobile. And now you can too. Scan the QR code at the bottom of the screen to be among the first to drop. Tell your friends. Because the more pre-registrations we drive, the more rewards we can earn. Like special weapons, vinyls, and emblems. Plus, if we reach the top milestone of 25 million pre-registers, we're going to unlock a super cool secret reward you're not going to want to miss. What are you waiting for? Sign up using the QR code below. Also bei mir ruckelt jetzt nichts. Also ich habe auch 100% Leitung. Ich habe mal gerade geschaut, also ich habe jetzt keinen Verlust oder so. Also bei mir ist alles soweit in Ordnung. Es gab nur ganz zum Anfang vom Stream, ich glaube ab Minute 7 oder sowas, da gab es von den
die jetzt gestreamt haben, ein Problem. Die haben deswegen auch nochmal den Trailer wiederholt. Also jetzt gibt es eigentlich keine Streaming-Probleme, sage ich mal. Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty litty day so far. Yeah. Where do we even start? I mean, and dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I could be in the airport playing Warzone now? Back in Verdansk? That's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming my way. Ali, I mean, lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test, and loading into Gunsmith 2.0 was actually so aesthetically pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it. Was mich auch am meisten interessiert, ist einmal dieser Gunsmith, also wo man die Waffen halt modifizieren kann, weil der wirklich überarbeitet wurde und da eine bessere Übersicht bietet und gleichzeitig hat man eine bessere Freischaltmöglichkeit, unabhängig davon, dass man jetzt auch die Blueprints im Shop zwar kaufen kann und damit halt gleichzeitig alle Waffenbestandteile freischalten kann, aber dennoch interessiert mich jetzt mal die Übersicht. Die ist ja interessant, weil die war teilweise in Vanguard, da gab es ja, ich glaube, 10 Aufsätze, jetzt gibt es ja nur noch 5 Aufsätze, die man machen kann und ihr habt natürlich da aber jetzt nicht nur 5 Aufsätze zur Auswahl, sondern es gibt 10 Bestandteile von dieser Waffe. Und 5 Aussätze könnt ihr sozusagen ausrüsten. Nicht mehr, ich glaube 8 oder 10 waren es bei Vanguard. Jetzt sind es auf jeden Fall weniger, übersichtlicher gestaltet, dass man da auch selbst als Content Creator und auch Spieler nicht mehr so durcheinander kommt. Das ist ja das Wichtige. Und was ich auch einen sehr großen Vorteil sehe jetzt hier bei MW2 ist, dass man eine sehr hohe Abwechslung hat. Ich meine, ihr habt einen Singleplayer, das haben wir nicht in Battlefield. Dann habt ihr DMZ, meine ich, so rum. Das ist ja wie Hazard Zone beziehungsweise wie Escape from Tarkov, also ja, dann habt ihr noch den Coop-Modus, den gibt es ja auch noch. Ja, und also, ne, also hier gibt es so viele Möglichkeiten, das ist schon wirklich, also meiner Meinung nach erstmal kein schlechter Eindruck, der hier gezeigt wurde. Und dann darf man nicht vergessen, die Bots, die sie ja programmiert haben für MW2, das sind keine normalen Bots, die sind deutlich besser als gegenüber von den Jahren davor. Also die können viel mehr machen. Und wie ich das mitbekommen habe, haben sogar echte Navy Seals oder Spezialeinheiten sogar für MW2 dort mitgearbeitet und haben dort so einen Anzug angehabt und haben diese Bewegungsmechanismen genau übernommen von den Navy Seals, sage ich jetzt mal, oder von den Spezialeinheiten, ja. Dass das auch wirklich authentisch ist und nie irgendwelches Zeug, was es in Real Life gar nicht gibt. Also die haben sich da wirklich schon Gedanken gemacht, ja. Und wenn man hört, dass insgesamt 4000 Mitarbeiter an diesem Spiel gearbeitet haben, dann fragt man sich ja, wie bitte? Bei Battlefield waren es 600, bei Cyberpunk waren es etwa 400 Mitarbeiter. Und hier waren es 4000, also da sagt mir doch, da muss ja schon irgendwas passiert sein. Everybody had shown up yet, so now that we have a full building of all of these creators, all of these PCs, I'm expecting people to get up and start screaming, Miles. It's going to be insane. Clint, we heard Courage from like headphones on, he can be heard from space. Oh yeah, no, 100%. Like Bobby Pop, if he's on a subtrain or something, Lord knows what that's going to sound like. But my boy Tyler Blevins Ninja here as well. But like, I think this is a testament to how pumped up everyone gets about Call of Duty every year. Like the fact dass die hier Ninja zeigen, der ist doch eigentlich ein Fortnite-Spieler, den haben sie ja auch eingeladen. Na gut, ist ja nicht schlecht, ne? Aber der hat auch nicht mehr so viele Abrufe, wie ich gesehen habe. Aber ist ja nett. Ich meine, die sollen hier alle jeden einladen, den sie können. Ich wäre da auch hingegangen, wenn sie mich eingeladen hätten, ja, also. All across North America, South America, we've got play all over Europe, Japan, Australia, you name them. We are all over here, mobile players everywhere. How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room getting ready to grind. And, I was talking to them earlier. I was walking around doing the round saying what up to everybody. They're going hard, right? Like, I was talking to some of the Warzone guys, Repos. He's like, I'm here to fry. Zuma's ready to go. So I'm interested to see them with these new weapons and the Gunsmith, what they come up KDG, Chris, bist du gerade erst reingekommen oder was? Die haben jetzt gerade Warzone 2 vorgestellt, beziehungsweise MW2 und da läuft jetzt gerade noch der Stream. Die haben jetzt einige Informationen zum Waffen und zum Gameplay gezeigt und dann wird jetzt, denke ich mal, noch echtes Gameplay dann jetzt von den Content Creators gezeigt. Aber das dauert jetzt noch einen Moment, die quatschen gerade jetzt wieder. or falling to their death at their Tim. I'm sure we're going to have a couple of those. We'll go a little bit of that later on. I think we're actually ready to hop into gameplay. Dr. Lupo, one of our first here, and he's already down and out, but we are playing, I believe this is Hardpoint and Mercado, nameless. Yeah, I didn't get to play this map yesterday, but one thing I just want to point out with this game is it's a lot more vibrant than some of the MW games that we've had in the past. There's so many more colors, and that's something that I always enjoy, especially with Call of Duty, is when it's more vibrant and you can see more on the map. I think sometimes you go dev to dev, and yeah, it's like you have like your more realism, like your grays and browns. Some will have a little bit more color, but like this map in particular, the second we saw like the fly-through of this, it just looks gorgeous. It really does. And I'm not that I had. Die spielen jetzt gerade diese Las Almas Jahrmarkt-Map, sage ich jetzt mal so. Die wird dann auch in der Beta verfügbar sein.
Und jetzt spielt jetzt gerade ein amerikanischer Content Creator die Map gerade für uns und streamt das. Die Artefakte sind etwas groß, muss ich sagen, aber ich habe jetzt schon die Bitrate auf 18 etwa erhöht. Auf 18K, mehr geht jetzt nicht. Der Stream ist auch nur in Full HD, leider. Deswegen kann ich da auch jetzt nicht mehr an Qualität bieten, sage ich jetzt mal. About the game and the movement, though. When I first hopped on yesterday, the movement felt so much different than Call of Duty's in the past. You know, it's not that slide cancel. You got to complete your slide. The dive mechanic, it plays out so much different when you're going into a gunfight. You can dive out of a window. Miles, it was a lot of fun. We were getting into the mix. We really did get into the mix. I'm going to tell this now on air in front of God knows how many people, but last night Ninja wasn't in the venue. I played on his setup. He wasn't quite here yet. And I found Die haben gerade wieder erzählt, es gibt Slide Canceling, das gibt es und dann gibt es irgendwie was wie Dolphin Diving oder Diving, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, das müssen wir nochmal uns genau anschauen. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Aber Slide Canceling gibt es natürlich wieder. Also, und dann gibt es nochmal so ein ganz komisches um die Ecke schauen oder irgend sowas. Das habe ich so halb verstanden, müssen wir uns mal genau anschauen. I was like, good morning, dude, how you doing? He's like, hey, man. Not a single word. Ali, not a word. But not a word. I actually got into a game against you specifically. I was on, I believe, Nate Shot streaming account. I don't believe that he's here today, but I was getting disrespectful with some people on the map, and I believe that you were in my last game, and the second I killed you, you left. I remember looking at the leaderboard, and that wasn't me. That was Ninja. A quitter, Miles. That was Ninja. Over the courage. Die zeigen jetzt hier Content Creator natürlich, die jetzt den Multiplayer gerade spielen. Den werden wir dann natürlich dann auch in der nächsten Woche bekommen für den PC. Und diese Woche ist es jetzt, da sind die Konsolenspieler dran. It's just like this great nature guy. He is one of the most competitive human beings I've ever met. Like he gets pissed, bro. Passion. Ja, kannst du mal reinschreiben, was Dolphin Diving sein soll? Ich verstehe das als Battlefield-Spiel überhaupt nicht, aber na gut, wenn ihr das versteht, ist ja gut. Aber schreibt es nochmal rein, dass es andere auch verstehen. That I don't feel like I felt in other Call of Duty games is how kind of realistic the movement with your gun is, if that makes sense. Like there's obviously always going to be recoil, your attachment's always going to mess with that, but when you peek corners and stuff, the way your gun moves with you is very, very realistic, and I think that's going to be something a lot of these players are going to notice and have to get used to very quickly. And you saw a taste there of when you're spectating a player, you get that kind of like over-the-shoulder, like tactical camera view, and it just adds this insane level of like, it's like realism, but like it just looks. Bruder, schaut euch bitte mal hin im Livestream die Kameradudes an. Da eine, der hat sogar einen Kamerarucksack, weil die so schwer ist. Und der sitzt hier gerade bei Courage, oder wie der heißt, der amerikanische YouTuber. Alter Falter, was die sich kosten lassen. Ich möchte nie wissen, was das Event gekostet hat. Ihr habt ja gesehen, der ganze Saal ist hinten voll. Dann noch die ganzen Lampen, um die Content Creator besser auszustrahlen. Dann haben die 3 Monitore, habe ich gesehen. Also die haben sich schon was kosten lassen hier, ne? Also da kann EA, sage ich mal, jetzt mal langsam eine Schippe drauflegen, dass wir als Battlefield-Spieler auch mal sowas sehen. Das ist ja echt zum Kotzen mittlerweile. Positioning, Jack, you are awful. Oh, was that too hard? He's my. No, no. Yeah. Okay. He's doing the classic. He's going to his settings like he's doing the classic. It was something else. It was something else. It wasn't. Oh, my sensitivity or something. What is it? No, Jack. Wherever he's spectating is using my favorite SMG, by the way. Too. And I think that's the Hurricane. The Hurricane. What do you think, by the way, just about the changes to Gunsmith and now having 5 attachments and not having, you know, yeah, so you know, I saw the rumblings on Twitter and stuff like that. Der hat jetzt gerade erzählt, der hat 5 Attachments. Hier sehen wir ganz rechts die Kill-Serie. Da seht ihr gerade ein UAV. Dann kommt noch was dahinter und dann noch was dahinter. Und da hat er jetzt hier scheinbar eine Flashbang. Dann, glaube ich, eine Sticky-Granate. Dann sieht man jetzt die Waffe, die hat jetzt einen Feuerstoß, glaube ich. Ja, einen Feuerstoß. Und dann sehen wir jetzt ein Attachment oder eine Gadget oder so eine Fähigkeit, die sich auflädt. Die lädt sich irgendwie auf. Ja, also die spielen, wie gesagt, jetzt diese Jahrmarkt-Map, die wir dann auch in der Beta morgen für die Konsole oder übermorgen und nächste Woche dann auch für den PC spielen können. Ja, also ich glaube, das ist jetzt hier 6 gegen 6 oder sowas oder 12, ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben noch gar nicht geguckt, ganz genau. Gunsmith, I mean, it's at this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform right now. That's his primary weapon. Yeah, I mean, it's awesome. Like, you can switch it up. Like, you can make it into a sniper, I think is what I heard at that point as well, right? So it's going to be crazy. Even with the AK, turning 74U, just make some crazy different loadouts. You know some of these guys, J-God's going to have so much fun with that. 9.5-hour long attachment video from J-God. Oh, God. You know, he's so excited about that. And I want to talk about the map aesthetics for a moment and, like, the layout. Is the rooftops... Like the new ledge, how you can jump and then you can hang off the side of the ledge. That's a new thing that ihr habt es gerade gesehen, die Türen kann man öffnen, aber ihr könnt auch irgendwie pieken, also so ganz knapp durchschauen, dass ihr die nicht richtig öffnet, dass ein Gegner das sozusagen nicht komplett sieht. Also es gibt auf jeden Fall mehr taktische Elemente oder jetzt, wo man ein bisschen strategischer vorgehen muss.
als bei vorhergehenden COD-Teilen, beziehungsweise die haben sich da schon einige Gedanken auch gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe jetzt. That is going to be their absolute playground. Speaking of snipers, Pomage now, who's having a great time here. I mean, we've seen a lot, Clint, of the weapons so far, but surely a sniper. Well, I heard Pomage too. Like, I stepped up. I think it's when he was first walking in. He was walking with an Irrational and some people, and he was like, I'm going hard, bro. Oh, yeah. He's like, I'm going hard. I could just hear, like, the competitiveness in him. He's looking hard. right. And this knockout game is not going very well for the red team right now. Pomage's team obviously winning this one. Again, secure the grab, the money bag, hold on to that bad boy. Oh, I forgot, friends, here at COD Next, it's all going on. Mobile Gaming. Ihr seht schon, das Mobile haben sie, das COD Mobile läuft rechts oben, seht ihr schon. Also das ist schon in einer spielbaren Version verfügbar. Aber ihr könnt euch erst registrieren bei Google Play Store, habt ihr ja vor uns gehört, das kommt erst nächsten Jahres. Und ihr habt es gerade gesehen, das ist 6 gegen 6, wie gesagt, und die Map ist dann halt in der Beta auch verfügbar. Und hier sehen wir jetzt gerade nochmal den linken Bildschirm mit dem Streamer, der dort 3 Bildschirme hat und einen LED-Ring zum Ausleuchten. Unvorstellbar. Also ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat. Die werden sich da wirklich einiges gekostet lassen haben hier, die Hersteller. There is an army of I'm looking into that. No, that's actually an issue. It's like, it's a little bit slippery, you know? So they're playing some hardpoint here, and you know, obviously, us coming from the esports side of things, we love hardpoint. Jetzt habe ich gerade unten die Fähigkeiten gesehen. Das sind 2 anfängliche Fähigkeiten oder Extras. Ich komme da immer durcheinander. Dann kommt der zweite, also ihr habt ja 3 Slots. Der erste Slot, der zweite, der dritte. Und der erste Slot hat 2 Fähigkeiten, der, glaube ich, auf euren Spielstil abgestimmt wird. Also ob ihr jetzt aggressiv spielt oder mehr defensiv. Der zweite Slot hat dann noch weitere Perks und der dritte dann nochmal andere. Also so habe ich das jetzt, glaube ich, verstanden. Und das müsste aber auch stimmen. The CDL pros were like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Come on, Butters, show us the dive. Showed us the slide, now we're looking for the Right out the window, just dive out the window, send it. And all the windows are built to be diveable through. Like, that's the way the game is. That's what Joe was kind of saying, right? Like, they've seen it so much in playtesting, and Nate goes into a window, like, everyone sends it out. So you think like all the exciting moments you're going to have. Oh, here we go, Butters is going to be sniping there. That's the, so we have the Hurricane, she's running overkill. That's Ihr müsst mal darauf achten, wenn die Spieler reinjoinen, ganz unten in der Mitte wird dann angezeigt, was die für, ich sage jetzt einfach mal Perks dazu, ich hoffe, das stimmt. Da sieht man die ersten beiden Perks für den ersten Slot, dann den zweiten und dann den dritten. Das ist, wie gesagt, auf dem Spielstil abgestimmt und das sieht man ganz kurz, wenn die nur reinschauen, wenn die kurz gestorben sind. You know what I'm noticing on this map that I actually like a lot? Not as many doors. Just running through. Not as many doors, I think in general, is the overall vibe. I mean, most of the maps we've seen so far, quite small, very fast-paced. Again, Jeff talking about that, you've got a very distinct feel. So it's like the battle map is very large, way more intense action. Of course, there's like the invasion stuff. 6v6 is a totally different flavor. I mean, that obviously excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like we're Auf jeden Fall haben sie vor uns noch ganz zum Anfang gesagt, dass es wieder sowas wie Bodenkrieg geben wird, aber der wird überarbeitet werden. Bodenkrieg ist ja sowas von MW 2019 mit Fahrzeugen und Infanterie. Das ist ja so ein bisschen der Modus, der auch für Battlefield-Spieler interessant wird oder meistens halt ist, weil da man, wie gesagt, halt die Fahrzeuge mit dabei hat. Wird halt spannend, dadurch, dass sie die ganzen Fahrzeuge jetzt komplett überarbeitet haben, dass man die betanken kann, dass man einzelne Teile abschießen kann, dass die dann, sage ich mal, nicht mehr richtig fahren oder dass man, wie gesagt, tanken muss, wenn der Tank alle ist. Das wird ganz interessant. Scheinbar kann man auch die Fahrzeuge mit einem EMP-Stoß lahmlegen, dass sie dann nicht mehr fahren, wahrscheinlich und sowas in der Richtung. Das ist natürlich schon interessant, auch für Battlefield-Spieler. Deswegen bin ich mich würde halt echt mal interessieren, wie die Fahrzeuge abgestimmt sind. Und dass man halt schwimmen kann, finde ich persönlich auch nicht schlecht. Dann habt ihr Kameras, die ihr so an die Wand schmeißen könnt, wo ihr dann die Gegner beobachten könnt, die dann in den Raum kommen und so. Also da gibt es schon einige Sachen, die jetzt für mich jetzt wirklich einen sehr guten Eindruck machen. The reason I think I haven't really played it yet to deal with it too much to see like how vastly different it makes the gameplay, but I know for a lot of us, when you're playing like the multiplayer experience, I feel like you get a couple perks you like, and you just sort of pick those. They're your go-to. You don't really think about it, right? Like, you figure that out in the first couple days or weeks of playing the game. Those are your perks. Now it's like, I feel like there's more decision-making that goes into it, which I personally think is exciting. Now, I don't know what I'm going to be running, but it does feel like they were saying, what was it, the different type of classes they were trying to put? You have your rusher, kind of your more stealth type player, your sentinel. Like they want to, even if it's not like class-based per se, like they want to kind of funnel it with that behind the perks. But I think that's pretty dope. But you can also make your own, so you can create it, pick your own 2 perks, your next one, and your ultimate. So you can. Hier sieht man jetzt, der hat Ghost drin, Cold Plot. Da wird man ja über diese Nachtsichtgeräte oder Wärmesichtgeräte nicht gesehen. Ne, über die, Quatsch, bei Cold Plot kannst du nicht von den Abschussserien richtig gesehen werden.
dann hatte der jetzt, ach, jetzt ist schon wieder weg, Mist. No matter how you're playing, you're going to get your perks eventually. But obviously, higher scoring games, you're going to get more. And it's just really interesting again. And the perks are almost tiered. And again, Jeff and Joe will come on the desk later on and talk about this in way more detail. But the idea that, like, yeah, the first 2 perks, they're fine. Ghost war noch ein Perk, der ist auf jeden Fall wieder da drin, dabei. Nicht Zombie gibt's nicht, nee, Zombie gibt's leider nicht. Aber dafür haben wir, wie gesagt, mehrere Modis, die man so in den Zombie-Modus nicht dabei hat. Wie gesagt, DMZ-Zone ist dabei, das ist ja PvE, PvP. Und dann haben wir ja noch den Koop-Modus dabei, diesen Spezialisten, also wo man mit den Spezialeinheiten halt auch mit den Kollegen zusammenspielen kann gegen Bots. Das ist nochmal komplett was anderes. Also man hat dann halt trotzdem noch schon eine gute Auswahl. Ja, also. That's what you're watching in your free time, Quinn? Yes, it might be. It might be. Okay. I'm watching It's Brooke's TikTok, you know, she's very creative. This is a Search and Destroy, Call of Duty Classic here on Farm 18. This looks cool. This is one of the maps that we saw in an Intel drop not too long ago. Ooh, let's go. This is simply spectating Ash Sanders. Yeah, hipfire. And you know, of course, we're talking about like 3-lane maps. This is one of those maps that felt like a very good hybrid 3-lane map that does really, really well when it comes to a game mode like Search and Destroy. Like you have your traditional outer lanes and they have their hidden corners and they have their ways. And then that middle is just pure chaos. It's kind of like a little bit of like, it reminds me of like a paintball range with all the walls and the corners that there are. So this is probably one of my favorite maps that we are playing right now in the beta testing. And as you can see... Also es ist Wahnsinn, hier ist wieder 6 gegen 6. Die Maps sollen ein bisschen anders sein als die Jahrmarkt-Map, sage ich mal, wo wir vor uns gesehen haben, wo ich mir jetzt den Namen nicht gemerkt habe. Die war ein bisschen bunter. Hier sieht man, die ist ein bisschen kleiner. Hier ist es ein bisschen, da muss man schon, sage ich mal, genau die Map sich wahrscheinlich auch mal auswendig lernen. Oh, hier ist sogar Bombenplatz, sehe ich gerade. Ah, hier ist Bombe. Bomben entschärfen und legen wahrscheinlich. Oh, wow. That's what we're talking about. Oh, no! That's the Fennec. I was loving that one yesterday. Oh! That thing turns, that's an OG weapon. That turns people in a super close range. But ich habe gesehen, es gibt auch einige Waffen, wie gesagt, von 2019, die jetzt hier auch wieder bei MW2 dabei sind. Und es gibt aber auch komplett neue Waffen, ja. Also die haben sich da wirklich, und beim Sounddesign haben sie sich auch extrem viel Mühe gegeben. Die sind da wirklich mit mehreren Leuten hin und haben die Waffensounds aufgenommen. Also das wird, also vom Sound her, das ist ja das Problem, was Call of Duty auch hatte, beziehungsweise MW1, dass dort die Schritte mit den Waffensounds teilweise nicht so richtig also dass man da nicht so die Feineinstellung vornehmen konnte, dass man die Schritte teilweise so leise hatte und die Fahrzeuge, die an denen vorbeigefahren sind, so laut waren. Und das habe ich, also das Gefühl so, dass das jetzt besser einstellbar ist. Also wisst ihr, was ich meine? Dass die Fahrzeuge kann man jetzt, sage ich mal, relativ leise einstellen und dass man dann besser die Schuss- bzw. Schrittgeräusche hört. Das ist ja wichtiger als irgendwelche Fahrzeuge, die in einem vorbeifahren. Die müsst ihr ja nicht hören, die interessieren ja gar nicht. Ja? Also das ist ja das, was so ein bisschen ein Problem war. Und allgemein der Sound. Ne? Der ist ja bei COD, sage ich mal, nicht ganz so gut wie bei Battlefield. Ja? Aber ich habe jetzt die Vermutung, dass das besser wird. Und dann gibt es ja noch Skill-Based Matchmaking, was sie komplett überarbeitet haben. Das haben sie vor uns gar nicht angesprochen. Aber ich habe das so ein bisschen auf der Homepage gelesen und auf anderen Webseiten, dass das jetzt nicht mehr ganz so ist wie vorher. Also das haben sie ein bisschen angepasst. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass es nicht so ganz so streng ist oder nicht ganz so nervig, sage ich jetzt einfach mal so kurz gesagt. Just create that sort of visual. Look, you want the game to be as appealing as possible for you. Maybe you don't want the gun to be so big to obscure the view. Maybe you're one of those players. Settings personally. Like, give me the option to tweak it how I want, right? There's a lot of settings in this game. I'm gonna get lost in that for the entire first day, probably. Once campaign hits, I'll spend about 3.5 hours messing with settings and then getting that first mission. When I see Courage on a 5 streak, that pop up at the top of the screen. It might have. Courage might be popping off. Oh, well, he just died there, so take it back. Ooh. Come on, Swag. Swag styled. Hit it. Swag. Ah! Yeah, this sub looks like it's dominant. Also, all the sounds and everything when you level up guns. Oh, yeah. Everything is there. I mean, I wish everyone could experience just this environment, though. Like, as much as we're enjoying the gameplay and stuff, how cool it's been. Because, like, a lot of these content creators, like, they're friends or they're familiar with each other. They play games online. But, like, it's not often you get them all in one place like this. It has just been a vibe. Seeing everybody going up, some meeting for the first time. Like, I know Iceman and Isaac, we have interacted so many times on social. I've never met him in person, dude. We hugged for a solid 30 seconds. It was beautiful. And it just shows like how hyped people get for Call of Duty. I was telling you, I was like, I can't believe I still get this amped for Call of Duty after over 10 years. Ja, der sagt jetzt gerade, es kommt nie so oft vor, dass die ganzen Content Creator natürlich so dicht beieinander sind und jetzt hier gegeneinander spielen. Das ist natürlich vollkommen richtig, aber hier dieser Pixelbrei, gegen den kann ich leider nichts machen. Die streamen halt nur im Full HD. Lässt sich halt nicht umstellen. Natürlich klingt das hier teilweise auch ein bisschen gestellt und die wollen natürlich auch einen Hype erzeugen, aber die können noch so viel einen Hype erzeugen, wenn es das Spiel trotzdem nicht hergibt, ja. Ich meine, der Sound ist wichtig und dann kommt es natürlich auch auf die Maps drauf an und wie das vor allem mit den Bots funktioniert, weil die sollen ja angeblich auch im Multiplayer mit dabei sein, wenn die schlecht gemacht sind, ja, oder beziehungsweise wenn der Sound nicht so gut ist,
Das ist schon ein sehr großer negativer Punkt, den ich da hier sehe. Und natürlich kommt es dann auch darauf an, wie es mit den Cheatern aussieht, ja. Ich meine, wenn die Cheater wieder am Cheaten sind, beziehungsweise ich glaube Ricochet haben die, oder wie das heißt, wenn das nicht richtig funktionieren sollte, dann haben sie ein Riesenproblem. Ich meine, Warzone 2, wenn sie da wieder so einen Erfolg haben wollen wie bei Warzone 1, dann müssen sie auch gucken, dass sie da die Cheater rausnehmen, ja. Ich meine, ohne Cheater ist natürlich jedes Spiel nochmal ein Stück besser, sage ich einfach mal so. Ja. Now long range, the SMGs haven't been ripping as well. The recoil gets insane at that sort of range. So I feel like it looks like the gun balance as well, regardless of your attachments and what configuration you end up coming with, is fairly much there. I love that because, I mean, it just feels like sometimes it turns into this one gun that can do everything. Yeah. Right? And I think everyone appreciates a little bit of variety. Like an AR feels like an AR. Literally what this game is, because you could change your gun up to whatever you want, right? So well, in a way, yeah. But like, I think to Ali's point, like, there seems to be a little more separation between your SMGs like I haven't seen the do-it-all gun just yet. No, I mean, we saw Aiden, of course, on the Mountain Dew green carpet, like, I want a broken shotgun. And I'm sure he can make it, but broken, we'll find out what that really means. Of course, as the game like develops. He wants a sawn-off that kills people across map, that makes them move real fast. I mean, hey, who knows? Gunsmith is crazy. 2.0 even crazier. Well, I mean, we'll see if he can do it. Wild. I mean, no matter how much work has gone into this, we've got the nerds in the building, and this is where... Ja, die sprechen jetzt gerade über den Waffenmeister und so weiter, dass das halt krass verändert wurde. Da bin ich auch mal gespannt. We've only scratched the surface. Oh, yeah. We've touched it for 20 minutes. Of what people are going to do with this gun. That's just not enough, is it, Miles? Not enough. No idea what these guys are going to come up with, but it's going to be crazy. I need a good sort of 2 to 3 hours to really look at Chef Tony. This is one of the most famous Italian men in the world. Makes a mean stromboli. We love him. Metal boots on the building. He's got the M4. Metal boots. He's going to run this class setup from now until the next 2 years. We're talking about it can be great to mess around with guns. Oh, Chris Crowder. Listen, I'm not sure what's going on here. Chris has been growing some sort of beard that's happening for the first time that I've seen him. He's usually very baby-faced. Now he's kind of going for some sort of supermodel type thing, or maybe like being a rapper, singer. I'm not sure. He's a handsome He really is. He really is. A tiny little bit of a user interface there. If you hold a circle, whatever your sort of crouch button is when you're on a ladder, you can fast slide down it. So that's going to get spicy in fight. Oh, he's up. He's on his feet. He's on his feet. Was? Die haben jetzt 75-74 gewonnen? Was? Also das muss natürlich schon ein knappes Duell gewesen sein. Das war natürlich, denke ich mal, schon eine Spaßrunde. People like, you saw Zenny, you saw Crowder, for those who don't know, they work on the CDL side, they're really in the midst of stuff during the season. They don't get to come to stuff like this that often and see all these content creators. I imagine they're in heaven. I've seen some of the tweets, just having a blast, meeting a lot of different people. So as far as streaks goes, we haven't seen a whole lot. Obviously, cruise missiles there, counter UAV, a classic, VTOL's going to be back. Everything. I mean, the Juggernaut is I think it's the final one, and it looks crazy. And whoever that AFK player was, get a grip. You are live at COD Next. But yeah, there's a ton of cool stuff. And I mean, we're seeing Wilson's in there as well. That's what I was going to say. I love that. We're going to have a lot of fun. Chopper Gunner's back. It's called, I think it's called Air Support now, but it's an AC-130. You know what I'm talking about, friends. There's a Chopper Gunner. Die beschreiben jetzt gerade die ganzen Killstreaks. Wir haben jetzt UAV wieder, diesen Vitrol. Dann gibt es ja noch die AC-130 oder wie das Teil heißt. Da habt ihr mehrere Projektile, die ihr abschießen könnt. Dann gibt es wieder diesen Typen mit der Maschinengun dort, mit der Gatling, genau, den haben wir ja vorhin schon ganz kurz gesehen. Also es gibt da scheinbar wieder ähnliche Killstreaks, wie man schon aus MW1 kennt, MW 2019. Aber es kann natürlich auch sein, dass es hier eine komplett neue auch gibt, weil bisher haben sie noch nicht alle gezeigt. Das muss natürlich nochmal abgewartet werden. Nick Mux. See you later, Nick. So this is the air support where you're saying. Yeah, this is it's kind of like a lightning strike. Yeah. Nice. What is that thing? The Fennec. Or it's a custom one. Wait a minute. Longer range, maybe? But that looks like the Fennec. Yeah, that's the Fennec Iron. That boy don't recoil. What? All right, Breadman's already found a winner. Yeah, Bread's got it. Oh my God! It does recoil, but it like doesn't. But he's holding that thing down though. But, yeah, he's all right. So going straight, he's on mouse, obviously recoil, long range. You can manage it more, but it doesn't seem like there's a lot. He's just putting them down. Yeah, cameraman, get in there real quick. Was ist denn das für ein Waffensauen? Das hört sich ja übelst krank an, ey. So we played this map yesterday in the 3P mode. That was a lot of fun. Museum, yeah, this is a lot of fun. We saw a top down of this on socials recently, but there we go. Yeah, give me the hands. You hear how that sounds? So satisfying. That sounds scary though. Yeah. You hear that? That better be on my team. I mean, he is one of the better aimers I've seen though. Like a lot of the tournament stuff where you're talking about mouse and keyboard players, like he is absolutely nuts with it. So not surprised to see him finding some wins in the long range battles, but I gotta see his recoil control.
So what do you guys think about all these maps so far? What's been your guys' favorite, Miles? Honestly, yeah, it doesn't look like he's pulling down a whole lot. Also was ich gesehen habe, ich finde die Bazaar-Map war ganz gut. Ich weiß nicht, die Map finde ich jetzt hier vom optischen her auch ganz gut. Aber man muss natürlich mal abwarten. Ich meine, Maps können gut aussehen, aber die kann man dennoch, sage ich mal, nicht so gut spielen. Ja, das kennt man ja auch. Ich sag mal so, die Map sieht jetzt hier ganz nett aus. Die Bazaar-Map fand ich noch ein bisschen besser. Und die zweite Map, ich weiß mir jetzt nicht, wie der Name da war, die war jetzt nicht ganz so gut, finde ich. Die war ein bisschen kleiner. Ich glaube, die ist hier etwas größer. Das muss man natürlich mal abwarten. Also die ist jetzt zum Beispiel optisch gesehen ja sehr gut, ja, aber... Yeah. It was great. It was really great. We had a lot of fun. There's a lot of cool, you know, the opening breaks and stuff. Like he's on a 15 streak, by the way. Excuse me. Yeah, he was frying. He's literally annihilating the lobby. Yeah, let's stick with him. He's on 15 in a row. Another cruise coming in. Bang! This is the Elgato replay of how this all started. Oh, he gets 2 again. Just ripping him. It's the same 2 people. No, sorry, this guy. Oh, it's a replay. Oh, is it? I was about to say. Yeah, he was on 15 in a row. I thought he got another one. I thought he wrapped his streaks. It's all good. Oh, dude, I basically just pulled a symphony, dude, when he was casting the pregame lobby. Oh, and it was I thought he earned another one. Glorious. Well, last thing I saw was 15 streak. I was fired up for my guy. So he put a. Oh, so it's M4. His just sounds crazy. I think it's the dubbing of the audio. It might be his stream, but either way, it's his stream. That boy is ripping metal. So, again, it's kind of cool to see there on the bottom side of the screen for a moment there how the perk system works. He's already at his second tier of perks. Also ich werde auf jeden Fall die Beta spielen. Ich werde jetzt auf jeden Fall vorbestellen, aber nur die kleine Version. Also meine Info, wie gesagt, an euch. Ich werde mir die kleine Version vorbestellen. Die kostet für den PC 69 €. Da könnt ihr die Beta 2 Tage länger spielen, also 4 Tage insgesamt. Und für die Konsole ist es, glaube ich, genau dasselbe. Da müsst ihr insgesamt auch 4 Tage spielen können, wenn ihr vorbestellt. Und wenn ihr jetzt nur die offene Beta nutzen wollt, da könnt ihr insgesamt dann, glaube ich, nur 2 Tage spielen. Aber es kann auch sein, wie gesagt, es gibt ja ein Wochenende für die Konsolenspieler und das zweite Wochenende ist dann für die PC-Spieler. Das weiß jetzt nicht, ob das zweite Wochenende dann auch nochmal für die Konsolenspieler ist oder ob es dann wirklich nur rein für die PC-Spieler ist. Das habe ich jetzt nicht genau herausgefunden. Auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr vorbestellt, sozusagen länger spielen, als wenn ihr jetzt nur die Open-Beta nutzt. Die geht ja, wie gesagt, dann nur 2 oder ich glaube 3 Tage. Da habt ihr ein bisschen mehr Spielzeit sozusagen, wenn ihr vorbestellt. Also ich muss natürlich schon vorbestellen, weil ich würde das schon gerne mir mal anschauen, wie das hier alles so läuft. Also mein erster Eindruck ist gut. Es kann aber dennoch trotzdem fehlen. Also für mich macht es erstmal einen sehr guten Eindruck, weil halt die große Abwechslung stattfindet, die ich mir halt wünsche bei einem Spiel. Was wir halt bei Battlefield aktuell nicht haben. Ne? Also ich meine, wir haben kein Singleplayer. Hazard Zone kannst du nicht spielen im Endeffekt, ja. Und Portal kann man vielleicht noch spielen. Da haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten. Wenn der hier Durchbruch, Conquest oder Portalmodus. Und das ist wenig. Ja? Also finde ich sehr wenig. Dann kommt ja noch Warzone 2 dabei. Also dann kommt noch DMZ dabei, das ist ja dieser Spezialmodus, also das ist deutlich besser als Battlefield, also mein erster Eindruck zumindest. Yeah, no, he just looked dialed in. I don't think he said a word. Hit it! Ah! Oh. ADS not quick enough there. 2 posted up on the bridge, just shutting him down. But so he has the pistol on, Miles. Remember we were playing with it? We turned into a fully auto sub yesterday. Yeah, I think. Wait, so. what? But yeah, so of course, Gunsmith is ridiculous. 2.0. Yeah. Die Streaming-Bereiche, das seht ihr, die haben einmal eine Kamera ganz oben, dann haben die diesen LED-Ring, dann haben die rechts einen Bildschirm, manche haben 2 Bildschirme, der ist dann geteilt. Links haben sie einen Hauptbildschirm und manche haben jetzt hier sogar schon ein Handy dabei, also hier, wo sie die Handy-Version spielen. Schon ganz interessant gemacht auf jeden Fall. Das wird also billig, wie gesagt, wird es nie sein, was sie da eingerichtet haben. Das ist schon extrem groß. Ich glaube, das ist, glaube ich, in Los Angeles, oder ist jetzt in Los Angeles. Und ich glaube, Haptic Rush heißt ja genau. Haptic Rush wurde eingeladen, aber der hat abgesagt, weil er gemeint hat, ja, die Beta ist ja viel zu dicht dran. Ich fahre dorthin zu diesem Event, kann mir dann gar nicht so richtig Amerika anschauen, beziehungsweise LA und muss dann wieder zurück und dann läuft die offene Beta und ich bin dann noch unterwegs oder was, ne? So hat er gemeint. Und ich finde, das ist genau das, was ich nicht so gut finde. Die hätten da viel mehr Abstand dazwischen haben müssen, zwischen der Beta und diesem Livestream oder jetzt das Veröffentlichen vom Multiplayer beziehungsweise von Warzone 2. Das muss natürlich einen Abstand haben. Wenn du da als Content Creator keine richtigen Abstände hast, dann hast du übelsten Stress und musst das natürlich schon vorplanen, ne? Wenn du da ein bisschen, sage ich mal, ein paar Abonnenten dazu bekommen möchtest. Ja, das ist wirklich nicht einfach. Oh yeah, they are just tearing them apart, it feels like. What's that field upgrade he has there? I can't tell from that could be the portable radar. That might, yeah.
So that little bad boy kind of gives you sort of a local sort of UAV, but the radius isn't obviously great, but hey man, in a pinch, I'll take it. Dude, look where that bullet hit. Just hit like right on the panel of the window, so the first shot didn't hit. Second one, that'll go through. I was using this yesterday. It's a powerful shot. Der spielt jetzt wohl gerade hier eine Sniper, wurde von hinten gemessert, aber jetzt wurde abgebrochen worden. Jetzt ist er down, der ist unterbrochen worden. Alright, get us out of there. Over the crowd. Here's the Fennec. You run so quick with this thing. I mean, look how different this POV seems versus like the sniper POV. Yeah. Right? Like you're moving. You're going. That. Oh, wow. Doesn't matter though. Okay, Sean J. Sean fries him. Again, this is that sort of idea of like the different, maybe not play styles, but kind of like player attributes. You know, what you're going for. You know, Crowder is obviously he's way more aggressive. You know, he might be hitting flanks soon, but the way he's kicked himself out. Mr. Disrespect war nicht dabei. Ich habe jetzt nicht so hundertprozentig nachgeschaut. Ich habe Ninja gesehen, der spielt ja eigentlich Fortnite. Courage war dabei, Swag spielt ja auch COD und dann war noch Mr. Lo, irgendwas mit Mr. Aber Mr. Disrespect war nicht dabei oder Dr. Disrespect? Was? Ich dachte, der wäre auch dabei. Das wundert mich jetzt aber auch ein bisschen, ehrlich gesagt. How to get underground. So there's a lot more angles and a lot more passageways than I think a lot of these creators are expecting, and that's why we're going to see possibly a lot more assassinations, possibly a lot more cruddy corners, and people just popping out of literally nowhere. Crowder is locked in. Ach, aktuell läuft gerade die Map Shoot House. Die ist natürlich schon ganz gut gewesen. Die habe ich noch gut in Erinnerung. Die haben sie natürlich jetzt hier komplett neu gestaltet, wenn ich das richtig erkenne. Ich habe natürlich nicht alle COD-Teile jetzt im Kopf. Aber das ist scheinbar schon so eine Map, wo ein bisschen besser sich spielen lässt auch. I mean, they're not doing a great job in-game. They've got the lead for now, but again, classic Dom. Capture the flags. UAVs and all sorts, kill streaks coming up. No one's, I don't think anyone's going too crazy with any of the kill streak choices. We did see Crim6 with a VTOL earlier. Again, classic from MW19. Yep. I wonder if we're going to see any more today. Oh, you saw that? He jumped. I can imagine. I mean, this is the chance to test everything. Run through, try different weapons. I mean, as much as I say that, we know how a lot of these people are. They're going for crazy clips. They want to drop bombs. They want to have high kill games. So some are going to find stuff they like, little combination they feel comfortable with, and they're going to send it. But Crowder, yeah, he's in the mix right now. Movement, I mean, he seems pretty comfortable so far. Just with little hop chows. Yeah, the bunny hop. Freebies. Like earlier, just hopping around. He can even hip fire this one. He's picking up a ton of kills. He's loving this class setup. He switched it up from last time. So one of the big things, I mean, before the show started, I walked around and talked to as many of the streamers as I possibly could, and I was just like, you know, you've had a tiny bit of time with the game. How you feeling about this? And almost every single one of them said, I'm really struggling not to slide everywhere. They've been so used to doing that. Get used to it. From MW19 all the way through to Warzone, when you know we're on Caldera, it's not the same. It's not the same. Diese komischen Störelemente, die wir jetzt schon die ganze Zeit in Warzone haben sie jetzt hier auch reingemacht. Ich denke mal, das haben sie wahrscheinlich in Warzone 1 getestet und haben das dann hier nämlich übernommen, wenn ich das so richtig sehe oben links. Der hat doch so ein Störbildschirm die ganze Zeit, dass er die Minimap nicht richtig sieht. Was mir übelst auf die Nüsse übrigens geht, aber naja. Yeah, if you try to slide around now, you might even be slower than just sprinting. Honestly, yeah. That's how it looks. Again, it's how you use it. The dive is a really great mechanic for escaping. The slide gets you into different positions. Obviously, I like to leave in my head, you know, the ball head. So I think the diving thing's gonna be good for me. Just like a bowling ball, you know, Miles? Just sending it through a door, sitting it through a window. Maybe diving into someone. You think I can knock somebody out that way? I wonder if there's an attachment for you. Yeah. It's like a unicorn type bayonet power. or something. Yeah, bayonet on my head. Okay, that sounds sick though. Honestly, hold on. If the devs are listening, let's think about that a little bit. A bayonet dive kill. Oh my God, I want that immediately. I'm thinking like, you know, I've got this idea of like, you know, Yondu from Guys. He's got a big fin on his head. Yes. But make that a blade. Absolutely. Isaac. Oh, quick swat again. That is his sidearm. That's his pistol. Again, the range on that bad boy isn't going to be all that crazy, but you know it's going to rip when it hits. Sniper's just so satisfying. Ach, in Battlefield, da fehlt viel, wenn das mal so wisst, sind das erstens mal viel zu wenig Waffen. Und dann, ja, die Waffenstats, da fehlt auch noch mal ein bisschen sowas an der Beschreibung her. Das ist auch richtig, ja. Da bin ich auch der Meinung, da könnten sie eigentlich auch mal ein bisschen mehr reinschreiben. Bei Battlefield, das sehe ich genauso. Schauen wir mal, wie lange es spielbar sein wird, bevor die Lobbys so steady werden. Ja, das ist, wie gesagt, also Skill-Based Matchmaking gibt's ja. Die haben sich komischerweise dazu nicht geäußert, ja. Also da war gar nichts da. Also wenn ich jetzt nichts übersehen hatte, die haben sich nichts dazu geäußert. Also das gibt's natürlich.
aber das soll ein bisschen, sage ich mal, angepasster sein als gegenüber von 2019. Nicht ganz so streng, oder besser gesagt, das ist dann so, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein schwächerer Spieler seid, habt ihr dann auch mehr Bots in der Lobby beim Multiplayer. Ihr spielt dann sozusagen gegen Bots statt gegen echte Menschen, die dann nicht so gut spielen. So habe ich das verstanden. Und das ist natürlich auch eine Sache. Da muss man mal abwarten, ob das so einen Spaß macht, ob das wirklich so einen Spaß macht. Ne? Also. So much in Modern Warfare 2. Schaut mal, was ich hier sehe. Ihr seht einmal die Friendlist, dann könnt ihr ja sogar Weeklies bzw. Dailies machen. Also die haben auch wieder wöchentliche Aufgaben dabei. Das habe ich ganz kurz gesehen und die Benutzeroberfläche ist deutlich besser gestaltet, wo er dann halt die Auflösung einstellt und so weiter und Voice und sowas. What did you think? Oh, it's incredible. The game feels super smooth. The gunplay is awesome. I like the time to kill, and the maps are dope. A lot of close quarter gunfights, and you know, I've been having a blast, man. The chat's loving it as well. They're loving it. So there's so much to talk about, you know, new modes, new maps, changes to the gunsmith, but what really stands out to you? Like, what are you excited about? I'm really excited just to get the competition going. I mean, I'm excited for the CDO, and I heard them talking about ranked play, so, you know, I'm really excited for that. And Warzone 2 looked incredible as well. I was talking to Repulse. We're going to be the Warzone duo this year, so I'll be bouncing around between the both. But I'm just excited for something new, you know, a new game. And it's been a lot of fun to play, and there's so many amazing creators here. And just thank you to everybody, and thank you to Call of Duty for the opportunity to be here. It's awesome. And then, you know, real quick, with Modern Warfare 2 on the horizon, what does the year ahead look like for you? Man, just a lot of shows, man, a lot of flanks, a lot of streams. I mean, the content's gonna be pushing all year, so excited, man. Zoom Mafia's gonna take over, and we're gonna have some fun, man. We're gonna have some fun. All right, well, thank you so much. That is all from me for now. I believe I'm handing it off to my dear friend Lottie. Also ich finde es bisher wirklich gut gemacht. Also das Publikum, was sie jetzt hier eingeladen haben, beziehungsweise die Streamer und dann die ganzen, so wie sie das aufgebaut haben, dann jetzt hier die Kommentatoren. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. So was haben wir letztens in Battlefield 1 gehabt, glaube ich. Beim Reveal-Stream, das ist jetzt schon Jahre her, sowas wünsche ich mir eigentlich auch mal wieder im Battlefield. Aber dann ist ja die C-Krise dazwischen gekommen und dann ist ja Battlefield so abgekackt. Also so einen geilen Stream wünsche ich mir mal wieder für ein neues Battlefield, dass die einfach mal so wieder einen Livestream haben, wo sie Leute einladen und auch mal so eine Show machen, ja. So eine Show ist doch einfach geil. Sowas ist einmalig oder sowas hast du ja nicht ständig, ja. Also. Giving you the chance to win the ultimate Modern Warfare 2 supply drop. Keep an eye out during the broadcast for the Jack Link Sasquatch to appear on screen. If you see it, grab your phone and scan the QR code, following the prompts to qualify for entry. Tune in to Call of Duty next. Squad up with Sasquatch and level up for the ultimate viewing experience, courtesy of Jack Links. Terms and conditions apply. All right, folks, so keep your eyes peeled to spot the Sasquatch on the screen throughout the show. Scan that QR Ihr habt gerade gehört, wenn ihr diesen Affen seht und euer Handy rausholt und diesen Code dann scannt, dann bekommt ihr irgendwas. Ich habe jetzt gar nicht so genau aufgepasst, was das ist. Auf jeden Fall läuft das scheinbar jetzt noch ein bisschen weiter, der Stream. Und wenn der Affe auftaucht, dann das Handy nehmen und diesen QR-Code abscannen und dann kriegt ihr irgendwas. A bit nerdy, to be honest. You know, we're going to look at a bit of gameplay. I am so excited to talk about it, but Maven, I've got to ask you, what do you want to dive into first? We have the two guys that are going to answer our questions. Well, first off, by the way, you guys killed it in the opening of the show. Thank you. Know, it started real smooth. I'm sure nerves were going a little bit, but it was awesome to see. But I know we're going to have gameplay that's going to be popping up. We're going to chat through stuff, but I think one thing I kind of want to chat through is just there's been a lot of significant changes. You guys are always looking to how to kind of tweak the wheel a little bit. Can we chat through kind of the perk change and where your head was at with regards to that? Because it's a big change. It's interesting. Yeah, you know, perks haven't really been touched for a long time in the series. And I guess by nature, they're passive. And so most of the time we found people just, you know, find the three that they like, and that's it. They kind of forget about the I said that earlier. That's me. Yeah. Like, I find a few I like, and like that's my class. There we go. We just wanted to come up with a system that was Ja, die wollen jetzt hier nochmal ein bisschen was über die Perks sagen, dass sie die doch ein bisschen angepasst haben und nicht ständig die gleichen jetzt verwenden wie bei den vorhergehenden CODs, so wie ich das verstanden habe jetzt. Third, and then you pick a fourth, and they're rewarded as you play. You really like how they proc at the end. Yeah. I mean, an announcer comes up, tells you what perk you got, and it kind of re-engages you with what's available, right? And they're earned through time and score, so eventually you'll get them, and you're not gonna. It doesn't reset on death. It allowed us to kind of like
create a couple more powerful perks and put them at the end because you're not going to have them the whole match. And there's some interesting depth there where you can say, okay, UAVs are really powerful early match. Like there's different things you can do where you're kind of like, if you're one of those players who really wants to noodle, you're like, okay, I know these aren't in play yet. Was ich jetzt auch sehr gut finde bei diesem einen Modus, wo man die Geißel rettet, könnt ihr eure eigenen Teamkollegen wieder reviven. Das fehlt so ein bisschen, finde ich, bei COD und das geht jetzt hier gerade. Das finde ich zum Beispiel auch sehr gut. I dig that, just like the progression over the course of one single map, I think is very cool. Yeah, it just feels good. It feels good. It feels good to be reminded what you have. Yeah, no, 100%. Oh, and I guess we didn't touch on actually. Ja, dieser Battlefield-Modus, was du gerade schreibst, das wäre jetzt Ground War auf Englisch oder Bodenkrieg auf Deutsch. Den soll es angeblich wieder geben, aber der wurde jetzt ein bisschen modifiziert und den haben wir bisher noch nicht gesehen und den gibt es auch nicht in der Beta. Da müssen wir natürlich mal abwarten, wie der sich konkret entwickelt hat, beziehungsweise was sie da jetzt verändert haben. Die haben jetzt gerade ein bisschen die Perks angesprochen, dass man die jetzt ein bisschen verändert hatte, dass man im ersten Slot 2 Perks auswählt, im zweiten einen und im letzten wieder einen. Und die ersten beiden Perks, also der erste Slot, tut sich so ein bisschen wie wie ihr halt spielt. Ob ihr als aggressiv spielt oder defensiv. Und danach könnt ihr im Prinzip die Perks im ersten Slot auswählen und danach die restlichen halt. Und wie gesagt, hier spielen die jetzt gerade Geiselrettung, wo du auch Teamkollegen wieder beleben kannst, wenn die down sind. Und die Geisel muss hier zu einem gewissen Extraktionspunkt gebracht werden, wie ihr gerade seht. Und dann ist die halt hier gesichert. So people in the beta should really try out those default loadouts because we put a lot of time into how those play. Well, I'm curious in like playtesting, did you see like I'm sure everyone has a way they view themselves as a player, like maybe you want to start as more of like a sentinel type. Did you see like as people got more comfortable with the game, like an evolution towards maybe a faster pace, or what did you notice when playtesting these different types of things? Yeah, I mean, I think overall most of our players are rushers. Yeah, but, you're not wrong. Depends on the circles you run, but you know, there are these other players, and we wanted to just make sure that we're supporting all of them. Die sagen jetzt hier nochmal, die meisten Spieler sind zwar Rusher oder die aggressiv spielen oder offensiv, aber es gibt natürlich auch Spieler, die jetzt neu zu COD kommen, beziehungsweise nicht ganz so offensiv spielen. Die wollen jetzt hier mit diesem neuen Perk-System, denke ich mal, alle Spieler da abdecken, dass die jetzt, sage ich mal, sich mit COD wohlfühlen in dem Sinne. Ja, das beschreibt er jetzt hier gerade im Endeffekt, ja. But we also want to talk about the pacing, the movement, what it looks like, how it feels to be in game. And when I got a chance to get on the sticks yesterday, something I noticed is it is a little bit slower paced, right? We're going to be sprinting round, not sliding round. And I think another thing I want to talk about is the dolphin dives. I've been diving down escalators, getting prone, looking at hard points, trying to figure out, can I see bomb site B or A? Like, it's pretty incredible with the movement and how it feels. What was it like making that? What were the decisions behind that pushing forward? Because the feel of the game is huge. Ja, ich bin auch der Meinung, wenn es wie 2019 wird, wie MW 2019 oder noch ein Stück besser, also da kann man sich schon freuen, sage ich mal, oder zufrieden sein damit. Ja, also ich meine, wenn sie das wieder schaffen sollten, das ist auch nicht so einfach. Ich finde, MW 2019, da hat man auch richtig Bock gehabt, die Waffen frei zu leveln. Das war bei Vanguard zum Beispiel nicht mehr so. Oder bei Battlefield ist es, da geht's, also da kann man schon, also da hat man auch Bock, aber bei Vanguard, wie gesagt, da hast du gar keine Lust mehr gehabt, die Waffen frei zu leveln, also die Attachments und so weiter. Und bei MW 2019, da hast du irgendwie schon Bock gehabt, die Waffen frei zu leveln, neue Nahkampfwaffen oder meinetwegen auch dein Hauptlevel ein bisschen zu pushen und so weiter und den Battle Pass frei zu spielen. Ja, also wenn sie das wieder hinbekommen sollten und die Cheater, sage ich mal, außen vor bleiben, dass das Cheat-System gut wirkt und vor allen Dingen, dass keine Lags sind, ja, also dass die Server stabil laufen, das könnte ja auch noch ein Problem sein. Dann wäre das schon mal vom Vorteil und man muss natürlich mal schauen, wie das Skill-Based Matchmaking wird, ob das wieder sehr streng ist, beziehungsweise ob das dann mit den Bots, die sie jetzt dann ins Spiel mit reinbringen wollen, für die Spieler, die etwas schwächer sind, ob das wirklich so gut ist, ja, ob das ankommt, ne? Ledge hang, where did that come from? What was the idea behind it? Why is it so special to have it in the game? To be honest, it came out of face planting too many times, parachuting just missing that ledge, and you're like, nope, that's frustrating. Let's fix that. Well, we've all been there. Like, whether you've been playing Warzone, like you're trying to like hop and grab it, and you just like, it's like you want to hit the button to like activate the pull-up, but then you hit your shoot and you're like falling down. It can be so frustrating. Yeah. So I mean, really, that's where it came from. But yeah, it was also the high mantle too, right? Like.
Also ihr habt das gerade gesehen, so um die Waffen, um die Ecke schauen und so die Waffe halb auflehnen. Das funktioniert scheinbar auch. Das ist wohl so um die Ecke so schauen, irgendwie sowas in der Art. Mich würde mal interessieren, ob das Waffenauflehnen auch funktioniert oder ob nur dieses Pieken, sage ich mal, um die Ecke pieken funktioniert. Das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen. Und hier seht ihr gerade, könnt ihr die toten Teammitglieder reviven. Das ist wohl immer noch dieses Rescue oder so. Ne, ich glaube, das ist was anderes sogar. It just adds that extra layer of like I can be a little bit smarter about how I move through the space. That's a good note that you know, we make all of the equipment, all of the movement, and all of these things for scalability, and we have to kind of check ourselves that everything we put here is going to show up in Warzone. Well, now you've got this like metaverse of like there's so much. It's a big kind of, like I was saying earlier, right? It's like not hard, man. I'm sure. It's like, how do you add different things in and make sure it all stays in check and not. Das war jetzt schon der zweite Modus, wo man die eigenen Teamkameraden, die Downs wiederbeleben kann. Das ist sehr gut. Das geht nämlich ohne jeden. Es gibt hier scheinbar 2 Modis, die das auf jeden Fall schon mal drin haben. Knockout heißt der andere war Geiselrettung. Ja, Vanguard hat überhaupt gar keine Seele drin gehabt. Das ist wirklich einfach nur dahin gerotzt. Und ich bin auch froh, dass ich da gar nicht weiter so viel Zeit investiert habe. And the ability to, I mean, think about, I don't know, 10 years ago, what you were able to do with just like interacting with the map and what it's come to now. I mean, it's insane how much it's changed. We had to argue to get sprinting into, I think it was COD 4. I'm sure. We didn't have that, and so like just the evolution of where. Yeah, it's come a long ways. I played the very first one, so yeah. Yeah, it's been pretty special, and something else that's a bit special as well is the fact that we have all these content creators behind us. We have an Elgato replay for you guys. It's actually Myth here on Prison Rescue. Just gonna check this one out and see exactly what went down here. And Prison Rescue is gonna be a really exciting one, of course, because you have to get that objective done. You need to go rescue the prisoner, and carrying them out is gonna be huge because that icon does disappear. You know, how did it work with this prisoner being able to. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der Beta genauso diese Geiselrettung bekommen werden und diesen Modus, den wir gerade davor gesehen haben. Also dieselben Modis wahrscheinlich. Die werden wahrscheinlich dann dasselbe jetzt schon spielen. Im Prinzip die Beta, die wir dann erst später bekommen. So it was actually kind of a hard mode to make, and we went through all these different iterations, and we had these problems where we're like, hey, the modes around rescuing these prisoners, but people, they weren't able to, right? We're like, hey, do this heroic thing, and rounds just kept ending in elimination because it was so hard. And that's why we added the radar sweep that you get when you get the prisoner, and that's why we took the icon away when you pick the prisoner up. Because we were going through, and we tried with 1 prisoner, we tried with 2 right next to each other, we tried all these different iterations, and it took a while before everything kind of clicked. And often when you're making game modes, you don't really know. Like some of them pretty quickly, you're like, oh, there it is. Yeah. But this one took a lot of work, a lot of finessing. And then we finally got it to where there is this balance and we're seeing more hero moments. And that replay habe ich nicht gehört. Metaverse, meinst du das von Facebook oder was meint der jetzt da? Ich habe das gerade gehört. And take it all the way to extract and have that run, and that's what we wanted, that hero run. Yeah. I'm just thinking about like how crazy it's gotten. Like I don't envy you guys at all. I mean, I do. You have great jobs, but like the fact that you have to think about like everything within this sandbox, like from when you're trying to make a new mode, like how is some new movement or anything going to affect Warzone? How's it going to affect ground war? Basically, like, I think at every game you have that moment at the end of the previous one. You're like, okay, how do we squeeze more blood from this stone? Yeah, right. And it's like, but then you start iterating and trying different things, and you do kind of like, all of a sudden it's ballooned, and you're like, oh no, we have to cut stuff. We have too much. Yeah, I mean, Jeff, Joe, this is a pretty hard question, but just to kind of wrap things up here, you know, I think when you talk about Call of Duty, when you listen to feedback from players and different generations, they always talk about that nostalgic feeling that they get when they get on the game. What is it about Modern Warfare 2 this time around? Hier bekomme ich diese Yeti, ist jetzt gerade hier unten. Ihr müsst jetzt euer Handy nehmen und das abscannen. Da kriegt ihr irgendwas von diesen Jack links oder wie das heißen soll. Modern Warfare 2, excuse me, was my game, and this is why I want to play it year in, year out. Yeah, you know, nostalgia is a weird thing, and I know from working on past games and people speaking so highly of these different things, and it's kind of where you're at in your world and your friends and things like that. And so for us, we can't really control that, but we try to lay out kind of, I don't know, for the lack of a better term, like you're kind of laying out a nice meal, and you're hoping that everyone enjoys it. And from all the systemic play with all of our equipment and all these different interactive systems, we're just hoping that fans find new and crazy ways to play the game. I don't know. What about you? You just want it to be fun. I mean, at the end of the day, right? Yeah. Because nostalgia, you got to probably tune some of it out. Like some stuff, that's tough. You don't know what's going to become nostalgic, right? You don't know. And I think one of our strengths, though, is
that I run into people all the Ich sehe gerade, G-God ist gar nicht dabei. Exklusiv Ace sehe ich. Dann Courage, den kennt man ja auch so ein bisschen vom Sehen her. Aber wo ist denn G-God? Ist doch gar nicht dabei. Oder ist das Mint-God? Wenn der nicht eingeladen wird, dann hätte ich ja mal eine Frage dazu. Der macht ja extrem viele COD-Videos. Right? And so I think that's an advantage that we have, that people can find their place, the thing they love, bring their friends in, and then years to come, they're like, I remember that. That was awesome. Yeah, a bunch of different experiences for sure. And I got to say, the fact that we haven't even really scratched the surface yet, you know, we're here at the reveal, we're seeing it for the first time. There's so many questions that we have as well. I want to know what some of the challenges have been for you guys to develop this game, to really get it to the point that it is now, where you are comfortable to show it to the world and reveal it. You know, what some of the hardships been along the way in this ride? You know, I think the big kind of elephant in the room is just, you know, a lot of this was made from people's homes, you know. You're looking at people's art and work that, you know, people in their home spaces is their living room. Wild. I work out of a shed in my backyard. Like, there's people in their mom's basement. I bet it's a cool shed, though. Not really. But, you know, but the fact that we can get this done. Sag mal, habe ich was übersehen? You know, millions Ah ne, ich wollte gerade sagen, sag mal, gibt es gar keine Spielerkarten mehr? Aber doch, jetzt war gerade Ende zu sehen, ganz unten. Aber die sehen irgendwie so klein aus. Ihr müsst mal unten drauf achten, wenn ihr abgeschossen werdet oder wenn die jetzt hier jemanden abschießen. Da sieht man die Spielerkarten ganz unten, aber relativ klein bloß, finde ich. Ich dachte erst, wo sind denn die Spielerkarten? Das kann doch gar nicht sein. Yeah, I think it's I think it's a great segue to, like, we have a really talented team, and we're up here representing that team, whether it's the multiplayer team, the engineering team, the animation team, the art team, and they're all specialists in what they do. The fidelity on our view model animations, the guns, everything, the art and the maps, the design. Our geo designers, they make these 66 Das Emblem ist jetzt ganz anders. Das Emblem ist jetzt mit auf der Playercard drauf. Habt ihr gerade gesehen? Das ist ja ganz links. Wenn die Playercard unten kommt, wenn er down geht. Und es ist so ein bisschen gedreht jetzt. Müsst ihr mal drauf achten, wenn jemand down geht. Also die haben schon ein bisschen die Optik auf jeden Fall verändert. Everyone's in the office, and like everyone was kind of like away. Like I almost feel like maybe that would lead to some interesting ideas. Like when everyone's maybe not in a room, and like maybe one idea kind of takes precedent, like everyone's just kind of isolated a little bit more. I just wonder if there's any like creative advantages there. Yeah, I think a lot of people were worried that kind of like productivity would go down by living at home, but we just found that everyone was so passionate about, you know, making this game that they could either play a game or their PCs sitting there and they could make the game better. And they're, you know, consistently working way too much. And we're like, hey, calm down. We're good. Let's get, you know. So I think that is a little bit of the fun part. What I heard in some cases, like productivity actually like went up, which people didn't expect, and like now people are downscaling offices. So I was kind of curious if you just had like a lot of, I don't know, superstars kind of show up and pump out some really amazing stuff. Yeah, it's tricky because, you know, we've just now been coming back in and getting kind of that kind of community in the office, and that has been a great way of kind of solidifying the game and getting people back in and feeling you don't get the big hoots and hollers when you're at home, right? So we get people in the office, we get them in the big pit, and we're all playing. And Gold like, star. Yeah, you get that feedback loop of like, I made good stuff, and someone's happy. Look, drawing back the curtain a little bit, because when I think of how to handle a brand new game, a brand new title, bringing all these exciting factors to it, I'm thinking of like bare bones. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Der ist gerade rausgetappt. Da konnte man die Killstreaks sehen. Dann die Modis und was verfügbar ist. Also das war jetzt gerade ein interessanter Punkt sogar. Das ist jetzt hier Battlefield Mobile, sage ich schon. COD Mobile, ist das jetzt hier sogar, was Sie hier einblenden? I mean, one aspect we used was we tried to kind of break everything down as simply as possible, and that really is just like a one-on-one interaction. You know, like if you imagine how many times a one-on-one interaction happens in multiplayer or in single player, and like what does that look like? You know, they could just shoot each other, but you know, it's what is in your loadout, what's in my loadout. It's almost like it's like a card game where I use my flash and you use your smoke, and and so like we really worked on how many permutations and how that can play out. And so we figured if we can get that to come and play out in a lot of different ways, we can make a really deeply replayable game, which should, you know, make everyone really happy at the end of the day. Nah, it seems like everyone's having a blast so far. I mean, this in general.
it's got to be pretty special to see just this many content creators. Ja, der hat jetzt auch gerade gesagt, die möchten natürlich jeden mit dem Spiel happy machen, ja. Ob das so gelingt, ist die Frage. Und vor allem, ob sie nicht irgendwie jetzt so Camper noch belohnen. Das wäre natürlich fragwürdig. Und dann ist halt die Frage, wie gesagt, dass man die Blueprints im Shop kaufen kann und dass man darüber dann alle Attachments von der Waffe freischalten kann, schon mit einmal, ohne dass man das freispielen muss. Das ist halt schon auch eine Frage. Aber ich meine, das ist jetzt im Endeffekt kein richtiges Pay-to-Win, wenn man das mal so will. Jemand hat vorhin schon geschrieben, das wäre jetzt Pay-to-Win. Ja, ich würde jetzt nie unbedingt sagen, dass es Pay-to-Win ist, wenn man die Waffe schon mal schneller freispielen kann als andere, aber None other than Matt Lewis. I've been so excited to bring you into this stage. He is the Vice President of Product Management for mobile. Thank you so much. I am super excited to be here today. We just have some awesome gameplay. We have some cool new surprises for you. So I'm just really looking forward to sharing this moment with you and with just the entire Call of Duty community. I'm so excited. I'm just ready to get into action. And obviously things are just heating up over here. And it really is impressive what you've been able to pull off here. And watching someone play, it looks great. It feels great. It's as if it's running off a console, to be honest. It's true. How did you guys make this from the ground up? Yeah, it's a great question. So one of our game pillars was what we call relentlessly Warzone. I like to think of it this way. There are a set of emotions and an overall gameplay quality, something that's felt when you play Warzone. And for us, you know, that's something, it's a product of these proprietary combat and movement systems, the Verdansk map, tons of vehicles, and some unique Warzone mechanics. Things like the Gulag and in-game ich weiß gar nicht, schreibt der jetzt hier Mobile wieder oder war das jetzt auf Multiplayer bezogen? Auf jeden Fall steht da gerade hier Warzone Mobile. Das sieht schon auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig aus und vor allem ist es wieder die alte Verdansk gerade drin. Das finde ich zum Beispiel ein bisschen interessant, aber ansonsten ist es natürlich eine Frage, ob man das unbedingt spielen muss, sage ich mal. So for us, being on the same technology, it means we don't have to tinker nearly as much. It's just an incredible advantage for us. So how was the team able to do it and just really pull off everything that you've had here so far? With tons of coffee. No wonder why we don't have any more coffee here backstage. Yeah, exactly. That's the truth. All the coffee in the world is how we were able to do it. No, you know, one of the things that I just love about this project, it's a really great mix of talent and experience. And for us, that concoction was what allowed us to have this kind of great end product. So for us, you know, there are 4 major studios who are working on Warzone Mobile. Activision Shanghai, Beanox, Digital Legends, and Solid State Studios. So our philosophy, it's been to mix together. Ja, der beschreibt jetzt gerade, dass an Warzone Mobile mehrere Studios dran arbeiten und beschreibt jetzt gerade diese Entwicklungsprozesse bzw. wie das Ganze so abläuft. Adrenaline pumping Warzone, but something that is ultimately in this made for mobile, amazing, super polished mobile experience. It's been so much fun watching all of these streamers today, and this game looks like a really great time. What is the best way for our viewers at home to guarantee they will be the first to drop in and play Call of Duty Warzone Mobile? It's a great question. It's a great question. So for us, pre-registration is going to start today. We'll have a little bit more on that later. We're super excited. And if you're on Google Play, if you log on to the Google Play Store right now, you'll be able to start to pre-register. If you're on other platforms, please keep an eye out. Die haben jetzt gerade gesagt, dass man beim Google Play Store sich schon vorregistrieren kann. Aber das geht dann wahrscheinlich erst später los. Mobile soll ja angeblich dann nächstes Jahr sogar schon kommen. Also Warzone Mobile. COD ist ja schon da, also COD Mobile gibt es ja schon, aber Warzone Mobile gibt es halt noch nicht und das soll dann erst im nächsten Jahr erscheinen. Aber man kann sich halt schon vorregistrieren auf diesen halt Play Store halt oder auch bei, es gibt ja auch einen Apple Store, glaube ich, ja, gibt es auch noch. Warzone Mobile, and honestly it's been such an amazing great time here, but obviously before we do end all of these, we're gonna try to see what kind of fun all these streamers are bringing it up over here, because we are taking up on the screen right now. I mean, this ends with us just trying to introduce the game, but obviously every one of us, we want to see the gameplay. We want to see everything that's happening here, and obviously I am with the best person to talk about everything that is happening here on your screen right now. Oh man. So when I'm looking at this gameplay right now, for me, one of the things I love about Warzone
is that vehicle play. The vehicle play, the movement, and the combat systems all tied together. I'm a thumb player. I can't do the claw myself, so when I see Ihr seht gerade, der spielt gerade die mobile Version und hat bei dem Daumen hat er sowas drauf. Ich weiß nicht, ob das einen besseren Grip dann gibt oder so, und wenn du schweißige Hände hast, dass es dann vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Auf jeden Fall sieht das sehr anstrengend aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese mobile Version, sage ich mal, 2 bis 3 Stunden am Stück spielt. Das geht erstens mal auf die Batterie und zweitens mal, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so mehrere Stunden spielt wie am PC oder auf der Konsole. Da wirst du wahrscheinlich eher, sage ich mal, dann eine Pause machen müssen, weil es zu anstrengend irgendwo ist. Played the game yesterday. It feels amazing. 100%. I think you nailed it. I think the team is really, really, really happy with where we are. If we think of the development process, we typically think about 4 stages, and we're in the 2nd stage right now, where we're live to some amount of people in our alpha, and we're going to be entering a beta shortly. So for people who are interested in getting their hands on the game, the best way to do that, to pre-register now, follow all of the channels on social. There'll be some great updates there. And we just have loads of improvements, loads of surprises too. We just have some super cool stuff coming in. New features, maybe some new gameplay. Gunsmith is looking absolutely incredible. I think players who are familiar with it, they're just not going to believe what we have coming out with soon. And as you can see over here, we definitely have streamers that you're very aware of already just logging in, checking out Warzone Mobile. And it looks and feels amazing, as you can see on your top left screen. We were talking about this beforehand, right? One of the POIs that we really love to talk about is Boneyard, because for me, in my experience in Boneyard, it's great. It has so many chests. You definitely can get a lot of money, but the moment that you drop in, you already know there's a bounty on your head, most likely. Me too. Boneyard for me is ja, ich denke auch, das wird wahrscheinlich für Schweiß sein, dass du oder besseren Grip hast. Weil wenn du die ganze Zeit mit einem Daumen da auf dem Handybildschirm rumeierst, das wird wahrscheinlich dann mit der Zeit doch ein bisschen zur Schweißbildung anregen, sage ich jetzt mal einfach so. I tend to like to hide out myself in some of those little airplane shells, wait for unsuspecting people to come in, and you know, sometimes. Ich finde das sehr lustig, dass die, wie gesagt, die alte Verdansk-Map, die Mobile-Version jetzt hier integrieren wollen, beziehungsweise das komplett umsetzen. Ist natürlich mal interessant, dass man das auch mal sieht, wie sie das gestalten. Die werden natürlich die ganzen 3D-Objekte etwas runterrendern müssen, dass es von der Grafikleistung nicht so anspruchsvoll ist. Aber dennoch, da kann man halt dann immer noch mal die alte Map spielen. Ich meine, die war ja schon sehr beliebt. I know people were talking earlier like, oh my God, Superstore, Superstore, Superstore. Oh yeah, speaking of Superstore, I mean, I like dropping in there because I feel like I'm going on a shopping spree, grocery shopping, all the weapons that you need on the ground, they're over there. You know, but the thing is, it's in the center of everything. You're in the middle of everything. So if you want to go and just go away into safety, you're going to have such a hard time because you're worrying about people up top. Airport is right there. Boneyard is right there as well. So I feel like for me, like since we're seeing Boneyard right now, it's kind of like a safe little spot because it's right off to the side, but you still get really good loot as well. Totally, well said. And for me, one of the things I love about Verdansk as a player is there are these mix of different ranges. You have really close. Warte mal, ich kann jetzt mal wegen der oben Beta schauen, Leute, weil das ständig jetzt gefragt wurde. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Webseite, da mach ich mal ein Bildschirm kleiner. Die zeigen ja gerade nur diese mobile Zeugs. Moment, Leute, ich gucke noch mal ganz kurz. Wo stand das mit der oben Beta? Wo war denn das nochmal? Ich habe jetzt, glaube ich, nur den Browser, kann ich nur abfilmen, deswegen kann ich jetzt gerade nicht. Ach, hier steht's. Guck mal, Leute, hier steht's nochmal. Hier die Open Beta beginnt vom 16. bis zum 17. Das sind nur die Vorbesteller für die PlayStation. Und dann geht's weiter mit vom 18. bis zum 20. Dann können alle auf der PlayStation spielen, die jetzt auch nicht vorbestellt haben. Und am zweiten Wochenende vom 22. bis zum 23. da kommen die Vorbesteller, also von der Xbox und vom PC. Und vom 24. bis zum 26. können dann alle auf PC bzw. Xbox spielen, die auch nicht vorbestellt haben. Ja, also ihr seht das ja nochmal. Und da gibt es ja auch, wartet mal, wir müssen da irgendwo, waren doch glaube ich auch die Belohnungen gesehen. Waren die nicht hier mit dabei? Wartet mal, nee, die stehen hier nicht dabei. Auf jeden Fall kriegst du auch Belohnungen, wenn du die Beta spielst. Das sind, ja, hier stehen die nicht dabei. Wartet mal, das war glaube ich auf einem anderen. Das war irgendwo auf einer anderen Seite. Moment, hier steht das, genau. Hier steht das da. Hier steht das. Ich hoffe, das kann man im Stream einigermaßen sehen. Hier sehen die Belohnungen. Ich weiß gar nicht, das kann man leider jetzt nicht größer machen, weil das auf der Webseite so ein bisschen kleiner ist. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen.
Und zwar seht ihr jetzt hier links die Seite von der ersten Woche, die Belohnung, und auf der rechten Seite von der zweiten. Und wenn die zweite Woche angebrochen ist, könnt ihr alle Belohnungen freispielen, auch von der linken Seite. Das beginnt halt nur auf der linken Seite, weil die PlayStation-Spieler wieder, sage ich mal, einen Vorabzugang bekommen. Und da könnt ihr, wie gesagt, bis Stufe 30 dann in der Beta freispielen. Ja? Und die Stufe, wie gesagt, wird ja resettet. Aber die Belohnung, die ihr jetzt hier freigespielt habt, bekommt ihr dann beim Release auf jeden Fall direkt gut geschrieben, beziehungsweise halt freigeschalten, ja. Ihr seht schon, das sind zwei Waffenskins dabei, ein Fahrzeug. Ich kann das leider jetzt nicht größer machen, weil das nur auf den, wie heißt das, auf dem Browser fixiert ist jetzt. Ich kann das Bild deswegen jetzt nicht größer machen, leider. Ja, ist nicht schlecht. Also die Beta würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, daran teilzunehmen, dass ihr da euch nochmal eine gute Meinung bilden könnt. Weil du kannst zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig sagen, ob das was wird oder nicht, ja. Ich meine, wer jetzt überzeugt ist, kann klar vorbestellen, kann dann ein bisschen länger die Beta spielen. Oder ihr spielt halt, wie gesagt, die öffentliche Beta, da habt ihr dann die Möglichkeit dazu. Wie gesagt, sind ja zwei Tage da. To kind of just talking to the guys later on after this gameplay, right? I feel like they have a lot to say. Me too, super curious. Die Open Beta wird mit Sicherheit, sage ich mal, einen Tag vorher zum Downloaden schon sein oder 2 Tage. Also da müsst ihr natürlich dann schon mal ein bisschen gucken bei der PlayStation. Und beim PC ist es ja Battle.net-Account, den du da hast. Und da guckst du halt mal vorher nach und wählst dort das Spiel aus. Und da musst du dann halt wahrscheinlich Beta auswählen und dann kannst du es downloaden. There's a really nice element of strategic choice, and it's ones that we know players in Warzone 1.0 on console and PC, they just absolutely loved. And, ich weiß gar nicht, ab der zweiten Woche können wahrscheinlich auch wieder die Konsolenspieler dran teilnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es sind im Prinzip 2 Wochenenden, wo das stattfindet. In der ersten Woche können die Konsolenspieler exklusiv noch spielen und in der zweiten Woche sind auch wieder die Konsolenspieler mit dabei und die PC-Spieler und die Xbox-Spieler. Also das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also ich weiß nicht, warum die immer noch für die PlayStation so einen Exklusivvertrag da haben, aber das ist bei COD halt so. Das ist bei Battlefield, gibt es das ja nicht eigentlich. Ich glaube, Leute, wir kommen zum Ende. Ich habe jetzt hier nichts mehr, wo ich denke, was bringt. Die zeigen jetzt nur noch die mobile Version. Die sollen uns mal lieber nochmal was vom Multiplayer zeigen, statt diese mobile Version. Die geht mir ja schon letztes Jahr auf die Nüsse. On the other end of the spectrum, we could do an exact port, something that felt exactly the same, had, you know, same experience, same economy, same everything else. What we decided in the end was, you know, there are different principles that we want to achieve. We want to make sure ihr seht, bei der mobilen Version habt ihr auch wieder diese Panzerplatten sind auch dabei. Das seht ihr schon, da könnt ihr bis zu 5 ausrüsten. Dann habt ihr hier sogar die Blendgranaten dabei, Sticky-Granaten, das ist wirklich alles dabei. Das Handling ist halt noch komplett anders auf der mobilen Version, wie ihr schon seht. Schon ein bisschen, sage ich mal, langsamer auf jeden Fall. Ja, die haben wieder Exklusivverträge mit der PlayStation. Ich habe keine Ahnung warum, aber das ist hier bei COD auf jeden Fall so. Ich glaube, Microsoft hat ja jetzt COD übernommen, dieses Franchise im Endeffekt. Wahrscheinlich werden sie das dann auch brechen, dass dann wahrscheinlich Microsoft den Vorrang bekommt für der Xbox und vom PC, ich weiß nicht. Das müsste dann aber erst beim nächsten COD, glaube ich, so sein. Denn Microsoft hat auch das aufgekauft und dann gibt es wahrscheinlich keine Sonderrechte mehr für die PlayStation. Aber das ist so eine Vermutung, wo man noch nicht genau weiß, ob das wirklich so kommt. Das war nur mal in den Medien jetzt schon mal angesprochen worden. Keine Ahnung, wie gesagt, Sony hat da die Exklusivrechte sich bisher noch gesichert, aber das wird wahrscheinlich dann in den nächsten Jahren nicht mehr so sein. Wird wahrscheinlich dann für die Xbox exklusiv werden oder PC-Halter. How was it like trying to transform into the movement coming in from Warzone, going in here to Warzone Mobile? Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt soweit den Stream beendet, beziehungsweise jetzt kommt noch Mobile. Jetzt glaube ich, ist auch vorbei soweit. Ich glaube, die meisten Content Creator können jetzt übrigens schon hochladen. Ich glaube, die konnten ab 20 Uhr oder ab 19 Uhr hochladen unserer europäischen Zeitzone. Und da konnten die jetzt die ganzen Informationen hochladen, weil dann das Copyright sozusagen, die Beschränkung weg ist davon halt.
of these streamers just battled it out, especially at the very late game, where you get to see the circle just kind of closing in. But obviously, Ja, ich würde sagen, Leute, ich glaube, wir warten jetzt noch ab, was jetzt danach kommt. Und wenn jetzt nur noch 0 kommt, dann mache ich aus, Leute. Ich muss dann selber noch ein bisschen mal gucken, was. Die zeigen jetzt nur noch Mobile. Und das ist natürlich jetzt nicht so unbedingt so interessant. But with that being said, let's bring in Xavier for a special sideline update. Yeah, what's going on? WWE superstar Xavier Woods, aka Austin Creed, here with the only, the man, the legend, Myth. I'm here with Austin Creed. Woo! Having a good time. Good to see you, man. Good to see you. How too, you been? Brother. I've been great. Good. I'm having such a good time so far, man. It's crazy. Well, I love to see you. Yeah. Now, first things first, we've all been at home for a long time, and now we get to come out to come do an event like this. You get to see all your buds, play Call of Duty with all of them. How does it feel being at this event right now? Honestly, there's like a 13-year-old little boy like inside of me, the 13-year-old version of me that's like freaking the fuck out. Sorry, I don't know if that's allowed or not, but my bad. I won't do it again. But like, I am losing my cool. Like, I think it's awesome to think about the fact that like I'm at a Call of Duty event and one of this scale for a game that's this big. Right. Yeah. Well, since you got to play the game with a bunch of people so far, what's your favorite thing? Ooh, my favorite thing. Ja, dieses NDA, diese Beschränkung, beziehungsweise, dass man das halt nur ab einem gewissen Zeitpunkt hochladen darf und nicht vorher. Und wenn du das vorher gemacht hast, dann hast du irgendwie Strafen oder sowas bekommen. Genau das meine ich. Der beschreibt jetzt hier gerade, wie geil das Event ist. Das ist wirklich nicht schlecht. Also ich finde es sogar als Battlefield-Spieler sehr interessant gemacht. Natürlich ist jetzt hier diese mobile Version nicht so interessant, aber sonst ist das Event wirklich gut gestaltet. Ich habe sowas in Battlefield nur bei Battlefield 1 mitbekommen, und zwar, wo die das Reveal-Event hatten. Ich glaube, das war jetzt schon 5 Jahre her oder 6 Jahre. Ich glaube, das ist schon sehr ewig, also sehr lang auf jeden Fall. I want to take him out because, you know, he's known as the cheater, the Warzone kid, and he's my good friend of mine, so I feel like it'd be legendary if I was able to just smoke him in the new Modern Warfare 2 Warzone, you know? Well, there we go. There we go. Das ist ja ein öffentlicher Stream, Tim. Die anderen, die haben richtiges Gameplay. Die haben nochmal andere Sachen, die jetzt hier gar nicht gezeigt werden. Die wurden ja direkt eingeladen zu einer Gameplay-Session, beziehungsweise sind vor Ort und laden jetzt von vor Ort dort sozusagen das Gameplay hoch, haben das aber nicht per Stream, das meine ich, die haben richtige Videos, das ist ja hier ein Stream im Endeffekt, ja. Das haben sie einen Sound abgewirkt hier. Inside, how hyped up he is, like, oh, yeah. I love it. Yeah, I mean, everybody is. I feel the exact same way. Yeah. Like, everybody's in one room here for one reason. It's to play and be excited about the new game, man. You can hear it, like the passion in here. Everybody's loving it, all the new game modes. And we got one on the screen right now. Like, we've had 3P in Call of Duty before, but not quite like this. Yeah, it's been pretty amazing. And yesterday, just being able to play, seeing your own back as well has been a while, of course. I got to say, it felt pretty damn good. And when you got used to it as well, Ali, like, yeah, I thought frying, and I know you fry. I was having an incredible time yesterday. I was on other streamers setup, so I made sure that also diese Jahrmarkt-Map, die hier gerade zeigen, wo ich mir den Namen jetzt gerade nicht gemerkt habe, die gefällt mir schon mal sehr gut. Die ist nicht ganz so verwegnet, hat aber auch einige Bereiche, wo man sich verstecken kann. Und optisch gesehen ist die sehr hell, das ist schon sehr nice auf jeden Fall. So excited, and everybody is just having pure fun and bliss, loading into a new game, figuring things out. Like, the energy is just on a different level. It really is on a different level. This looks sick. It does. Yeah, what I like about this, Clint, is in 3P, you know, it's 3P, you use the corners, get that advantage. But when you aim in, I was worried about... It feels really natural. It looks really natural. Yeah, I was worried about how seamless it would be from, like, going from 3P to aiming in, but it's perfect. Your centering kills on point. Was auch mal interessant wäre, wenn die jetzt zum Beispiel das Auto, was man hier sieht, mit einer Granate zerstören, das müsste ja eigentlich auch in die Luft fliegen, richtig. Also, das würde mich auch mal interessieren, wie die Zerstörungseffekte sind, weil du hast ja nicht so wie bei Battlefield jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, Häuser komplett wegzusprengen oder sowas, ja. Ich glaube, es gibt auch wieder Türen, die man öffnen kann, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Also Türen sind wieder dabei, die Mechanik ist klar. Aber wie ist der Zerstörungsgrad, ja? Also da sehen wir natürlich nie so eine Zerstörung wie in Battlefield. Das ist natürlich für Battlefield exklusiv, kann man fast sagen, oder es gibt es halt nur in Battlefield so in dem Sinne, ja. Jiggle peeking, you can see the hips, the head move, everything. Yeah. You can really see that in the 3P. That's what, you know, when I had that realization, I was playing that earlier. I was like, okay, I'm going to have to play these angles a bit differently. And, you know, if you're a little bit more of a tactical player, like to get that information, this is going to be what you want to play. And I don't know if this goes for everybody, but this is the first time I played a third person like this, where you actually went into your sights still. Like, that you weren't still... Und dann haben sie ja vorhin noch gezeigt, dass es auch ein Third Person geben soll. Das würde mich mal interessieren, ist das jetzt nur auf einen Modus beschränkt?
Oder kann man diese Third-Person sozusagen in jeden Modus einschalten? Bloß dann hast du ja theoretisch auch einen anderen Blickwinkel auf die anderen Spieler, ja. Ich meine, Third-Person ist ja etwas über den Kopf, so. Und First-Person ist ja direkt von vorne, also vom Nahen, so meine ich. Und Third-Person hast du ja eigentlich ein besseres Blickfeld. Guck mal, wenn du Third-Person spielt, der spielt es ja gerade, hast du viel besseres Sichtfeld. Die Frage ist jetzt, kannst du das überall machen oder gibt es da jetzt nur diesen Modus? Das ist jetzt die Frage. And you don't really get to see that much, right? It's more about like your gun when you're in the first person. Yeah. But with this, like if you get something dope or some of the different emotes you can do, like your skins. You want to show off. You get to see what you look like. I think, going back to quickly your point there, Ali, about getting used to kind of the zoom in then into the ADS as well. It does take a second to get used to, for sure. How would you handle that though? Because I think, traditional Call of Duty games, straight up first person, you can snap really quickly, right? Your ADS, you can put perks on to make sure that ADS is as fast as possible. This takes a little bit of time. So are you pre-aiming when you're going around? Like, what are you doing to try and kind of combat that? Well, I'll tell you right off the bat, when we first loaded into it yesterday and got a little bit of a taste, I thought it was a bug. Like, I thought du hast ja mit Third-Person eigentlich eine bessere Sichtweite. Ja, guck mal, du siehst ja ein bisschen besser um die Ecke, bevor du um die Ecke gehst, ja, mit Third-Person. Das ist ja die Frage. Deswegen, wenn es überall geht, ne, dann muss man mal gucken, ob man es limitiert oder ob man es dann halt überall freispielt. Dann hast du den Nachteil, wenn du jetzt nur First-Person spielst. Ja, und das meine ich ja damit. First-Person siehst du noch nicht so gut um die Ecke. Das ist ja das, weil du ja ein Stück höher bist, sozusagen. Das meine ich ja gerade. I think your centering is just your centering. Your centering is Listen, guys, incredible. I'm not gonna lie. I've played tournaments 3P on Call of Duty. Yeah. We had it back in the day. Like I've grinded 3P Call of Duty. It's actually a lot of fun. We used to have search and destroy tournaments all the time. I think these guys are having a lot of fun with it. I mean, you can see like it's a completely different play style. Where did you come from? Hitch is surprised. Yeah, he's not happy with that for sure. But it's absolutely incredible. And another thing, you get a different kind of FOV feel for the map as well. You see things in a different kind of scope and bigger picture here. I'm kind of curious to see what things look like in terms of like hanging from ledges from third person and how that kind of works. Was ist denn der MK-Support? Ich weiß halt, dass auf der PS5, ihr habt jetzt auf der PS5 die Möglichkeit, in 120 Hertz zu spielen, das neue CAD. Und ihr habt jetzt einen FOV-Slider. Ja, also ihr habt einen FOV-Slider und 120 Hertz. Also was wollen wir noch? Also das ist schon geil. Das muss man schon mal sagen. Also das ist schon ein sehr großer Fortschritt. Wie es auf der PS4 aussieht, weiß ich nicht, aber was meinst du mit MK-Support? But like to your point, seeing the character animations and stuff, like they just look godlike. Like it does look so good. Looks so good. And not to mention the sneak peeks that we've got from like the Vault. Ach so, du meinst Maus und Tastatur, das weiß ich nicht. Normalerweise kannst du auf der Konsole ja auch Maus und Tastatur anschließen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das da ist. Da habe ich auch noch nichts gelesen. Also ich weiß nur, dass mit 120 Hertz, das geht auf der PS5. Und du hast halt die Möglichkeit, das FOV mit dem Slider einzustellen. Das war ja auch irgendwie scheinbar nicht möglich vorher. I'm not gonna lie, I might have to whip out my PlayStation again because that Oni skin, like you were speaking about, imagine how damn fine that would look in third person. Yeah. Like insane. That skin was doing the walk and everything. Oh my god. In both hands. Like I want to reenact that live in game. Ja, ich glaube, der hat gerade diesen Dolphinsprung gemacht, oder wie das heißt. Dieses Dolphinzeug da, was ich nicht so richtig verstehe. Ich glaube, das war der gerade, dieser komische Sprung da. Aber Third Person ist für mich nicht schlecht. Also das muss man halt, da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen. Aber es ist halt, das muss man schon, das ein bisschen anders zu spielen halt, ja. Ich weiß gar nicht, bei Crows oder so, genau, The Crows, müsst ihr mal schauen, das ist ein kostenloses FPS-Game, da hat man auch diese Third Person drin. Die hatte gerade hier geslidet und ich finde, das geht eigentlich. Man gewöhnt sich da mit der Zeit auch dran. Look at Tommy's face right now. Like he's just got this. He had this little smirk and smile on his face. Like you can just tell people are having fun, and that's what this is all about. It's been awesome. Oh, Tommy was having fun. He was sitting there capturing C, just like jumping up and down with his camera sort of angled down so you can see over the wall. Like he's like, oh yeah, he's like, I played this before. He's having fun, man. Absolutely frying. It wouldn't be a Nick cam if his face wasn't in it. Yeah, like what? I walked through all these setups. I saw the cameras were in the right spot. How is it still only half his face? Like he moved it. He had to have. That's the classic Nick Merckx. It's the forehead. It's the eyebrows and the forehead going strong always. Die haben Nick Merckx eingeladen. Also die haben schon wirklich die größten COD-Spieler mit dabei, außer Dr. Disrespect. Ich weiß nicht, ob der nicht eingeladen wurde oder ob der gesagt hat, nee, ich komme einfach nicht. Das wäre natürlich mal interessant zu hören. Ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich da auch den Stream dann wahrscheinlich schauen, aber der ist hier nicht dabei. Haben wir
wir nicht einmal bisher gesehen. Nickmers kennt man natürlich, oder besser gesagt, das ist ja auch ein relativ großer COD-Spieler, ja. And you saw what he did there, Clint. He was pushing up and he was turning left, but he had his camera angled behind him. Yeah. Saw that, jump backwards, and absolutely that was nasty. So you know Nick, I mean, he's got a history of third person. So this how are you guys feeling about the angles? We're seeing Nick do it a little bit here and just kind of shimmying and making sure he can see what is behind the corner. How are you feeling about that for third person? I mean, he's a cut above the rest when it comes to this. Like, he's super used to it. He's won championships on 3P, so he's having a blast. I mean, he's played a lot of Call of Duty as well, so it's like the best. He is torching this lobby right now. Bullying them. But no, I think there is definitely, there's a learning curve to it if you haven't really played it. And yeah, he has a lot of experience with this type of camera, this type of gunplay. And der wurde einfach nicht eingeladen. Ich meine, der muss ja nicht eingeladen werden. Der ist jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen, ja. Aber ich finde, Dr. Disrespect, der hat doch früher auch mal bei COD gearbeitet für die Firma, ja. Dann ist der raus. Dann hat er bei Twitch gestreamt, dann wurde er dort rausgeschmissen oder hat den Vertrag gekündigt. Dann ist er jetzt bei YouTube gelandet. Und dann hat er jetzt ja auch das eigene Spiel, wo ich jetzt nicht genau den Namen weiß. Der macht ja jetzt dieses neue Battle Royale oder ich glaube, ist das ein FPS-Game? Ich weiß gerade gar nicht. Irgendwas macht er ja da, ein neues Spiel. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also, dass sie den hier eingeladen haben, das ist doch ein bisschen, wundert mich jetzt aber auch ein bisschen. That's your teammate. That's what I always struggle with when I'm playing something for the first time. Allie, I did that yesterday. I'm I was shooting at teammates. I'm shooting at teammates, locking on teammates all the time. When it's like new maps, like new game. I don't know. I always. You guys just need to dial it in. What do you mean? Listen, especially if you're not in comms either, and like you don't know the routes on the map yet. Like you run into something, you don't see that name. There's no excuse for Allie. Clint's like. Allie, I'm pretty confident if you put the time in. Yeah, what's up? You would have had a better professional career than Ann. Like I don't even think I'd have to put the time in, honestly. I can't understand. You guys I used to always mess with Ann. I got if I skipped college and I was grinding, like Ant's in trouble. We're going to take a look at a replay now. Nick was absolutely ja, wie gesagt, Mr. Disrespect, ich sage mal Mr. Disrespect dazu, aber ich denke mal, ihr wisst ja, wie ich meine. Ich weiß nicht, warum der bei Twitch dort rausgeflogen ist. Das ist bisher nicht hundertprozentig geklärt. Man geht jetzt davon aus, dass der angeblich zu viel Geld gefordert hat und dass sie dann einfach gesagt haben, wir geben dir gar kein Geld mehr. Weiß ich nicht genau. Und dann gibt es ja mit Activision auch noch die Sache, wo man gesagt hat, ja, wenn der jetzt dann auch ein Konkurrenzprodukt, sage ich mal, macht, dass es daran vielleicht liegt. Ich weiß jetzt nicht, wie das Spiel heißt. Der macht ja auch noch ein Spiel, wie gesagt, aktuell, was oder nicht draußen ist. Ich weiß nicht, wie das heißt jetzt. Da gibt es so eine Webseite, da ist es drauf. Komme jetzt leider auch nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, vielleicht sieht auch Activision den als Konkurrenz an und sagt sich, okay, warum sollen wir den einladen? Der hat ein eigenes Spiel, was er jetzt machen will, was wahrscheinlich dann besser als COD wird, in Anführungszeichen, sage ich mal. Das wissen wir ja nie, ob das wirklich besser wird. Das müssen wir mal abwarten. Keine Ahnung, also da kann man nur spekulieren, das ist schwierig. Aber ich finde, Mr. Disrespect finde ich ganz gut. Er macht ja ganz gute Streams. Ja, also da hat man jetzt keine Langeweile, sage ich mal. Hat ja eigentlich ganz gute Sachen da. Yeah, I probably need one, to be honest. I probably need one, for sure. What do you guys think of the perks as well? Obviously, the perk packs, we talked about that with the devs earlier on the desk, and we saw that pop up a few times now on the screen. But obviously, having to earn the perks and kind of produce the goods and secure those as you're playing is pretty cool, too. Yeah, we'll see what people play around when it comes to, you know, the perk setups. You can create your own, but they also have different, like, classes. You can be a support player. Clint was mentioning it earlier. Ja, das heißt, jetzt heißt es geschrieben, Midnight Society heißt das irgendwas, genau. Irgendwas mit Midnight Society war das, genau. Ja, ich finde, das war auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe da mal ein bisschen geschaut, da gab es ja schon mal so einen ganz kleinen Gameplay-Trailer oder so ein Gameplay. Ich glaube, da hat er eine Shooting Range oder sowas vorgestellt, das war ja ganz okay. Ich weiß nicht, ob das ein Battle Royale wird oder ein FPS-Multiplayer-Spiel. Ich glaube, das wird ein Battle Royale. Auf jeden Fall ganz interessant. Wie gesagt, ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum der auf Twitch rausgebannt wurde oder jetzt bei Activision hier mehr da sein darf. Mich wundert es auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Finde ich auch schade irgendwo. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch mal auf die Beta gespannt. Also da. Oh, all right, Papa App. I know. Father of two. Here he comes. Ich meine, die können uns hier so viel Gameplay zeigen, wie sie wollen. Ne? Also ich meine, man muss das wirklich selber erleben und dann mal schauen, ob es wirklich flüssig läuft.
Ich meine, die Server werden eh wahrscheinlich crashen, wenn dann die Beta läuft, aber man muss mal gucken, ob der Netcode gut ist. Darum geht es ja vor allem auch. Wenn der Netcode scheiße ist und es hagelt so und keine Ahnung und die Maps sind irgendwie, sage ich mal, buggy, dass man irgendwo durchfällt oder so. Das war ja gerade dieser Dolphin Jump. Ja, ach, das ist das, guck mal. Jetzt macht er gerade den Dolphin Jump. Das ist so runterspringen und dann, ist ja lustig. Also ich habe das als Battlefield-Spieler habe ich das noch nie gesehen mit diesem Dolphin-Jump. Sieht ja lustig aus. Yeah, definitely are, for sure. I mean, the 360 down an escalator is going to be pretty nasty. Yeah, Crim app. This guy's a turn. Speaking of, I want to know how you guys feel so far about competitive play. I mean, we've got some incredible pros. Ja, die werden natürlich dann auch wieder COD-Events haben, ja. Ich meine, die machen da ja auch immer so Tournaments, wo du, keine Ahnung, $10.000 oder sowas verdienen kannst oder $20.000. Und dann hast du ja noch diese COD-Liga, die gibt es ja auch noch. Und dann hast du ja, wie gesagt, die Warzone-Events. Die muss man ja nochmal separat betrachten. Die gibt es ja auch nochmal. Da werden sie bestimmt auch wieder, wenn Warzone 2 sehr gut ankommt, Events haben, wo du, keine Ahnung, $50.000 mit deinem Team gewinnen kannst halt, ne? Oder sowas der Art. Like the movement feels good. You got some, you know, extra mechanics. You get good gunplay and movement. It's like everything else is kind of will be all right if it's fun to play. Yeah. So I think so far, like it's W. See, and I'm on the other end of that spectrum where I'll look at the maps right away. Like, I'll go through my attachments and like, all right, I'll try this one out. But really, when I first load into the game right away, I'm looking at the map layout. That's kind of like my forte. And I will say, the Mexican Village, that map, I love that map. And like a competitive aspect, it gave me a little bit of like a 3-lane, as well as the paintball map that had the middle section of Chaos. I was talking about how there was the underground passageways. It's giving, again, like a 3-lane hybrid. So with the maps that we are given, die sprechen jetzt gerade über die kleinen Maps, 3-Lane-Maps und so ein Zeugs, ja gut. Ich glaube, Leute, wir machen langsam Schluss, oder? Habt ihr noch eine Frage, beziehungsweise habt ihr noch eine Idee, was ihr fragen wollt? Ich denke mal, die meisten Sachen wurden jetzt gezeigt. Die haben jetzt die Maps vorgestellt. Vorhin haben sie ja, wie gesagt, zum Anfang die Trailer gezeigt. Die ganzen unterschiedlichen Modis haben wir soweit aufgeklärt. Den Waffenschmied haben wir gesehen, die MZ-Zone haben sie auch angesprochen. Da wurde ja aber noch nichts richtig gezeigt, beziehungsweise das kommt ja erst später. Erst soll ja Warzone 2 kommen und dann DMZ in diesem Bereich und dann davor halt der Multiplayer, beziehungsweise der offizielle Release am 28. Und eine Woche vorher gibt es ja dann den, ja, es ist Singleplayer. Gibt es ja eine Woche davor noch. Ja, Tim, müsst du dir den jetzt dann vorbestellen oder was machst du? Würdest du vorbestellen? Also ich würde das, also ich mach's auf jeden Fall, klar. Aber mich würde mal interessieren, ob ein paar andere vorbestellen. We're actually going to be looking at episodic missions, all of them sort of a couple hours in length, starting with Season 1 and the launch of Modern Warfare 2, and then having that narrative, which will actually, you know, play in with the campaign, continue to play out across every chapter. Exciting. Oh, I'm so hyped for this. Now, can we get a little bit more detail on the gameplay itself? Yeah, so we're looking at 3-person teams. And like I said, this is all sort of a mix of combat, of narrative, and puzzles. So those sort of core mechanics of what we know and love from raids are coming to Call of Duty in that style. And like I said, I think the way that the narrative will continue. Ja, ich würde auch sagen, die Beta ist wichtig, obwohl, wenn man es zur Battlefield-Zeit nochmal sieht, also die Battlefield 2042 Beta hat mir nicht gereicht. Ich sag mal, die Beta war so halbwegs okay gewesen. Und wo das Spiel dann rausgekommen ist, hat man erstmal gesehen, was das für viele Bugs hat und wie wenig Inhalt überhaupt. Bei der Beta, das ist auch nochmal so eine Sache. Aber auf jeden Fall ist es besser, als wenn man sich nur Trailer anschaut oder Informationen. Da muss es dann einfach nur mal real spielen, um dann wirklich mal zu prüfen, okay, das sagt mir jetzt so vom Umfang her, beziehungsweise das Handling ist vom Movement so, dass mir das Spaß macht. Ja, das muss ja auch Spaß machen. Ich meine, wenn das Handling komisch ist oder das, ne, muss ich halt auf jeden Fall zusagen. Awesome.
Aber wie gesagt, die Battlefield 2042 Beta hat mir nicht ausgereicht, um letztendlich zu sagen, dass das Spiel nicht so gut ist. Ich habe das ja, die Beta, keine Ahnung, auch so 1-2 Tage gestreamt und auch voll durchgespielt. Mir hat das nicht ausgereicht. Also ich konnte nicht dazu sagen, ja, das hat mir jetzt ausgereicht, um zu sagen, dass es ein Müllgame ist. War einfach viel zu wenig. Usually it's been like a multiplayer reveal, or maybe we'll show off like a campaign or something. Never, I don't know how to describe it other than like it feels like we're in this sort of like metaverse now. With Warzone Mobile, with Warzone 2, with multiplayer coming from Modern Warfare 2. It just feels like it's this giant sandbox of so much cool Call of Duty shit that I love it. Yeah, absolutely. I mean, you know, it really is an experience. I feel like Modern Warfare 2 is bringing absolutely everything to the table. Or, on the other side of things, there is something for everyone, right? I mean, we're getting DMZ, we've got Ground War coming on our screen in just a moment. I want to see a tank pull someone's face off. I mean, third person, the list Oh, die hat jetzt gerade gesagt, jetzt kriegen wir noch Ground War. Okay, dann bleibe ich noch. Also Ground War will ich jetzt noch sehen. Ground War soll ja so ein bisschen für die Battlefield-Spieler sein mit Fahrzeugen. Ja gut, nee, dann bleibe ich noch. Oh, ist das jetzt Ground War schon? Moment, Leute, warte mal jetzt. Ah, doch, Ground War, Leute, Ground War, Leute. Was? Krass. Warte mal, jetzt bleibe ich noch. Oh, wie viele Leute? 32 gegen 32? Was? Moment. Was? 32 gegen 32 Bodenkrieg? Oh Leute, hier ist ein Panzer, lol. Krass. Ah, das sind wieder dieselben Panzer, sehe ich schon. Und Wasser, lol. Hä, die haben Boote drin auf einmal. Wie kommen die auf die Idee? Jetzt kommen auf einmal Boote noch rein. Hä? Seit wann haben die gesagt, dass die Boote haben? Das haben sie noch gar nicht gesagt, lol. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt hier. Ich dachte, ich wollte gerade mal ausmachen. Jetzt kommen auf einmal Boote rein, lol. Also Bodenkrieg ist schon, das ist sehr interessant. Da habt ihr einen Leuchtturm hinten, lol. Jetzt fahren wir hier sogar mit dem Boot durch die Gegend, das ist ja interessant. Also jetzt bin ich doch ein bisschen verwundert, muss ich sagen. This is like what kind of like a middle ground between like your Warzone and your multiplayer experience for those of you that haven't like messed around with Ground War. It's just giant sandbox. You're gonna see it all. Very, very different from your 6v6 type maps, that's for sure. Yeah, still with a little bit of an objective in this one, different than Invasion. Oh, that's a bathroom. Whatever. And everyone's in here just trying to, like, you just come in here, you pull out a sniper, you pull out an AR, SMG, drive all the vehicles, like, full experience of Call of Duty can be had here in Ground War. Ihr seht, also 32 gegen 32, das ist fast schon wie ein Battlefield, ja. Also ich meine, das ist doch Wahnsinn, Alter. Das ist jetzt hier Bodenkrieg, ne? Das ist wirklich nicht schlecht. Ach, guck mal, ihr könnt sogar auf den Leuchtturm hochlohnen. Ja, das gab zwar Bodenkult war, aber du konntest nicht schwimmen. Du kannst jetzt hier schwimmen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Du hast einmal das Schwimmen und dann hast du jetzt bei Bodenkrieg angeblich nochmal so eine Modifikation gegenüber von MW 2019. Ja, jetzt schwimmt er gerade. Und angeblich haben sie ja die Fahrzeuge überarbeitet. Die sollen nochmal ein bisschen anders sein. Das ist nochmal wichtig. Und dann ist ja das Feeling von den Fahrzeugen gerade bei Bodenkrieg jetzt hier wichtig. Ich meine, das ist ja gerade für die Battlefield-Spieler interessant. Deswegen, das wird nochmal interessant, ob sie das in die Beta mit reinnehmen. Ich hoffe. Weil das will ich mal sehen. Wenn sie das in die Beta mit reinnehmen, wäre ich sehr glücklich. Da könnte man nämlich schon mal abschätzen, ob das was für die Battlefield-Spieler ist oder nicht. Also bis jetzt kann man es nie 100% sagen, sag ich mal. Also Wiederbelebung haben wir ja vorhin schon gesehen und das war nicht nur in einem Modus. Das Problem, was in Battlefield hier hast oder was in COD jetzt drin ist, dass du da meistens die Leute nicht wiederbeleben kannst. Ich habe vorhin schon 2 Modis gesehen, da konntest du Leute wiederbeleben. Dann haben wir jetzt Bodenkrieg mit Fahrzeugen für die Battlefield-Spieler, sehr interessant. Also da ist, also das ist jetzt doch gar nicht mal so, also jetzt, ja, mal gucken, ja, also das ist echt interessant. I love that you can select your spawn as well. But yeah, you're gonna want like a sniper, overkill, AR. Nice move. Yeah, this spawn selection is huge, by the way. That is such an interesting, cool kind of push there into Ground War. Listen, this is what I'm doing all day. If I'm not in the back sniping Ground War, like, I'm in a tank, 100%. Like, look how fun this is. This guy's just driving around just blasting people. Nothing but vibes. What song do you think he's got playing in the tank? That is a good question. That's a very good question. Yeah, I would say it was some like AC/DC. Usually in the trailers, I feel like there's usually some. Oh,
He's trying to shoot the water, see what Wait, drive the tank in the water. I want to see what happens. I would love to see that, please. Well, what's the one? Is it the ATV that's like can do both? It's like amphibious, right? I believe they talked about it. I think in like the opening of the show, that there are some vehicles that you can take right to the water. Like, this is some James Bond stuff. Aber ihr habt G-God nicht gesehen. G-God ist nicht hier bei dem Event. Das wundert mich eigentlich. Courage ist dabei. Ninja haben wir gesehen. Dann Nick Moss haben wir gesehen. Ich weiß nicht, ich habe bestimmt noch ein paar vergessen, aber warum ist denn G-God nicht dabei? Normalerweise hätte der doch eingeladen werden müssen und Dr. Rissenbeck, klar, der ist auch nicht dabei, aber echt, also bei einigen Sachen wundere ich mich hier ein bisschen. Und dann haben sie jetzt hier sogar von Battlefield Stone Mountain, den kennt man eigentlich als Battlefield, der wurde jetzt hier gerade gezeigt. Der spielt ja Battlefield und COD, ja, und den haben sie jetzt zum Beispiel auch eingeladen, aber echt ganz komisch. Und Jack Frags zum Beispiel, der geht ja auf solche Events nicht, weil der ja nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden möchte, oder der zeigt sich ja nicht in der Öffentlichkeit, ja. Aber da hier mit Bodenkrieg, ich bin mal gespannt. Also hier seht schon, ihr habt 4 weitere Flächen. Für Sniper ist es natürlich jetzt hier interessant. Und auch für die Fahrzeuge. Ja. Genau, Tim the Tatman ist auch mit dabei. Den habe ich auch schon gesehen. Genau. Den kennt man ja auch so, wenn man da so mal über die ganzen COD-Kanäle, Channels rüberschaut. Kanäle, ja. It's going to take some time to get used to. Take a little bit of time. I mean, I'm kind of all for that. I'm kind of hoping, at least just from the amount of like Warzone I've played, and I know we're in ground war right now, but like your really long range stuff, I'm hoping with a reduction in attachments. Like this? Oh yeah, what is going on here? This looks awesome. Yeah. Well, what sort of sniper perch is this? It's like a chopper. Oh, schaut euch bitte mal an, wie geil das von oben aussieht. Das ist so eine Wüstenmap-mäßig so ein bisschen. That's so cool. That's actually really cool. I wonder if the back is open. Oh, wo fliegen die denn jetzt hin? Oh, oh. Die waren gerade außerhalb der Combat Area. Also der Bereich sieht ganz gut aus. Der ist, glaube ich, rechts unten gewesen, so, oder nördlich halt. Südlich meine ich, von der gerade, die wir vor uns gesehen haben. There's a little bit more of a challenge to it. Yeah, a little bit more of a skill factor coming in. Oh, someone saved his life. Guardian Angel. I really do feel like the way that, you know, this game plays so far, the pacing, everything about it, honestly, the skill gap, I feel like, is there. I feel like we're going to see that a lot. Well, that guy's thigh is no longer there. That's true. A lot of he just ripped off of the 50 cal. Very true. He was just moving with the sniper in his hand, by the way. Like, really quick. The Speed Demon. Yeah, he changed the attachments there for sure. Ooh. Hey, Clug. What's up, buddy? I'm your #1 fan. I ordered your merch, and I wear your shirt every other day. Big That's some pizzas in the background. That's like hand delivering pizzas to the are they? Okay, because I'm looking forward to that. Wow. Dieser Kai Zar, oder wie der heißt, der gerade im Killog zu sehen war, das ist, glaube ich, auch ein Deutscher sogar. Der ist also vor Ort. Ich glaube, der macht auch immer Warzone-Gameplays, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auf seinem Kanal. Das müsste der theoretisch sein, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht. This brings me back to being 18, right? Just the best. We're waiting in line for the game, go home, like I'm taking school off tomorrow. Zielehner war dabei. Der ist doch mal mit Dr. Rissenbeck zusammen. Zielehner, den habe ich gerade im Chat gesehen, oder besser gesagt im Killog. Zielehner, oder wie der heißt, Zielehner oder so. Make sure that's the highest it can be. Oh, there it is! God, of course it's Pammy! Who better to watch for the sniper? Of course! Hit it! Ah! Hit marker! Wow. Oh, he is just flying his stats. Wow, he said, I'm getting this one. It is Pam. What a moment. Pamashi bombed. Oh! Oh, he's getting ripped in there. He's been doing this for a while. Oh, no. He got one, though, from the chopper. Look at the smile. You can see him. Too. He's so happy. Oh, I can see it now, Clint. All the 360 snipes off of that chopper. Oh, yeah. In the montages, like, it's going to It's like, what you know those moves they do off of, like, the diving board, like at the Olympics, right? Yeah. It's going to be like triple cal sal 720 backflip into a snipe. Yep. Okay. Look, the dev said that they wanted fun, and that sounds pretty damn fun to me. I'm kind of with that, yeah. Oh, my God. What just happened there? Sniped out of the sky. Adios. Farewell. Was that bread? Ja, du kannst rüberklettern und hast eine Hand frei und hängst am Kletterseil und kannst mit der einen Hand dann noch schießen, so ganz komisch. Ich dachte erst für uns, das wäre ein Bugger oder sowas gewesen. Das ist natürlich auch interessant. Da müssen wir nochmal drauf achten, ob das wahrscheinlich ist, was der Funs im ersten Bereich schon gemeint hat, im ersten Drittel des Streams. Da müssen wir nochmal drauf achten. Ich habe das nie so richtig nachvollziehen können, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich so eine Gameplay-Mechanik, die auf jeden Fall auch noch neu dazugekommen ist. Go ask Jack for some. I could eat it every meal, I'll be honest with you. I really could. Oh, he's bringing the sniper out? Yeah, he switched to his... He was like, you know what? Let's do it. If you can't beat him, join him.
I want to know who's winning right now. Unfortunately, like I think it's Cam. Is, oh, they are winning there. I can see just the top, the 45, 49 winning. There we go. I need a loser's point of view now to see the score. I have not used this gun yet. This looks like a sniper. Oh, I'm confused. Is somebody actually driving that? I thought it was like a I thought it was a spawn chopper. Die Waffe, die wir jetzt hier gerade gesehen haben, ist die GVT. Ach, hier, das ist doch noch, wie heißt der Kleine? Der, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Ach, der ist doch auch sehr bekannt, dieser COD-Streamer da. Ah, wie heißt denn der nochmal? Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Der hatte ja gerade das Basecamp auf, jetzt ist er schon wieder weg. The animation, what do you call it? Like, no, how it like takes you. It takes like flies. It's like the zoom in, isn't it? Yeah, there's a word for it there that I'm not finding, but like the zoom into like your spawn. Transition, there we go. That's probably what I was looking for. But I like that a lot. Thank you, Lottie, for saving my brain. It was struggling because it needs pizza. Mine struggles on the reg. Yeah, yeah. So don't worry. Yeah, no, I think it is really, really cool to see that. And I think it just suits ground war, honestly. It really does suit ground war. And I think in terms of the objective work, you can have a huge... Die nächste Frage, die mal interessant wird, was wird das für ein Soundtrack? Also der MW 2019 Soundtrack war mega geil. Da muss ich sogar als Battlefield-Fan sagen, der war fast besser als der Battlefield-Soundtrack, der aktuelle. Wenn sie das jetzt für diesen Teil auch wieder so krass machen, der Sound, also da bin ich mal gespannt. Den habe ich noch gar nicht gehört, da müssen wir noch mal abwarten. Der müsste jetzt auch in der nächsten Zeit dann released werden, was das jetzt konkret ist. Ich glaube, das macht so eine Frau. Das war eine Frau, die das kompositioniert hat, oder wie das heißt. Oh mein Gott, im Stream hier zu reden, das ist wirklich schwierig. Aber das ist, glaube ich, so eine Frau, die hat das, wie gesagt, schon vom vorhergehenden Teil gemacht und die macht das jetzt auch wieder für diesen Teil. Ja. Perfect. That's exactly what I need. I needed to snipe him. Oh. That'll bring me a whole lot of happiness. Oh, that's a tank. That was Optic Can't Blake snipe that. getting plucked. I want to see that drill charge being thrown on the ground and a tank running over it. We saw it in the trailer, but I need the one like through the roof. No, like there's one you put on the ground. Well, yeah, you can do it through a wall as well. But I think it'll just. I really want to see the oh, okay. Oh, he's popping off now. Floating nade, I want to see so bad. The floating mine. Oh, wow, there's a lot of red arrows over there. Yeah, wow. Oh. That looks so beautiful. That's the whole awesome, map on it. Yeah. Like, in color as well. It looks great. Cruise missile up. He's calling everything in. Doesn't see anyone. Oh, there we go. I think they're inside. Unfortunately, not able to hit it, but fact is, Myth taking over the lobby. Snipe looking hot. Na, von MW 2019, der war der Sound doch übelst gut gemacht. Selbst ich als Battlefield-Spieler habe mir gedacht, hey, der Sound hört sich so gut an. Das waren diese Geigensounds, ich kann das jetzt nicht so beschreiben, diese Geigensounds oder Kontrabass-Sound, der so dumpf war und das war von einer Frau gemacht. Ich habe mir jetzt leider nicht den Namen gemerkt und dieselbe Frau macht jetzt auch wieder für diesen Teil die Musik und die war ja schon sehr gut. Also der, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Hier sieht man jetzt gerade mal das FOV. Oh, es ist so schnell durchgescrollt, schade. Wir haben gerade mal das FOV gesehen, wo man einstellen konnte, aber das ist genauso wie bei MW 2019. Hier kann man jetzt die Helligkeit einstellen. It's really my fault. We all do, to be honest. I understand that. Got a lot of red up there right now. Wait, Yeah, so right? you can spawn in a vehicle. You see that? That's dope. Yeah. Yeah, it says full, so I guess he's waiting for somebody to deboard. That's sweet. What? Did not notice that. Right, somebody get knocked out of it. I wonder if you can spawn in a chopper, in a helicopter. You must be able. I believe we're going to be tossing to the floor soon. I'll tell you what, I'm going to see if in the 3 minutes I'm off camera, if I can eat an entire pizza. I'm going to try to. I would like to know. Gebt doch einfach mal bei YouTube ein oder ich glaube bei bei Spotify müsste es auch gehen und zwar Soundtrack von MW 2019. Dann müsstest du den auf jeden Fall hören und das ist von der Frau, das hat eine Frau kompositioniert. Ja. Well, I'll tell you what, folks, we're just about done here with watching this Ground War gameplay. We're going to toss it on down to the main stage to find out who Jess has got and who she's going to be talking to. Jess, over to you. Thank you so much, Lottie. Yeah, I'm actually here with one of my favorite streamers, Swisham. How are you enjoying yourself here at COD Next? I mean, you're here among 200 of your fellow streamers playing what I can only imagine is your favorite game. How does that feel? Honestly, the experience so far, it's been amazing. Like, I can't put into words, like the feeling to be here right now playing MW2 and getting all the first looks, like you can't have anything better, you know? So far, like, I'm loving it. Like, I feel like a little kid on Christmas. Like, everything, like the aspect of all, you know, everything in the game right now with multiplayer, it feels so good, so smooth.
I just want to keep playing this. I don't want to go back to Caldera right now. Well, we've had a little taste now of, 6v6, ground war, different maps, different modes. Kind of what's your main takeaway here from this game? Honestly, I'm loving third person right now. It's like, honestly, I didn't know if I was going to like it or not, because, we've never had. Aber das sehe ich genauso. Third Person wird wirklich interessant werden. Also das ist jetzt so ein Überraschungsmoment, den sie hier erreicht haben. Und wie gesagt, der Soundtrack läuft so ein bisschen im Hintergrund schon, so diese, ich weiß gar nicht, sind das Geigen oder doch, Kontrabass, Geigen oder so, ich weiß gar nicht. Nee, Geigen müssten das sein, so. MW2 grind, that's all I'm looking forward to. Can't wait. That makes perfect sense. Well, thank you so much, and best of luck, have fun out there. Lottie, babe, back on over to you. Thank you so much, Jess. And you can see right now there is so much happening behind us. All the creators, you can see the ring lights for days. So much Modern Warfare 2 being played. But my name is Lottie, I'm on the desk, I'm joined by Maven. But I also do have two very special people to talk about Modern Warfare 2 and what it took to make it look so damn glorious. We got Mark. Ja, genau, das ist ein Cello, glaube ich, genau. Ja, und das ist, wie gesagt, die Musik, die ist übelst geil. Also schaut aber unbedingt mal nach, das ist eine Frau, wenn ihr da, ich weiß jetzt nicht den Namen, wie gesagt, suchst. Und das ist eine Frau, die Musik macht, dann ist es genau die. Das ist eigentlich nur, es gibt ja auch nur die Frau, wie gesagt, die Musik macht. Und das klingt wirklich mega gut. Und das klingt, passt aber auch wirklich zum Spiel. Wenn du das Spiel spielst und die Musik hörst, kannst du dich sofort wieder daran erinnern, ah, das war MW 2019. Also das ist wirklich krass. Und das wird wohl hier auch wieder so sein. Also we got our hue chart out. We put that in there. It looks vibrant. I'm loving it. It just feels good when you're out there slaying. It looks absolutely incredible. I'm so excited to dive deeper into that. But folks at home, if you didn't already know, we've got an epic giveaway from our friends at Jack Links, and each Jack Links supply drop includes a brand new copy of Modern Warfare on the platform of your choice. Delicious Jack Links limited edition products, brand new epic in-game items from Jack Links. So if you want to find out more, check this out. Looking for an epic way to celebrate the launch of Modern Warfare 2? Jack Links has got you covered, giving you the chance to win the ultimate Modern Warfare 2 supply drop. Keep an eye out during the broadcast for the Jack Links Sasquatch to appear on screen. If you see it, grab your phone and scan the QR code, following the prompts to qualify for entry. Tune in to Call of Duty next. Squad up with Sasquatch and level up for the ultimate viewing experience, courtesy of Jack Links. Terms and conditions apply. All right, folks, keep your eyes peeled to spot the Aber war das gerade getrocknet, war das getrocknetes Rindfleisch in der Box oder habe ich das gerade richtig gesehen? Und dann so eine Player-Cut oder was war das gerade? Das war ja echt komisch gerade. Auf jeden Fall habe ich diesen komischen Schimpansen gerade nur einmal gesehen vorhin und ich weiß gar nicht, haben die den schon das zweite Mal gezeigt? Ich habe den nur einmal gerade gesehen vorhin. There is that problem. Anyway, I'm so sorry. You can throw the razors out. You don't need to worry about it. But I'll tell you what isn't a problem is the color palette on this game. It's absolutely stunning. I looked at Mikado earlier on, and I was just floored by how good it looks. What does it take to make a map? How from scratch, you're looking at the color schemes, you're looking at what you want to put in, the details. It's very finely detailed, and I think that makes people really want to dive into the game and start grinding it. Well, I think it's important to create an immersive environment, go out and capture reality, but at the end of the day, it's all the details. And what's funny about making stuff like this is it's about what you leave out. The real world isn't completely cluttered all the time. It's very, kind of understated and things like that. So, kind of holding people Ich weiß gar nicht, was die jetzt noch zeigen werden. Also ich wollte ja vorhin schon eigentlich ausmachen, aber da haben sie jetzt noch Bodenkrieg gezeigt, was mich jetzt noch mal ein bisschen interessiert hat. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch DMZ zeigen. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich DMZ wollten sie eigentlich erst später noch releasen mit MW2 dann. Warzone 2 meine ich. Warzone 2 und DMZ kommt später und der Multiplayer bzw. der MP kommt ja erst zuerst so, ne? Also well, it takes a lot of just research and reference that we use. All of us are mad action movie fans Expresso haben sie auch eingeladen. Das hätte mich auch gewundert, warum sie den nicht drin haben. Der ist ja auch so ein COD-Ersteller, Content-Ersteller. All different branches of the military. We ask them questions all the time. We're always asking, hey, would you do it like this or would you do it like that? Most of the time they'll say, yeah, nah, I wouldn't do it like that. That's Hollywood. Ich habe dieses getrocknete Rindfleisch auch schon gesehen. Nee, das ist ganz normal für die Menschen gedacht und nicht für die Hunde, aber ich habe das auch schon mal gesehen. Das ist vor allem in Amerika verbreitet. Es wundert mich sowieso, dass sie das jetzt hier im Stream so reinmachen, um das zu promoten. Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert.
So, but once they get going, I mean, it's amazing when you see a lot of the movements that they do. You know, they're like, wow, man, that's all, that's going to look good in the game. Yeah. You know? So yeah, it's just a lot of like effort and magic that goes into it. Mark and I go back on this all the time. It's what you're looking for also in the performance is the human mistakes. Yeah. You know, when people get scared, when AI gets scared, how do they react? When a soldier, like, you know, sometimes all these consultants do things perfectly. Right. Right. And they rehearse it. It's muscle memory. But you want those moments where they're making mistakes and they don't do it perfectly. Schaut mal, G-God ist dabei. Schaut mal, G-God ist dabei. Dann sehen wir jetzt Benny Central, der ist auch so ein Streamer. Courage. Ah, guck mal, das war doch, G-God war auch dabei. Warum haben sie den nicht einmal gezeigt? G-God ist schon fast mit der größte COD-Streamer weltweit, ja. Also, warum zeigen sie den nicht im Stream? Ist da los, ey? Also, dass die den nicht bisher noch nicht einmal gezeigt haben, das hat mich doch etwas gewundert. Aber der war gerade in der Scoreliste drin und Benny Central auch. Okay, also ich habe mich auch jetzt gedacht, hey, das kann doch gar nicht sein. Ich meine, ich bin zwar Battlefield-YouTuber im Endeffekt, aber die kenne ich selbst auch, die ganz großen natürlich, wenn man mal so rumschaut, was es so gibt. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. That's you? Was that you in the suit? That was me in the suit. Yes. No. Was it really? No way. Yeah. Oh, dude, that looks dope. Oh my, I'm a big fan, he first did that. off. Big fan of Awesome. Oni. That looks So, awesome. but I mean, That was fun. we are bringing that fun element to operators like Oni and having these exclusive skins that you're able to put on, and it changes the whole character that you are embodying in the game, and that's where the fun aspect comes in. But you do have people who want to stay true. They want that realistic kind of approach and feel to the game, and I think the balance is really difficult, but something so far we've seen is that you guys have done that so well. Where does the decision making of the AI come in? I know the intuitive, creative part of the AI is so important to you guys, and having them making those decisions and become actually a vital aspect of in-game play. How does that work? Well, that's a balance between the programmers. The animators, we want them to do everything. So we just have them running around, but then cooking a meal. Tyson TV, müsst ihr mal schauen, der ist jetzt gerade im Log aufgetaucht, der ist auch dabei. Der macht immer so lustige Videos auf jeden Fall. Da könnt ihr mal eingeben, Tyson TV, da sagt euch, denke ich mal, dann was. Oh, how many times do we go back and forth on silhouettes? And because you want the AI to like be identifiable. Right. In that when you mix it up, you need to get that it's stuff. a little difficult, you know, but it's a balance between that triad of design, code, and animation, where we have our vision in our head and we just have to come together and compromise. Yeah. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dieser Gustav Gabel, der jetzt hier gerade zu sehen ist in diesem Squad, das müsste ein Deutscher sein, und Kaisar müsste auch ein Deutscher sein. Also 2 deutsche Streamer haben sie dabei. Insgesamt haben sie ja gemeint, dass die insgesamt 150 Streamer haben, die das Event mitbekleiden. Und 2 Deutsche habe ich jetzt auf jeden Fall gesehen, wenn ich jetzt nicht verlesen habe. Und der Rest ist natürlich dann amerikanisch, klar. Und dann gibt es jetzt hier auch zum Beispiel COD Next. Und dann so eine Nummer, eine Random-Nummer, das sind wahrscheinlich dann diese speziell eingeladen haben, die jetzt keinen richtigen Namen haben. Und die das aber jetzt hier vor Ort testen mit. Animation director at the studio, Bruce Ferris. I was just talking to him today about it, but it's really awesome. So I was just sitting down here on the floor watching it a few minutes ago. I was like, wow. Man, it looks so good. That's what I was thinking. Vehicle mounting and all the stuff that goes on with that. The way that you mantle on things. You've got a nice system where the feet are falling on the terrain the proper way, on staircases and things. Just ja, Leon angeklickt, du kommst aber sehr spät. It makes the characters look great. Ah, hier haben wir Stonage Mountain, der ist ja eigentlich auch aus Battlefield bekannt. Den haben sie jetzt hier auch eingeladen mit. That's all I could think about in the 3P part was like the character animations, they look so They knocked it out of the park. It's awesome. They really do. I got to ask you just that, a personal nerdy question for me, but I love finishing moves. I think they're so sick. How does that get created? What's the magic behind finishing moves? Are they actually played out live? Do you guys have to do it? We do. We do. Wow. Cool. We don't do them ourselves. It wasn't me in the suit. We go get stunt people, and we kind of map it out first, draw sketches. Like, hey, maybe it's like, do it like this, do it like that. We get them on stage, and then we kind of like just go through it together, to kind of just bring that action and that feel. That same thing that you just. Die ganzen Mods, die Modi meine ich, die haben sie auch komplett neu überarbeitet. Also die Symbole dazu, die Playerkarten sind auch ein bisschen modifiziert, die Embleme sind auch wieder dabei. Und wie gesagt, am besten ist wirklich das mit den Waffen, wo man die Waffen modifizieren kann. Das würde mich jetzt wirklich am meisten interessieren. Und wie das dann mit Events bzw. mit Aufgaben oder sowas aussieht. Weil diese Aufgaben, habe ich schon gesehen, gibt es auch wieder, also Daily-Aufgaben und Weekly.
wo du dann spezielle XP bekommst, vielleicht sogar noch Items, die du darüber freispielen kannst, meinetwegen neue Playerkarten oder zum Beispiel Soldatenskins. Das wird natürlich dann nochmal interessant, was es da für einen kompletten Umfang gibt. Ja, das auch nochmal, also sowas finde ich halt noch interessant, damit man auch noch ein bisschen was, sage ich mal, testen kann oder eine Abwechslung drin hat, so eine, sage ich mal, eine hohe. Really get to showcase that, yeah. You weren't asking if we have emotes, right? Well, no, I guess more like, I'm trying to think back, like there was one where I could do like a hula. Ja genau, der hat jetzt schon den Waffenskin von der Glock, diesen grünen, das ist der aus der Beta, den man dort freispielen kann, genau. Das sind ja insgesamt 30 Items, glaube ich, oder so, was wir uns vorhin schon mal angeschaut haben, die man da freispielen kann und ja. Und die kriegt man dann halt, wenn man das Spiel dann kauft, kriegt man die dann auf jeden Fall gut geschrieben, beziehungsweise die kann man dann halt nutzen, wenn man die in der Beta erreicht hat. Bis Level 30 geht es ja in der Beta. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch relativ schnell zu erreichen sein. 30 hört sich jetzt erstmal groß an, aber ich vermute mal, dass man die Level schon sehr schnell pushen kann in der Beta. Also da sind es nicht so viele XP. If we need to get me in, if we need to get me in, I'm going to call it Dance some on motion Grave. caption stuff. Yeah, I'm with it. I'm with it. I can definitely attest that you don't want to get him in. And yeah, that could be. Hier war gerade übrigens wieder dieser komische Affe eingeblendet. Der war jetzt schon zum 3. Mal zu sehen. Da müsst ihr mal schauen, der war gerade rechts unten wieder in der Ecke. Well, I think that's where you guys get to have some fun too, right? Oh, it's balance. Balance and contrast. It's the balance. It's the balance for I sure. imagine all the realistic stuff talking to the military, but you want to have some fun too. Absolutely. I do. 100%. And we are. Very And we will. Very true. Well, look, it's my job to balance the desk out here, and I got to talk about something very, very exciting. And Mark, I want to know a little bit more about the shoe surgeon. What have you been cooking up for us here? Hey, shout out to shoe surgeon. We all at a lot of us at the organization, we're shoe heads, right? So sneakerheads. But we're really excited Die spielen jetzt immer noch Bodenkrieg, oder? Hab ich das jetzt verpasst was? Nee, das müsste immer noch Bodenkrieg sein. Aber da sehen wir ja insgesamt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sogar 2 bis 5 Maps so etwa in der Beta. Also das wäre natürlich schon mega krass. Oh, zeigen sie sogar noch MW2 Boots, okay. Also das müssten mindestens so um die 2 bis 5 Maps sein und dann verschiedenste Modis. Also das ist jetzt nicht nur einer. Es müssten so auch so um die 5 Modis mindestens sein oder 6. It just is really, really, really awesome. It's iconic greens and all that, you know, inspired by, you know, Armaza and all the materials. These look awesome, and I also think I need to get some tattoos. And they both have ghillie snap-ons too, like you know, some people don't even know. Hey, what are those? You can ghillie your yeah. Like you don't know nothing about these. You got to put your ensemble together. Right. I like that. When you go out on the town, put your ghillie suit together, clip them on there, and you're set to go. I love it. I love it. But if you want to be one of the 6 lucky people to win a pair, maybe 5, because you know I might get one. You know, you need to follow Call of Duty. Okay. Then you need to tweet hashtag CODNext and hashtag sweepstakes, or you can scan the QR code there and enter to win. It's as easy as that, folks. Absolutely incredible. I've got to say, I really Ah, das sind natürlich wieder die Europäer außen vor. Und hier die Schuhe können wir wahrscheinlich auch nicht uns kaufen oder gewinnen. Ich glaube, das wäre Gewinn jetzt hier. Das kann natürlich schon sein, dass es wirklich nie für Europa freigegeben ist. Dass es wirklich nur für Nord- oder Südamerika ist, das kann natürlich schon sein. Icons everywhere I look. Including on the stage, though, it's right now time to toss down to Beef Mummy and see what she's cooking up. Right down there with the content creators. Wow, I'm ready to have another slice of that action here in Warzone Mobile. Did you like that? Yeah, Little Caesars right here. We're ready for another round of gameplay here. Amazing, 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 amazing. Ready for another slice of action? Me too, me too. So yeah, you know, only in Call of Duty Warzone Mobile can you have the type of intense, you know, Jetzt zeigen die uns doch wirklich nochmal Mobile. Manometer, das will da gar keiner sehen. Mein Güte, jetzt zeigen die uns wirklich nochmal Mobile. Well, you can already see it. Manometer. After the turns and what we've seen here so far, because so far it's been absolutely crazy. It's been Warzone 2.0, it's been Modern Warfare 2, and now we're going back in here. We're going back to mobile. And now I'm pretty sure a lot of you guys at home are really interested to see what is happening with our streamers that we have here today. And if you don't have it yet, comment down below what were your favorite moments here yet again, because we've had so many things happening already. Incredible, incredible. Now, and you know, one of the things that we wanted to Vor allem, dann zeigen wir uns jetzt so viel von der mobilen Version, die erst im Januar kommt oder nächsten Jahr.
Und die anderen Sachen, die jetzt schon in diesem Jahr kommen, haben sie zwar jetzt natürlich auch viel gezeigt, klar, aber die sind natürlich eher wichtiger, weil das ja eher kommt. Und die mobile Version interessiert mich jetzt auch nicht so unbedingt so sehr, sage ich mal. Wie lange geht denn der Stream? Ich sag mal, ich habe da gar nicht auf der Homepage gelesen, dass der so lange geht. Wartet mal, Leute. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Homepage, um jetzt nochmal ganz kurz nachzuschauen, ob jetzt hier da steht, wie lange das geht, der Stream. Ne, da steht nur da 19 Uhr. Aber steht nicht da, wie lange. Steht das dabei, wie lange? Nee. Hier steht auch da, wann man das vorab downloaden kann. Meine Güte. 14. September um 19 Uhr geht der Vorab-Download für die PlayStation-Spieler. Ja. Aber hier steht nichts dabei, wie lange jetzt der Stream geht. Ist auch interessant, ne? Also man sitzt jetzt hier beim Stream und kriegt gar keine richtige Info, was jetzt hier, wie lange das geht. Das ist echt interessant. Wartet mal, wenn ich jetzt hier auf den Blog drücke, also diese Übersicht von der Webseite ist auch relativ unübersichtlich, muss ich mal sagen. Was haben sie denn jetzt hier? Haben sie was aktualisiert? Oh, guck mal, hier haben sie was aktualisiert. Ach, guck mal, hier steht jetzt was Neues. Wartet mal, Leute. Hä? Moment. Die haben die Webseite aktualisiert gerade jetzt. Das war vor uns nicht da. Ah, die haben jetzt wahrscheinlich hier diesen, den Trailer, den wir vor uns gesehen haben, haben sie jetzt hier auf die Webseite genommen. Und hier sehen wir jetzt natürlich deutlich bessere Bilder, als was wir vor uns jetzt im Stream hatten. Ist nicht ganz so verpixelt. Hier sieht man jetzt auch diese neuen Sachen. Hier seht ihr schon diese Kamera, die man an die Wand schießen kann. Da seht ihr schon hier, diese Feinde kann man darüber beobachten. Oh, der Skin sieht ja mega schön aus. Der sieht echt gut aus. Ich kann es leider jetzt nicht größer machen. Dieser grüne mit schwarz und grau und echt nice gemacht. Oh, das sieht ja wirklich schön aus. So, das gefällt mir. Also die optischen Sachen sind wirklich gut. Alter, wie viele Bilder haben die jetzt auf die Webseite geladen? Das ist ja unvorstellbar. Ah, hier für die PlayStation exklusiv gibt es scheinbar hier auch noch was. Diesen Operator, den wir jetzt hier gerade sehen, mit diesem chinesischen Gesicht hier an der Seite. Den Operator mit dem Skin. Dann habt ihr jetzt hier scheinbar eine Maske. Dann für die Waffe gibt es hier noch was. Firing Range. Es gibt so ein Testgelände für die Waffen. Das habe ich schon gesehen. Spezialoperationen gibt es. Das ist das, wo ihr mit euren Kollegen zusammenspielen könnt. Das ist ja noch dieser weitere Modus. Da haben sie jetzt hier das Bild. Raids, das hat mir vor uns kurz, war ja angesprochen worden, ganz kurz. Ricochet ist das Anti-Cheat-Programm. Dann sagen sie jetzt hier nochmal was zur Beta. Aber ja, warte mal, warte mal, was das? Warte mal ganz kurz. Ja, genau, ich war auf das. Hier gab es noch eine Aktualisierung. Was ist das gewesen? Ach, hier haben sie Warzone 2.0 nochmal einen extra Beitrag gemacht. Oh, krass mit dieser Schüssel hier. Das sieht ja gut aus. Ist das so eine Beobachtungsstation? Das haben wir ja auch bei uns in Battlefield, so eine Schüssel halt. Ach, Al-Masra heißt die Karte hier. Oder dieser Bereich. Hier sieht man auch nochmal weitere Bilder, das haben wir ja vor uns gesehen. Hier ist diese Fahrzeuge, die wie gesagt überarbeitet wurden und die neue Funktion haben und auch ein bisschen anders vom Handling her sind. Das interessiert mich tatsächlich noch am meisten. Und dass man die halt betanken muss. Ne? Also die können da betanken und scheinbar irgendwie reparieren. Da müssen wir mal schauen, wie das konkret funktioniert. Dann gibt es neue geheime Informationen. Intels sind ja immer diese geheimen Informationen. Ich vermute mal, dass es da wahrscheinlich auch wieder sowas wie Aufträge gibt, wo man verschiedenste Sachen machen muss und dass man darüber dann meinetwegen jetzt einen speziellen Skin bekommt für einen Operator oder jetzt für eine Waffe oder sowas. Das wird wahrscheinlich sowas wieder geben. Also da wird es wieder sowas geben. Was haben sie denn jetzt hier noch? Da haben sie jetzt hier nochmal irgendwas zum Shop erklärt. Ach, hier haben sie nochmal das mit den Ringen erklärt. Es gibt ja nicht mehr nur einen großen Ring, sondern das spaltet dann nach einer gewissen Zeit sich in 3 auf. Und diese 3 werden dann irgendwann zu einem kleinen Ring zusammengeführt. Also das ist auch nochmal so eine Sache, was nicht schlecht ist und was halt auch neu ist. Dann haben sie hier den Gulag nochmal beschrieben für Warzone, halt, ne, dass der ein bisschen umgeändert wurde, beziehungsweise auch andere Maps, klar, natürlich. Dann schreiben sie hier hin dieses AI, also Combat. Aha. GMZ haben sie hier, okay.
Da haben sie auch nie so viel. Hier steht DMZ und hier steht gar nichts weiter. Oder besser gesagt, hier sieht man kaum was. Das müssen wir nochmal abwarten. Da kriegt man wahrscheinlich nochmal einen extra Stream. Beziehungsweise extra Informationen dafür. Wartet mal, was haben wir noch? Anti-Cheat-Programm, Tritatula. Nee, das war nichts weiter. Was haben wir noch hier? Ey, die haben hier richtig viel aktualisiert. Hier sieht man jetzt die Warzone-Map. Ich kann die, wie gesagt, leider jetzt nicht größer machen, weil wenn ich jetzt hier drauf klicke... Warte mal, kann ich das nicht so machen? Ah doch, ein bisschen größer kann ich so machen. So, das ist jetzt Trick 17, den ich hier anwende. Das kriegt ihr natürlich dann nochmal eh besser zu sehen. Das ist jetzt hier nochmal... Ah, die ist wirklich gut aufgebaut. Ihr habt einen Portbereich. Fortress ist auch wieder dabei. Airport habt ihr. Diese City, das wäre so ein bisschen wie diesen City-Bereich wie von der Warzone 1 Map. Query haben wir dabei, Caves. Also das sind wieder schon ähnliche Bereiche dabei. Also die haben sich wirklich hier Gedanken gemacht, merke ich schon. Hier sieht man weitere Bilder von dieser Wüstenbereich. Aha. Hier gibt es so eine Ölfactory. Das sieht da lustig aus. Hä, was ist denn das? Die City-Map sieht fast so aus wie bei Battlefield. Hier gibt es auch so einen Bogen, lol. Wenn sie das nicht abkopiert haben, Leute. City-Map mit Bogen, ey, das ist ja interessant. Sieht fast aus wie ein Battlefield, finde ich. Caves heißt ja Höhle, das ist hier so ein Höhlenbereich. Das sieht auch gut aus. Sternwarte, ach, Observatorium ist das. Ah, guck mal. Jetzt verstehe ich das. So eine Village-Map mit so alten Gebäuden. Und jetzt haben wir hier wie so eine Einkaufsbereich. Port heißt ja Hafen, das ist ja Hafenbereich. Village haben wir jetzt hier nochmal mit einem Boot und Wasserbereich. Ist denn das ein Friedhof oder was? Das ist ein Friedhof, glaube ich. B-Bereich ist hier mit dem Leuchtturm, genau. Fortress, genau wie bei Warzone 1. Da haben wir ja auch einen Fortress-Bereich gehabt. Die haben schon ähnliche Bereiche jetzt wieder reingenommen. Was sehen wir jetzt hier? Das ist wieder Airport, Flughafen, da gibt es auch wieder so einen Bereich. Okay, da haben sie schon ein bisschen so sich an Warzone 1 orientiert, das ist schon mal gut. Das haben sie noch neu gemacht, das war so Mobile, glaube ich, ja. Ne, das wollen wir ja nicht sehen, das haben wir ja gerade schon. Wartet mal, aber das haben wir noch nicht gesehen. Was ist das? Ah, hier sind die Feld-Upgrades, Field-Upgrades, Perks. Multiplayer-Loadouts. Aha, wartet mal, was ist denn das? Jetzt hat er das gedownloadet, das will ich doch gar nicht. Hier zeigen sie nochmal die Granaten, die es gibt. Flashbang, Rauchgranaten, Fraggranate, Smoke-Granate, Snapshot-Granate haben sie auch wieder, dass man dann wie so ein Abbild von dem Raum bekommt, ob jemand dort drin ist. Sensor haben sie auch. Ach ne, Heartbeat-Sensor ist das ja, genau. Stim haben wir, Heartbeat-Sensor. Kontaktgranate müsste das eine sein, Gasgranate, okay, Schockstim. Clemo haben wir dabei, Fraggranate, Molotov haben wir wieder dabei, C4. Drillcharge, was ist das? Wüsste ich jetzt gar nicht, was das sein soll. Ich könnte eine Granate sein, die wahrscheinlich dann, wenn man vorbeiläuft, nach oben fliegt in die Luft oder sowas. Sticky-Granate, das ist die Granate, die man halt so fest macht mit Zeug. Ah, hier Knife haben wir auch wieder, also zur Entfernung, also dass man so werfen kann halt. Hier, diese Proxy-Granaten haben wir vor uns im Trailer gesehen. Thermit ist auch wieder dabei. Ach, hier haben wir das mit den Perks. Ah, hier, das sind die Base-Perks. Ah, schaut mal. Da gibt es 4 und dann nochmal 3. Wahrscheinlich hier kann man, wie gesagt, 2 aussuchen für den ersten Bereich. Das sind die Base-Perks. Ah, hier. Das ist das, was du, wo du 2 Stück auswählen kannst, was wir vorhin schon gesehen haben. Das ist wahrscheinlich der zweite Slot. Und dann nochmal der Bonus-Slot. Ah, guck mal, hier ist der zweite. Und dann der letzte. Die sehen natürlich optisch ein bisschen anders aus als davor.
Ah, ein Schild haben wir auch als Cover, was man hinstellen kann. Thank you so much, Beat Mummy. What a day it has been. We're almost, are we nearly done? No, I'm going to try to guess that Ja, one. Trophy-System sieht auch komplett anders aus. Sieht aus wie ein Roboter. Portables Radar, was? Was ist denn das? Sieht ja lustig aus. Was ist denn das? Battle Rage? Ach, das ist hier wahrscheinlich, dass du einen Adrenalin-Boost dadurch bekommst und dann kannst du schneller deine HP regenerieren und so weiter. Und aha, das ist ja interessant. So ein bisschen. Das ist ja interessant. Und was ist das? Suppression-Mine. Loadout-Shop sieht auch interessant aus. Ja, habt ihr die taktische Kamera, die ihr so an die Wand schmeißen könnt oder auf den Boden? Munitionsbox. Dann gibt es Drohnen, die man so steuern kann mit einer TV-Kamera drin. Und scheinbar haben die auch C4 dabei. Das haben wir ja vorhin schon im Trailer gesehen. Hier ist jetzt die Drohne mit Recon-Drohne. Moment, da gibt es 2 Drohnen. Es gibt scheinbar mehrere Drohnenarten hier. Dann haben wir diesen DDoS. Ah, das haben wir ja vorhin schon gesehen, genau. Panzerbrechende Munition oder gegen Dings. Okay. Deine also deine Fußgeräusche werden dadurch leiser gemacht. Ah, sehr interessant. Aha, das ist interessant. Ah, die haben hier wirklich sehr viel aktualisiert auf der Webseite jetzt. Ach, hier Gefangenenrettung, das haben wir vorhin schon gesehen. Auf dieser Map mit diesem Bazaar, oder ich sage jetzt einfach mal Bazaar dazu. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch eure Teamkameraden wiederbeleben. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, schon ganz geil gemacht hier. Die haben ja echt viel aktualisiert. Mein lieber Herr Gesangsverein. Die haben jetzt immer noch Warzone Mobile erzählt. Mal schauen, ob es jetzt was Neues gibt. Ne, die reden gerade mit irgendwelchen. Jetzt können wir nochmal weiter gucken. Social Hub gibt es hier. Also da kannst du deine Kollegen einladen zu einer Gruppe, beziehungsweise wenn ihr zusammenspielen wollt. Dann kriegt ihr hier wieder eure Freundschaftsanfragen. Dann habt ihr jetzt hier die Friendlist, die Freundschaftsanfragen. Und wer jetzt gerade aktuell in der Party drin ist. Also optisch gesehen ist es sehr übersichtlich. Das habe ich sofort verstanden. Hier seht ihr jetzt, wer in der Party drin ist. In eurer Gruppe sozusagen. Hier sind einige Spezialisten dabei schon. Calling Cards, Emblem, Clan, Tag habt ihr auch nochmal dabei. Sehr interessant. Hier habt ihr Controller-Einstellungen, haben sie auch nochmal irgendwie erwähnt sogar. Basic-Einstellung. Ah, hier vom Controller haben sie auch extra nochmal was gesagt. Maus und Keyboard haben sie auch nochmal extra. Hier automatische Sprinten und so weiter, taktische Sprint, das ist ja auch nicht unwichtig. Keybins, also wie die Belegungen dazu sind. 120 Hertz, was ich ja vorhin schon gesagt habe, das soll ja angeblich jetzt auf der Konsole auch funktionieren. Field of View Änderungen, genau, Motion Blur und so ein Zeug könnt ihr aus- und anstellen. Oh, was ist denn das? Okay, Audio. Audio gibt's auch, klar. Was ist das? Interface? Okay, was haben wir hier? Minimap, Telemetrie. Also da gibt es wahrscheinlich auch wieder Daten, die man mit den Entwickler teilen kann oder auch ausstellen kann. Ne? Da müsste man natürlich schauen, was man da jetzt aus- oder anstellen kann. Network. Haben wir hier auch nochmal. Spieler können natürlich auch bannen oder besser gesagt auf die Bannliste oder sowas senden. Core-Effekt. Achso, ihr könnt wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwelche Leute ragen oder jetzt so Ausdrücke sagen, dass man das irgendwie aus dem Chat herausfiltern kann, dass man da wahrscheinlich eine Option hat, wo man das einstellen kann. Finde ich immer ein bisschen kindisch, muss ich sagen. Also ich will das ja selber wissen oder
Ich kann ja selber sehen, ob mich jemand beleidigt oder nicht. Da muss das ja nicht selber rausgefiltert werden. Das ist immer kindisch sowas, finde ich. Aber gut, die haben es halt drin. Was haben wir noch? Hier tun sie die Fraktionen wo vorstellen. Die stellen jetzt hier gerade Sponsoring oder so vor, okay. Basic Ingame Terms, was ist das? Eben Downside, das ist ja, wenn man durch das Visier schaut. Ach, das sind wahrscheinlich jetzt hier Begriffe, die jetzt erklärt werden, was das jetzt konkret ist, wie dieses Dolphin Diving, Camo, Double XP und so ein Zeug, Field Upgrade, was das zu bedeuten hat, ganz Miss Hitmarker, Killstreak und so weiter. Okay, das verstehe ich ja sogar schon. Selbst aus Battlefield-Spieler verstehe ich das ja teilweise sogar schon. Ping ist hier da, was? Alter, es geht hier ab mit der Musik, das ist ja fast schon Copyright-Musik, was hier verwendet wird. Third Person, hier Third Person haben wir auch. It's been a while. How you doing, sir? It's great to be back with you, Maven. It is. We've got a lot to chat through. Listen, you are here for the Call of Duty Endowment. Hier sehen wir mal die ganzen Modis. Multiplayer, Team Deathmatch, Domination, Hardpoint. Knockout haben wir vor uns gesehen. Gefangenenrettung, das haben wir gesehen. Search and Destroy, das war auch dabei mit dem Bombenplatz. Ground War haben wir vor uns gesehen. Und dann gibt es jetzt noch diese Invasion, was jetzt neu ist. Das war diese, scheinbar gibt es mit Invasion und Ground War zusammen. Invasion gibt es aber auch nochmal extra. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich ein Modi. Ich weiß gar nicht, das müssen wir nochmal überlegen, was das sein soll. Diese Invasionssache. Auf jeden Fall nochmal was anderes. Yeah, so at the endowment, we believe that quality employment provides the greatest benefit for the largest Hier gibt es 1 gegen 1, ja, okay. 100 Point Club, was ist das? Oh Gott, hier weiß ich jetzt gar nicht, was das alles zu bedeuten hat. Was ist denn das? Ich glaube, die beschreiben hier nochmal einige Wörter, beziehungsweise was das jetzt hier genau zu bedeuten hat. Die beschreiben hier nochmal so FAQ-mäßig einige Begriffe, die jetzt, sage ich mal, die ASCOD-Kenner, sage ich mal, neu sind. Wie zum Beispiel hier, keine Ahnung, KD-Ration, so ein Zeug, Flank, First Plot. Der erste, der getötet wurde, ich meine, was sind das? Ninja Diffuse? Pre-Aim, Press F. Was ist das denn hier? Ich glaube, das ist auch vor allem für Neulinge ja, natürlich auch gedacht. Hier sieht man nochmal die Beta-Belohnung, die wirklich sehr gut aussieht mit diesem grün-schwarz. Hier sehen wir den Killstreak, der gerade abgeschossen wird. Das ist die AC 130, glaube ich. Daily Challenge, hier steht es ja. Mit diesem General, also für die Waffen habt ihr, dann habt ihr spezielle Aufgaben für die Waffenaufgaben und es gibt allgemeine Aufgaben, die halt, sage ich mal, dann wöchentlich reinbekommt. Oder Daily, ja, nee, Daily ist das sogar. Dann habt ihr noch eine Bonusaufgabe. Week 1, da geht es von 1 bis Level 15. Ach, das war jetzt in der Beta. Achso, das ist die Beta hier nochmal. Da seht ihr jetzt hier, wie die XP-Verteilung ist. Ach, das war hier. Das ist auch wieder Werbung. Ja, sehr gut. Also die haben schon wirklich sehr viel aktualisiert, wie man sieht. Hier stellen sie auch sogar die Autos vor, wie viele Autos es insgesamt gibt. Wartet mal, das ist ja interessant. Das ist auch nochmal, ja, das ist nochmal für die Battlefield-Leute interessant. Ihr seht, da gibt es etliche. Hier für den Bodenkrieg habt ihr auch einige Fahrzeuge, die es nur im Bodenkrieg gibt. Schwerer Panzer, leichter Panzer und ein Auto, wo man halt als Infanterie mitfährt, was ein bisschen schwerer gepanzert ist. APC. Dann habt ihr noch Landfahrzeuge. Dann habt ihr einen Helikopter. Sind wahrscheinlich. Sind beides wahrscheinlich Helikopter. Und dann habt ihr noch das Whipboat, was wir vorhin schon gesehen haben, das Boot. Also Seevehicles hier. Und dann habt ihr noch ein Patrouillenboot und ein normales Boot. Ich vermute mal, das Patrouillenboot wird wahrscheinlich ein MG haben. Und das Whipboat wird wahrscheinlich dann nur für Infanterie sein, wo halt mitfährt, aber ohne MG und sowas halt. Das ist schon nicht schlecht. Also da, mal gespannt. Ach, hier sehen wir noch ein Bild.
von diesen APC. Das ist hier für die Infanterie mit ein bisschen Panzerung und auch was ist denn das hier schon wieder für eine Beschreibung? Also die haben sie generelle, also die haben sie nochmal allgemeine Tipps gegeben für die Fahrzeuge, beziehungsweise für Bodenkrieg dann. Oh, was ist das? What do you think's in it? No idea, but it's mine. Line starts behind us. Guess you're behind me again. Vámonos! Adios, amigos. You see any more of those? GMC Hummer EV reporting for Call of Duty. Well, Call of Duty fans, hopefully that got Das war ja gerade geil. Da haben sie fürs Auto noch Werbung gemacht. Das war richtig cool. Wartet mal, ich wollte mal hier schauen. Das war, glaube ich, auch das Fahrzeug, was wir jetzt hier gerade sehen. Das ist so für Bodenkrieg und auch... Ah, warte mal, die zeigen es jetzt im Moment. Let's just get to the facts, all right? The Hummer EV is the first and only fully electric vehicle in Call of Duty Warzone 2.0. And it doesn't stop there. There are some amazing features to the vehicle in game too, such as rapid acceleration and a unique sound seating and for the whole squad, off-road capability, and not to mention the vehicle's badass look. So when Warzone 2.0 launches this fall, players should be on the lookout for the Hummer EV in Al Mazrah. And actually, the Hummer EV will make an appearance in MW2's campaign before its debut in Call of Duty Warzone 2.0 on November 16th this year. Clint, a new vehicle for Warzone. The whole squad's going to be in there. We're going to be road tripping around Al Mazrah. I am pumped, man. And as we gear up for Warzone 2.0. Zeigen die wahrscheinlich mehrere Fahrzeuge, die nicht nur in Multiplayer sind, sondern auch im Warzone. Mal schauen. All that Modern Warfare 2 multiplayer gameplay you just saw, well, you're going to get to play that in the Modern Warfare 2 beta. That starts tomorrow for PlayStation players who have pre-ordered, then goes open for PlayStation players on Sunday through Monday. And don't worry, Xbox and PC players out there, the beta will start for you next week with an early Ja, access servus. period starting Guten Abend, next Dave. Thursday. Bist du gerade erst And with rein, the oder beta was? going live for all Ja, players bist du dir next eigentlich Saturday. MW2 holen, beziehungsweise jetzt gibt es ja die Beta. Da kannst du ja mal ein bisschen testen, das Spiel. By the way, if you have pre-ordered the Vault Edition of Modern Warfare 2, you get to use the Red Team 141 operators and the FJX Cinder Weapon Die Vault sollen in uns the jetzt mal die beta. Autos zeigen, There's Mann, und nicht schon no wieder über die excuse Beta to labern. not take part in this. But to make it super easy for you guys, scan the QR code below. Oh, and by the way, if we haven't even mentioned, by pre-ordering any edition of the Modern Warfare 2, you get to play the campaign up to a week early. This has never been done before in Call of Duty. Think about it. Getting to give campaign your full attention before diving in on day one into multiplayer. This is awesome. You know what? I mean, Ich dachte, sag mal, zeigen die jetzt mal die Fahrzeuge? Dann kann ich mir die ja selber fast auf der Homepage anschauen. Seeing a ton of great action on the groundbreaking Warzone mobile. But just to remind everyone out there again that you can pre-register for your free download of Call of Duty Warzone mobile now on the Google Play Store. Just in case you needed a reminder. Don't forget, get your phones ready. I know you're going to be playing the game on your phone, but check this out. Hey guys, Berg here. Ja, ist wieder Werbung für Warzone Mobile. Dann machen wir nochmal zurück. Ihr seht, also hier seht ihr schon, es gibt sehr viele Fahrzeuge. Ich gehe nochmal zurück jetzt. Ihr habt jetzt hier immer dieses Infanterie-Vehikel mit einer Panzerung und auch schon mal mit einer Verteidigung. Dann die Boote. Dann haben wir jetzt hier einen weiteren, was wir vorhin schon gerade gesehen haben, zum Pickup. Der aber auch schon ganz schön gepanzert ist, wie man hier sieht. So we've seen Modern Warfare 2. We've seen Warzone on mobile. Now it's time for Warzone 2.0.
Zeigt er jetzt Warzone 2.0 oder was macht er jetzt? Dann haben wir noch ein ATV für 2 Passagiere, okay. UTV mit 3 Passagiere sehen wir gerade. 3 Passagiere und ein Driver, also 4 insgesamt. Das ist hier dieses gepanzerte Teil. Da haben wir immer ein MG oben und einmal ohne. Da gibt es noch sowas wie ein zivilisiertes Fahrzeug für Zivilisten hier, irgendwie sowas. 4 Leute können da mitfahren. Shop-Top. So ein Jeep ist das hier, auch wieder 4 Leute. SUV haben wir auch nochmal dabei mit 5 Leuten sogar insgesamt. Cargo-Truck haben sie hier. So. Dann haben wir jetzt den schweren Panzer für Bodenkrieg mit einem 50er Kaliber. Das haben wir ja vorhin schon kurz gesehen. Dann haben wir einen leichten Panzer, das haben wir gerade schon mitgesehen. Diesen APC haben wir jetzt hier noch. Dann haben wir den leichten Helikopter. Heavy Chopper mit wahrscheinlich um Passagiere zu transportieren hier. Das Ripboat haben wir hier, genau. Und hier haben wir nochmal das andere mit. Das Ripboat mit Panzerung ist das im Endeffekt. Aber hier gibt es gar keine MG, sehe ich gerade nicht. Sehe gar keins. Warte mal, was hat man? Das hat man. Wie hat man das jetzt? Ja, das hat man. Und jetzt, was ist das? Ich denke, die zeigen jetzt die Fahrzeuge. Zeigen die uns die gar nicht, oder was? There are so much exciting gameplay moments. We can't wait to see for the next hour. We're going to be tracking along with these. We've got a bingo card, ladies and gentlemen. This is it. 9 challenges. This is going to be across the entirety of our Warzone Alpha gameplay. And basically, you've got to try to manage to nail a couple of these. Name us any fun ones? Yeah, I mean, fall damage death. Tim's going to get Timothy. 100%. He has to, right? Ledge hang elimination. Like, I'm looking at some of the CDO guys, like looking at Zuma trying to get one of those crim. It'll be interesting to see this bingo card. Who can complete it? Alec, vehicle elimination. We've got so many vehicles now to play with. I'm so excited. Like, one of my first introductions into Warzone was with, you know, the Berthas, was with all the vehicle kills. Was haben die jetzt hier hingeschrieben? Unterwasser-Eliminierung? Soll das ein Modus sein? Also, da bist du wahrscheinlich nur unter Wasser und tust dort gegeneinander kämpfen, oder wie? Wie soll ich das verstehen? Und dann hast du auch noch Vehicle Elimination, da bist du wahrscheinlich nur mit Fahrzeugen unterwegs und tut man sich halt gegenseitig beschießen. Also das ist ja interessant. Make sure you answer. Make sure you do enter indeed. Oh, Glenn, this is it. We've waited. The world has waited. Warzone 2.0. I'm one of the greatest Warzone players on the planet, and I'm excited to see some gameplay. Listen. No, okay, I'm not at all, but we have made it there. This is the power hour. This is when the stream goes off the rails and some craziness happens. We're gonna have some fun. We've been so excited to see this, guys. We haven't seen too much of the Warzone 2 yet. We've seen the map, so I can't wait to see how it plays. Jetzt wollen sie noch mal ein bisschen Warzone zeigen. Ich wollte eigentlich noch mal bei den Fraktionen hier schauen, weil hier gibt es noch mal was über die Fraktion auf der Webseite. Das haben sie vorhin gerade aktualisiert. Hier gibt es die Fraktion, die man hat. Und hier sieht man die ganzen Operator oder Spezialisten. Operator heißt es, glaube ich. Genau, Operator. Ghost, Orangi. Hier sind diese beiden Seiten auf jeden Fall. Genau. Und hier sieht man die ganzen Operator, die man zum Anfang hatte. Das ist interessant. Hier ist auf jeden Fall wieder Ghost dabei. Fahrer ist dabei. Price auch. Hutch ist auf jeden Fall auch schon bekannt. Aber es sind natürlich auch neue Operator dabei. Sorop gab es auch schon. Und jetzt sagt man auf jeden Fall was. Bei Zimo oder Cleo oder so, hier oben sind einige neue dabei. König zum Beispiel habe ich auch noch nie gehört. Also es gibt einige neue. Okay, das war's schon. Die haben wir noch mehr. Also die Operator sehen natürlich schon erstmal gewinnungsbedürftig aus. Die sehen schon ein bisschen anders als früher. Die haben sich schon ein bisschen umgestaltet. Oh, warte mal. Yeah, I see some fist pumps. They are ready. Here we go. These guys. Dude, look at Isaac smiling, bro. He's so happy. Yeah, I think these guys put the hours in, 8, 10, 12-hour days. So they're ready to see what their life's going to be like for the next couple of years. Yeah, right? And again, this is the largest
battle royale map that anyone in the Call of Duty world has built. This bad boy is absolutely huge. Al Mazrah's got it all going, and here we go, Clint. The first drops. Where are we dropping, people? No, like I kind of want to drop your. Ich habe die ganze Zeit jetzt gewartet, zeigen die uns eigentlich auch mal Warzone, ja? Und jetzt zeigen sie uns doch noch Warzone. Jetzt sehen wir doch noch Battle Royale. Also ich wollte jetzt schon abschalten den Stream, aber jetzt sind wir doch noch dabei. Also Warzone ist ja schon für viele interessant. Ihr seht gerade, ich springe jetzt raus und dann gucken wir mal. Jetzt wird es doch für viele interessant. Weil das soll uns jetzt angeblich die nächsten 2 Jahre lang begleiten. Nicht nur 1 Jahr, sondern 2 Jahre. Und dann wird halt entschieden, wie es dann konkret weitergeht. But Mr. Evans is very excited. Here we go, the first boots have touched ground, and let's find out what exactly. Again, everything's changed. Loot has changed. All new. I mean, we saw earlier, it's like loadout or high loot spots. It's going to have AI around it that you have to kill. Dude, I thought maybe fall damage there. That was going to be the first I think he did. No, he did. Definitely did. So there's still loot crates. Looks a little bit different in the UI when you open it up. Okay. Oh, you can pick what you want? Okay. We're all learning here, by the way, friends. It doesn't just pop out when you open it. Like it's a list, and you just pick it. Yes, instead, I kind of like that because one of my complaints lately has been like the sheer amount of like clutter that'll be on the floor. It sometimes have like gotten me killed. Yeah. Because there's so much loot on the ground. There's like somebody. Haben die gerade gesagt, dass man in der Kiste mehrere Waffen drin hat und wenn man die lootet, dass man dann eine Liste hat? Und bei den First Aid Kits genauso? Was ist denn das? Das verwirrt mich jetzt konkret. Mal richtig, also. Wow, first one we see. That was fantastic. What a bounty that was. Again, so we are still playing at home for those who the TCL Power Hour. Does this? Oh my hello. God! You can use the elevator. That's Where are we dope. going? What floor are we headed to? Do we have elevator music? Oh. Wait. Get Jorge to sign the elevator? No way! Die haben gerade jemanden mit dem Elevator getötet. Also ihr seht, Fahrstühle gibt es auch. Sehr interessant. Und ihr habt wieder Panzerplatten dabei. Meine Güte. Und das seht ihr, das gehen sogar 3 Panzerplatten rein. Der eine hat jetzt hier nur 2, der andere hat noch gar keine. Und es gibt vermutlich auch wieder Rucksackgrößen, die jetzt etwas größer sind und kleinere Rucksäcke. I just seen him dead and then it increased, like he just started dying laughing. That was great. Oh man. First looks again of Al Mazrah here in the Warzone world. Warzone 2.0 already. Content. Nothing but content, Ali. I'm not over Der eine hat jetzt schon so eine lilane Armor. Ich denke mal, das wird die verstärkte sein. Der eine hat jetzt eine gelbe und der andere gar keine. Also ihr seht, es sind schon mehrere unterschiedliche Sachen jetzt dabei, die es so noch nie in Warzone gegeben hat. Da muss man wirklich jetzt erstmal schauen, wie das jetzt konkret überhaupt funktioniert. Also wenn man da jedes Mal eine Waffenliste hat, wenn man so eine Box öffnet, das ist ja voll umständlich und vor allem das dauert ja auch lange, wenn man das überhaupt verstanden hat. Yeah, really interested to see how that one goes down. Again, already liking the the quality of life, the user interface changes there, the way plates are laid out, everything is a real item that sort of sits in the world. That's dope. Cha-ching! Just cashed out. Just literally robbed the register. I love that. Everything has meaning. Die haben einfach mal gerade die Kasse geraubt hier. Da ist ja auch Geld drin und sogar richtig viel gewesen. Habt ihr das gerade gesehen, lol? Reimagining what Warzone already is, making it better. Yeah, I think it's one of those things that like it'll probably seem a little bit slow right now with like players doing it for the first time. Yeah, Pop. Ripped and dropped. Iceman Isaac hitting his shots. I want to see somebody maybe try some of the objectives that are there on the map. Like the stronghold. I want to see that because I know they mentioned AI earlier around the strongholds and there's going to be like high loot spots there. So interested to see what you can grab. I thought that was proximity chat for a second. The down guy was screaming out. Also ihr habt gerade gehört, wo die besseren Loots sind auch Bots verteilt, die das verteidigen scheinbar. Und wenn ihr dorthin gehen wollt, müsst ihr einmal die Bots beseitigen und gleichzeitig gegen andere Spieler kämpfen. Das ist natürlich schon schwierig dann, wie ich gerade mitbekommen habe. Wait, and it's not with a random person. Wait, so Mingod has apathy. There's weapons on the floor. Loot up, get into the fight. Here we go. How big is this map? No, so there's also AIs in here too. Oh my distraction AI. God! What? That's not a real person. That's a distraction. Whoa. It doesn't make him any less dangerous. Apathy. Help him. Help your teammate, who's not really a teammate. So not only do you have a teammate now, there's distraction AI bots, and you have to pick up loot off the ground. This is wild. This is way dude, different. you could see like question marks on his face. That's the first time you've been in there. So. Habe ich das gerade richtig verstanden? Die waren gerade im Gulag drin und dort ist AI mit dabei, die für dich spielt oder gegen dich? Und dann noch dein Kollege oder was war jetzt gerade los? Ich bin maximal verwirrt. Also ich habe jetzt gerade sehr viele Fragezeichen. Like as many shots as he put into it, it just kept pushing at him. You gotta earn your way back for a second life. You gotta fight your way back in this one. Here's the first look at the heartbeat sensor with the battery life. So this is something we've been talking about for so long.
strong players who, you know, say rely on the heartbeat sensor a little bit too much. That battery life, oh, she's dipping. Okay, I was actually very anti heartbeat in Verdansk. I was. It was like an unlimited UAV to me. What do we call it? The baby monitor. Yeah, the baby monitor. But now, Schaut mal bitte bei dem Fahrzeug, da ist die Tankanzeige ganz links, die geht gerade nach unten. Und das Fahrzeug scheint vorne beschädigt zu sein. Ihr habt gerade insgesamt 4 Slots, einer ist drinne und die Tankanzeige geht nach unten. Seht ihr das? Die ist grün und die geht jetzt nach unten, lol. Before you go in there, you've got cash to be spending. I actually don't know if you actually have to buy it, but and also if you're running that GMC Hummer EV, I mean, it's a recharge station, surely. Gas prices like mimic real world prices. There's a surge this summer, unfortunately. Just can't fuel up. Oh, yeah, the vehicle meta kind of dies for a week or two. Everyone's on foot. It's just so expensive right now. That would truly be something. But yeah, I mean, I feel like that's kind of the big takeaway so far. I don't even want to say yeah, I guess you could say a realism thing to a degree, but just more logical, I guess, is almost the thing I would say. Like, it's more logical loot. There's money in a register. Yeah, exactly. I mean, if I open the register and there's like a a shotgun in there, I'd be surprised. Oh, howdy. Adios. And this looks like it could be a stronghold. So was that an AI? That was an AI. Yes, it looked like it might be, but I don't see it on the map. Which is, okay. Yeah, yes, we do. We see it on the right side. Buy station over there being marked as well. Also to note, the backpack down on the D-pad there on Pramage's screen. See what that looks like if he presses it. Pramage, let's go, bro. Also ihr könnt natürlich wieder Gegenstände mit Q oder sowas markieren, das habt ihr gerade gesehen. Es gibt natürlich wieder eine Buying Station und halt Bots sind bei diesen Stellen auch verteilt, wo es halt höherwertigen Loot gibt. Und wenn er so eine Crate öffnet, so eine Box, da müsst ihr komischerweise erstmal mit diesem komischen Mausmenü rumeiern. Finde ich jetzt nicht so gut, weil das dauert ja schon seine Zeit, ehe man da sich zurechtfindet. Also das ist gerade, wenn du da lootest und dich nicht auskennst, da wirst du meistens dann, denke ich mal, von anderen abgeschossen in der Zeit. That's a good assessment. You got to pick stuff up. Tim's like, okay, you can't just put the food in your mouth, you have to chew it. Yeah. You have to chew it before you swallow it. Like, yeah, man, you got to pick it up, brother. He cannot get through this window. Oh. Is that a bot? He shredded that guy. That was the AK-74U. First time I've really seen that played with today. Tommy, Kluxy, and Swag. What a fun team that is. They have activated something on the top side of the screen. I've got no idea what this is. Jack, Jeff, Joe, if you're here, we need you. We are excited, but we are ignorant. Yeah, this is one of the new objectives. And I just saw your text about assisting you with your situation. I was also mid-segment. Just FYI, I wasn't ignoring you. I just saw that. Thank you. I just looked at my phone for 1 second and needed help with travel. That's my guy right there. Yeah. Just look good out. Just let you know I was thinking about you, buddy. Looking out. We have actually got assistance here. We might be able to get some IW folks up here to give us a helping hand with what looked like it could have been in a contract, but I am completely making that up. No, I mean, it must have been some sort of objective. Like Miles, you are a cerebral genius. Yeah, I'm just really like mastermind. The circles, how they play out. Very, very smart. The skull's up to here. Aiden on the right-hand side of the screen having a good time, just, running around, flowing. Actually, he might be in the lobby. He's pretty dead. Chatting it up. He's pretty dead, Yeah, I think right now, I mean, you're just seeing everyone kind of learn and explore and just... There we go. Gas circle splitting soon. Okay. Look at that icon. This will be new. So is this going to be a 2 split? You're trying to jump the fence? So just go around. The end is literally right there. Just please. Wait, why can't he jump? Yeah. I don't know why he can't jump it, but like just go around I feel like he should be able to mantle that, and maybe that'll be something. Maybe test from the side, trying to mantle it. Booyah doesn't. Well, gotta hit those shots. Booyah doesn't have the hops. All the shots, apparently. Also es ist doch so, der Sandsturm ist es diesmal, sondern es ist nicht mehr Gas, sondern ein Sandsturm. Ihr seht das gerade, der kommt schon da hinten. Und die müssen jetzt hier schon weg, weil der gerade jetzt hierher kommt schon. But then dude, Clint, these are deep bushes. I'm gonna lose. I'm gonna get absolutely torched from one of these. You know, I'm looking at this and I'm just thinking Molotov. Dude. Do you think the fire spreads? We'd have to ask about that. Do you think the fire spreads? We go back to Molotov. That'd be a lot of fun. That would be awesome. awesome. At that point, you gotta have like destructible environments. You're like shooting a building and it's falling apart. So what are we thinking of the map right now? It looks some pretty cool points of interest. Like it looks clean. I mean, it looks great. I just kind of want to wander. I mean, I feel like a lot of them are in the mode I would be if I was playing. What? Now. Oh, it's a bot. Yeah. So there's quite a bit of bots. Like whenever that just you like find protect loot. Yeah. That's a lot different. Like. Yeah. Well, I think the main thing is just the audio, maybe from the act of like killing one. Like you're going to loot, it might alert somebody that you're there that wouldn't have otherwise noticed. Oh yeah, Gulag coming up. This full squad's not down. We have 47 minutes. Also ihr seht schon, das ist dieser neue Gulag hier. Die stehen jetzt hier oben und kämpfen gerade welche. Und die warten jetzt, bis sie runterkommen. Jetzt sind sie unten.
Und jetzt mal schauen, ob wieder Bots dabei sind. No way. It's got paired with Grim. And they're going up against Ocean Ops and Almond. So, I mean, if they're picking Warzone players, I'm picking them. Guns up. Here we go. What a duo. Zuma's up top watching them. Rocks still being thrown. A fave in the gulag. That's right Zuma throwing rocks at him. Picked up the shotty. There's one. Oh, they got smoked! Cooked. They're not making the case for the pro players, all right? Oh, CDL got to represent. Just Oh, got God. Wait, here we now go. we have to watch Zuma. Oh, hello. Oh, the chopper looks clean. Schaut mal, Mr. Westy, Mr. Pro Westy, das ist auch ein Battlefield-Spieler. Der ist auch dabei. Also ich habe jetzt schon 2 Battlefield-Spieler gesehen, die beim COD-Event mit dabei sind. Und 2 Deutsche. Also ist schon ganz nett. Und ihr habt es gerade gesehen, das waren gerade 3 Ringe und nicht nur ein Ring mehr. Und zum Ende vereint sich das ja dann wieder zu 1 Ring. Also sind schon einige Neuerungen drin. Hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt auch noch so viele Sachen in Warzone ändern. It could be. That would be a lot though. That'd be, you'd get 100 pings off. Well, I'll tell you right now. That's a full game. When people use the heartbeat sensor, they're spamming it. Yeah. Oh, See ya. Well, let's see what happens again. I wonder if you can go to a gas station, find batteries maybe, or if you just have to put that thing down. Maybe just sort of steps gets it going, or maybe the sun recharges it. We'll find out. Go to Hydro Dam. Hydro Dam. Then we got a socket and a USB-C. Yeah, the UI of the loot and all your stuff in there looks super clean. So that looks like the backpack as well. So again, a different loot, different sort of inventory system than we're used to. That's the backpack. That's cool. So you can pick up a different. Yeah. So you can hold on to a ton of stuff. does it affect your movement speed? It's like. Ali, I don't know, mate. You're learning as much as I am. Yeah, that's fair. That's fair. Where's Joe? I'm just asking out loud at this point. Was halt auch aufgefallen ist, dass die Map ziemlich frei ist. Also schaut mal bitte jetzt zwischen den Häusern und oben bei diesen Steinen, wo sie vor uns gelaufen sind, das ist auch relativ frei. Darum geht's ja. Wenn nämlich so viele Objekte da sind, kannst du die ganzen Gegner gar nicht so richtig lokalisieren, was ja bei Vanguard gerade der Fall ist. Und wenn ich das jetzt hier richtig sehe, guck mal, ihr könnt sogar die Waffe auflehnen. Das wollte ich mal wissen, sehr gut. Also Waffe auflehnen geht wieder, sehr gut. Und es sind weniger Objekte bei Warzone dabei. Da kann man besser die Leute identifizieren und muss sich nicht die ganze Zeit ums Environment kümmern, was ja völliger Schwachsinn ist. Das haben sie ja mit Vanguard komplett verkackt. Also da sehe ich schon Verbesserungen auf jeden Fall. Wo ich jetzt ein Problem sehe, ist einmal mit diesen Lootboxen, wo du die Waffenauswahl dann hast, wo du mit der Maus erstmal rumeiern musst die ganze Zeit und scheinbar nie spammen kannst. Das ist natürlich schon schwierig. Und wie man das jetzt ja, wie man aufnimmt, da muss man jetzt mal gucken. Circles, I imagine. Oh, my guess is like one circle, one's the other. Yeah. Maybe the one that you're closest to. I was actually wondering that because if you were an aggressive player and you had a circle of less people, would you have an idea of if the other one was more popping and you could make a play to maybe get to that? Like, let's say you could or some kind of play. I was kind of wondering that. I'm assuming that's what it is. I could be wrong, but that's what makes sense, right? Yeah, that makes sense. It must be. Also, he has an extra plate, so. And it's purple. It looks dope. The other circle is getting fried, so that just dropped so quick. Like I feel like half the players just got decimated. Yeah, they're getting destroyed. I wonder if that was the chopper we saw previously, the one that was up in the air there. Yeah. A little bit of backpack management here. I suppose the backpack is just your ammo count. Other tools, little toys you have, and again, so many new. I mean, between. Der hat gerade eine goldene Gasmaske bekommen, das ist wahrscheinlich eine verbesserte. Und man kann natürlich auch wieder Munition oder Plates verteilen unter Kollegen. Das habt ihr ja gesehen, das funktioniert. Ich sehe auch, das geht relativ schnell. Aber bei diesen Lootboxen, also bei diesen kleinen Kisten, die auf der Welt verstreut sind und die lootet die, da ist diese Auswahl, sage ich mal, mit dieser Maus oder die dann aufpoppt, ein bisschen schwieriger und vor allem auch langsamer. Das ist wie gesagt schwierig. Hier, guck mal. Jetzt geht das auf und dann muss der erst auswählen irgendwas. Finde ich ein bisschen schwierig. Dann müsste da einfach mit E alles rein ins Inventar so wird bekommen. Aber wahrscheinlich ist das jetzt hier echt mehr, wo du schauen musst, was du da auswählst. Oh, maybe that's an indicator of the stronghold. But okay, first with the parachute here from. One important question. And do we ask? Have we seen a loadout? We haven't. I haven't. We may never. Well, I don't know. I was curious. I wasn't sure if that was a thing. I haven't. It's got to be loadouts in here. This looks like a loadout weapon right here. More on that later. Yeah, we don't know. Live react. But the circle's still. We're doing it live. I want to see how the circles merge together at the end of the game. All right, let's go, Blake. He spotted at least one. A lot of vehicles around. I didn't realize that was Blake at first. Howdy. Mustache.
He's got the mullet. Get the angle, hit it. Ooh. A little crack. Isn't it nice? Das war gerade eine manuelle Markierung, dieser rote Punkt, den muss ein Kollege gesetzt haben, mit Q wahrscheinlich. Damit hat er einen Feind gespottet. Mich wundert gerade, was das nämlich für Markierungen sind. Die sehen ja richtig komisch aus. Also von der Optik her sieht man das erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Und da kann man hier so halb rüberklettern und an der Mauer stehen oder so hängen bleiben und das rüberschauen, so ganz komisch. Bin jetzt auch ein bisschen verwirrend. I'm getting like teased with like a ledge hang and a little bit of swimming, but we don't have the elimination just yet. Run, Blake. Oh. Uh-oh. Here they come. This is a 1v. Oh, yeah, no, it's done. I was going to say, this could have been a 1v3 survival. This team's there, though. Oh, wait, it's still on. And they're frying. All right, listen. Wait a minute. The Warzone squad's going to take it out. That's oh, wait, it's Biffle. Never mind. No, it's Biffle. Biffle's back. Here he goes. He self-res and just popped up. Yep. Oh, he's smiling. I wondered what happened there. The self gets off. He makes the play. He's got a streak. Okay. Look how much cash he has. Okay, so it is still on the ground. This reminds me a little bit more. It looks like stuff's divvied up. This is a little bit more like a combination of Warzone and Blackout. In the sense of like Warzone, you know, it had all the loot in the ground. Blackout, you'd have like a backpack and you'd open that and steal the stuff. This is like it has it on the ground, but it segments it off into various things. You had your armor, right? You had your mask, you had your backpack. So it's kind of like a hybrid between Warzone and Blackout with looting, I think. You remember the times? Round loot. Yeah, remember the times that you're trying to like, I just want to pick up that gas mask, and there's 100 things on the ground. Yeah. And you can't find that one thing on the ground. You know, it's like trying to lift Thor's hammer. Yeah, that was like a nice, I want this one thing. I'm going to grab that. I'm going to look at this item on the ground, pick it up, done. I could tell you how many times I just run over loot. I grab everything. I'm like, oh no, I left my sub. Let me go back. Oh, grab it again. There, yeah. So it's like, it's clean. You just like can't make any mistakes there. 3 circles almost coming to a close here. This is a spicy one. He's got paper, 15 grand in his pocket. So I'm going to buy station, see what he can get. Yeah, can we hit a buy? I mean, firstly, you have to buy a teammate back. I think everybody here wants to get that first win so bad. We are 40 minutes into the TCL Power Hour. We're 40 minutes in, or we have 40 minutes left? 40 minutes left. Okay, let's say. Don't trust me. Oh, no, you said that? I was like, dude, time is flying. I was really into this because we have teleported in time. Like I'm Doctor Who. Hey, why did you go? I don't know. Hey, this has been my favorite area of the map so far. That building was dope. Like a prison almost. Was sind denn das für komische Zahlen da oben? Ihr seht immer, wie viel ihr getötet habt, dann sieht man, wie viel zuschauen euch gerade, dann sieht man insgesamt, wie viele Leute noch da sind, wie viele Gruppen und was bedeutet die 10 und die 15 da unten drunter. Ganz rechts oben, das verwirrt mich wieder maximal. Was das zu bedeuten hat, verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Yeah, you had like a little bit in Fortune's Keep, a little bit in Blackout at times, but not like a Daisy. All right, go. So you saw the buy station was. There was a section that said buy. Jetzt haben wir gerade die Buy Station gesehen. Ihr habt gesehen, die ist auch komplett anders von der Übersicht her. Und jetzt sehen wir hier die 3 Ringe und das soll dann zu einem Ring vereint werden, jetzt am Ende. Yeah, because it said buy armor, buy weapons, and then I think it was buy ammo or something. Uh-oh. Come on, Cloaksy, hit it. Don't get run over. Oh, no, he's getting ripped. Oh, his teammate just dropped and eaten like an enchilada. I might be hungry because I. Oh, precision airstrike. He pops it out. You just had a slice of Little I had one. Pizza. I need more Little Caesars though. I need like 2 whole pepperoni pizzas within my mouth. This is the best LAN party I've ever been to. There is pizza everywhere. Oh, it was Isaac and Grill. Yeah, I mean, we told chat like this is off the rails now. Oh wow, he got hyper beamed with the vinegar range there. Listen, guys, my AR is fucking trash, but my. Oh, Nicholas, is it the aim or the AR? Hat sich Niklas oder wie der heißt gerade beschwert, dass er ein bescheuertes Team hat, was Trash ist oder was? Oh mein Gott. This is actually a lit rack. Wow, these are. Wait for it. Key? Jail key drop. Wait. Recover the key and escape. Get the key. Get the kill. Here. Oh, he sent it and Swag just shot him in the forehead. Now down to a 1 versus 1. Is the key? Wait, 25 seconds. So I guess that's kind of like how
in normal Gulag, you'd get to that flag or whatever when you went to like OT. Maybe the key's kind of like There it is. Freedom! Oh, did he just dip? He dipped. Curious. There was a door at the back. He cracked He the just key. walked out. He dipped. Awesome. I'm not sure. That was great. He picked up a key and just ran for it. I'm out of here. Okay, so that's actually pretty cool. I would lose full though. Nah, yeah. If somebody did that to me, I'd be so But mad. do you imagine that, like, you just it's lose. 2v1, you're like, where is he? He's got the key. Sag mal, wie war denn das gerade mit dem Gulag? Da gibt es den Key, den musst du irgendwie halten und wenn die Zeit rum ist, kommst du raus. Und wenn du noch lebst, bist du auch draußen irgendwie. Hättest du ganz komisch gewesen, gerade mit dem Key. Jemand hatte gehalten, die anderen hatten ihn, die anderen brauchen ihn. Also was war das gerade bitte? Also das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden mit dem Gulag und dem Key. Eventuell ist das eine Aufgabe, die innerhalb des Gulags macht oder die random ist. Weil vor uns war das ja anders gewesen. Oder war das die ganze Zeit schon mit dem Key im Gulag? Also das hat mich jetzt gerade irgendwie verwirrt ein bisschen. Und ihr seht gerade, der macht jetzt hier, der braucht jemanden an der Buy-Station, mit der jemanden kaufen jetzt gleich. Get in the hatchback, Jack. I feel like there's somebody close. You can see like buy weapons and you can upgrade your weapons. So I'm really. Oh, the clutch up. He gets Bop with his teammates back. Yeah, I'm intrigued to see how that works though. It's like, what do you like? Buy a weapon with some of your attachments, then upgrade it to the attachments that you have, or is it attachments that the game sets for you? So we'll see. Oh, so many questions. Yeah, I have so many. I'm seeing a lot of highways as well. This is a lot of fun. We're going to see, I think there's a little bit more of a lean towards vehicular combat, which I'm very, very excited about, given the fact that like there's 19 ways to battle each other in cars now. Well, the one thing I'm kind of digging, like, yeah, there's going to be some new versions of combat, but like at least what we're seeing so far, it doesn't look like you have, and that might be the loadout change too, but I think it's with 5 attachments, like you can't beam someone with an AR 400 meters. Like it's going to force closer range combat. You're not going to be terrified to cross any open gap, which I think ARs have been too easy to shoot. Like this, I mean, that has more recoil than I've seen in 3 years. Yep, that was that M16 was kicking. Krim was like, I'm gonna rethink this fight. Like, get my mind. But I think in general, like, it's better if it's a little bit more difficult to shoot at long ranges. It just needs to be, in my opinion. This is what I wanted to see. How powerful is it? Can you finally shoot them? It's running out of gas, man. It's running out of gas. This is Greeds, one of our streamers or content creators coming from Japan. That's awesome. Also though, man. Ihr habt ja gerade gesehen, dass der Truck gar kein Benzin mehr hat. Das ist natürlich eine neue Sache, wo man drauf achten muss im normalen Warzone, also jetzt im alten. Da war das ja egal, da bist du einfach mit dem Auto weggefahren und jetzt musst du noch darauf achten, dass du genügend Benzin drin hast. Also das ist ja echt interessant. Vor allem, der spielt jetzt hier auch alleine, sehe ich gerade. Oh my god, that's the meta, dude. Find Having the eco-friendly vehicle. Go green for the green. This is a duo. The Hummer right EV. Big He's Bob. got a key. Wait, what is this key about? Wait, Ooh. you see the key on his head? I'm not sure. Bobby's got a key. He's got the key to my heart, but that could be one of the sort of special loot locations. There's some subterranean spots. Chilling, dude. These are the guys I hate in Warzone. Camp in a staircase with Phoenix. Yeah. I need that proximity chat. I need like the people walking up me like, I know you're in that staircase. The way he's playing, I feel like Bob's AFK and he's protecting Bob. That's what I'm getting from this, Bob at least. Bob has not moved. Because the Symphony I know does not run up and down staircases 400 times. This guy has to be in fights over and over. He literally has to hold forward. So I mean, if you think I about figured it, something was going on. This is a really important map. Like whoever wins this, like they hold the record for most wins. Yeah, right. In Warzone 2.0. Like it's your stream title right there. Just get it up there. Yep. Just get it up there right away. World record holder. There's a lot of those in Warzone. Dann sieht man auf der Minimap jetzt oben so grüne Bereiche. Wenn Sie sehen, das Aufgaben, die man da annehmen kann oder irgendwas muss da ja sein. Jetzt läuft er gerade dran vorbei. Ich vermute mal, dass das Aufgaben sind, die man annehmen kann. Wie jetzt zum Beispiel, du bist jetzt der meistgesuchte oder du jetzt hier irgendwelche Aufgaben machen, wie zum Beispiel loote irgendwelche Kisten. Das sind bestimmt diese Aufträge, die werden hier auf der Minimap jetzt aber echt komisch dargestellt. Das sind natürlich alles neue Symbole. Da seht ihr, die meistgesucht war das gerade und dieses komische Teil, was wir hier sehen, ist Kopfgeldauftrag. Müsste das sein, Kopfgeldauftrag. I'm wondering like how long a map is right now. Well, this has been 30. It seems like we're like, did we start 30 minutes in, yeah. Did We started right away, yeah. Yeah, so this is. Well, we're also hopping in and out of I think maybe 2 different games. I think it's. Or it's delayed. I think it's at least. I think it's 3 because I think we've seen solos. This is trios. I think. No, it's all the same It's game. all the same. So there's solo people on. Oh, that feels bad.
So what I'm wondering, like, is just length of game. This might be a little bit longer than it's been in the past. Seems like it, yeah. Probably because people are just figuring stuff out, to be honest. Well, probably part of it. Also gerade gehört habt, die haben auch gesagt, das wird wahrscheinlich längere Runden sein als im normalen Warzone. Ich vermute mal auch, dass das jetzt hier so, keine Ahnung, statt 20 Minuten oder 15, teilweise sogar auf eine halbe Stunde zugeht, wahrscheinlich hier pro Runde. Das ist auch ein Nachteil, finde ich. Wenn die Runden zu lange gehen, das ist, finde ich, nicht so gut. Also das wäre natürlich jetzt mal interessant zu wissen, ob das wirklich längere Runden sind. Das ist für mich ein Nachteil, ehrlich gesagt. Do you think there's just one? Like there's the one golden Hummer EV? I don't know. Or maybe. I'm excited. I'm just talking out loud. I know it seems like I'm asking Miles, like you have all the answers. I've got a piece of paper in front of me that just, it's the bingo card. Again, we haven't seen a vehicle elim, ledge hang elimination, most wanted card. We haven't seen any of these just yet. Here we go. Fall off. Die to. So this is it's still the bright spot of this for me was Jorge dying. Oh, it doesn't that count. does that count? It doesn't count. Come on. Doesn't count. No, he got shot. This is really where I'm going to count that. I'm counting it. I'm putting that on my bingo They're card. now in the 6th circle. There's 20 people. Die wurden gerade beschossen, sind vom Dach runtergefallen und gerade in diesem Augenblick ist diese Zone gekommen mit diesem Staub. Dann ist der runtergefallen, hat wahrscheinlich noch ein bisschen Fallschaden bekommen und da drüben sind jetzt Feinde, die habt ihr gerade gesehen, die sind rot markiert. Und jetzt geht der Ring gleich zu und dann ist die Runde zu Ende. Ich glaube, das ist jetzt hier auch nicht Solo, sondern Trio gewesen. Oder 4 Leute. Look how leaned up he is. Oh, here we go. No plates. Oh my god. Oh, this is a welcome team looks a little bit more decked out. Wait, decked out? They've got different color armor. Most wanted target eliminated. Well, that team didn't hit the bingo yet to survive it. I think that was a Claymore prox mine right to the shins as he went through the door. But there is a different kind of plate. 3-plate purple. I have questions. Yeah, we saw Nick Merckx have that earlier, so I think it's maybe you hit the shop and you just buy armor. Oh, maybe it's okay. Swanky, expensive armor, branded. Yeah, I've always wondered if we'd have something where it's like a helmet in game, you know, where you don't get knocked by one snipe or something. I'm not sure if that's the case, but. Oh, that looks like Crim's. I mean, we've only seen one M16 of the game so far. Is that Crim's one? Is he dead? Is he down and out? Might be. Observatory ahead of us, one of the higher points on the map as we've seen so far. So this is, I mean, look at Al Mazra. She's gorgeous. See you, Jack. Oh, Jack is dead. Absolutely. Oh, that's Jorge. So they got out of that situation they were in, I think. They were able to get the kills. They look like they crept through the wall. Yeah, let's stay on board here. Look how small this circle is. We're going to see who ends up taking this one, but it looks like it's just Hitch. He's trying to save the squad. Blake's down, and there's a thermite sitting on. He's holding them back with the thermite. Yeah. The fire looks. They got to rotate though, so we have to be careful here. They've been sniped. Oh, here comes the bingo! No. Here comes the bingo! Here comes the bingo! This is love and trust right here. I got him! That's a bingo! That's Sorry, a bingo. that wasn't actually a bingo, but it is definitely one of the airstrike elimination here in the is. One of them died. hour. No, they're not dead yet. No, but you got one. No, he's dead. Yeah, one Yeah, got he's finished. dead. Oh, hey. I mean, we're looking at no plates, nothing here. Like, this is going to be tough. They're going to have to leave this rooftop as well because the gas is going to push them They out. need to just get a kill. Lads. Blake is down and now. I really like that new looting out of the backpack. I think it's just one of those things I'll like once I get used to it. It's just going to take a little time. Oh, here we go. Ooh! He's only got one in the clip. He's got the two-piece. I was hoping maybe it was the fall damage there, but Jorge, he's going to drop. I didn't see how he got the kills, but yeah, it looked like he was able to knock 2. 7? Was it 6? 7? It looks like 7. 7. There's a handsome man blocking the view there, but over to Nick Merckx. Final 4. Oh, they're in a great spot. Rotation coming in here in a second. This looks dope. This little tent that they're in. I mean, this would be nice if there wasn't a Oh, so it looks like you can only plate up. I see. You can only plate up to 2. You have to get something to go to full plate. Yeah. It's a big fight! Oh! I thought it was maybe like a helmet or something like that, but I see what you're saying. Nick's chilling. Still has plates to go with. I didn't realize it was limited to 2 at first. Let's see the gas mask, how that operates. Reload. Just there you go. For the dub. 3 teams remaining, 6 players. They've got what, 2 left up? So it might be like a 2v2v2. He has the inflatable decoy to play with as well. That could get really funny. Oh no, you're in trouble now. This is a good decoy time. Just pop it. I got you, swing. I love mixy endings. This ending is dope. Oh, this is so sweet. Coming out the gas, still across the bridge. You get the knock? It's just Nick. It's just Nick. He's on the right side. He's on the right side. Play you. Here they come. Oh! Oh! So 1v1. 1v2? 1v2, right? 1v2. Oh, no, he's the res. You're right. It's 1 player up because his teammate's still up. 1v1.
Oh. Where are they? Einer ist nur noch, einer noch. Da drüben schießt er, Mann! Lol. Das war der erste Warzone-Win. Das war jetzt der erste Warzone-Win auf der neuen Karte, Alter. War echt gut gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, ich fand's gut. Selbst ich als Benefit-Spieler habe mitgeschwitzt. Das war wirklich gut. Und vor allem das Environment ist nicht so verbaut wie in Vanguard. Sehr gut. Also ich habe jetzt hier keine Probleme erstmal gesehen. Das Problem, was ich bei den Kisten sehe, ist halt, dass da die scheiß Maus aufpoppt und dass du da so komisch auswählen musst. Das war jetzt die einzige Sache, wo ich sage, die stört ein bisschen. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Aber sonst war das Gameplay sehr gut. Sandsturmkram, ich habe jetzt keine Lags oder Bugs großartig gesehen. Also das war ganz gut. Das war jetzt der erste Warzone-Win auf der neuen Karte. Mega geil. Also hat wirklich gut gemacht. Also selbst ich als Battlefield-Spieler fand es mega gut. So who was the solo on that? I was trying to like figure out the situation at the end. Like Nick was just popping off. Yeah, he's just frying. Yeah, I was 100%. a little too tense to see what was going on there, but I mean, hey, that was fun. Well, here we go. 1v3 check. We saw airstrike eliminations as well. I believe on that little rooftop. I don't think we got bingo though. We didn't get, but we got that at the very least. Ooh, no one got multiple grenade kills. Okay, 2 down. Unless we missed it. Please tell me someone fell to the death. Ach, das sind hier irgendwelche Sachen, die jetzt machen müssen während des Events oder was? Hier mit Airstrikes und so ein Zeug und Eliminierung unter Wasser. Ich dachte schon, das sind irgendwelche Modis oder sowas. Ich habe schon gedacht, was meinen die denn hier? Aber die neue Map ist wirklich nicht schlecht. Also ich bin mal gespannt. Also no, unbelievable. Of course it's Nick now. Dude, when we were watching him earlier, like in the 3P game mode, he was looking disgusting. Like he looked like the best player we watched in the 3P. He has a lot of experience there. Now just hop right into Warzone, making plays. Guys, I'd love to see it. Guys, we've seen Warzone 2.0. Initial impressions. I mean, again, like there's no one here from IW. We're just fans. Yeah, no, I'm having a blast. It's just to me, it seems right now like a bit slower pace, but I can't tell if that's a circle thing or people learning and kind of exploring the map. I imagine it's a little bit both. Like it's new. Yeah. It's gonna play a little bit slower at first, but it's neat. Yeah, I think my favorite thing about it right now is like the way the looting is, where the loot is at. Like it's on tables, it's in cabinets, the backpack down. Like there's less stuff. Also ich kann auch jedem empfehlen, selbst wenn ihr kein Battle Royale Spieler seid, seid unbedingt am 16. November, da kommt der Warzone 2 dabei. Weil die Anfangszeit ist immer die beste Zeit. Wenn man die einmal miterlebt hat, da kann man auf jeden Fall sagen, das ist übelst geil. Also das ist wie so, als wenn Battlefield 4 jetzt rauskommen würde und man ist beim Anfang direkt dabei. Das sind einmalige Erlebnisse. Ja. Also das muss man auf jeden Fall mitmachen. Selbst wenn man jetzt kein richtiger Battle Royale Spieler ist, sollte man sich das anschauen. Das ist Wahnsinn. Ich denke mal, da wird es auf jeden Fall auch sehr viel Zuwachs geben. Die Leute wollen sich natürlich alle die neue Karte anschauen. Also das wird schon sehr spannend werden. I'm very, very excited to load in when it drops. Well, now we get a quick look at that first win. We're going to see the POV of Nick work once again as he goes up in that 1v3 situation. Thanks to the guys at El Gato. Here we go. Where's the W button on that big bad boy? Bang! And this was the final play on that bridge, Clinton. Yeah. So he killed 2 people. Yeah. So it was 1v3. To the right, to the right, to the right. Good teammate call out. Good comms. Let's go! Dude, he is just... I was worried, like, if Storm wasn't as close to him as it was, like, he was going to get on that heady and just smoke him, but he was so weak, he got, like, 1 bullet in. Das ist das Ganze ja. Am Anfang wird es meistens noch nicht so sweaty sein. Du lernst die Map kennen und die meisten sind noch nicht eingespielt. Das sind schöne, chillige Runden. Selbst als Noob hat man da eine Chance und dann ist halt die Frage, wie ist das Anti-Cheat-System? Gibt es viele Cheater? Wie entwickelt sich die Sache? Das muss natürlich auch noch beachtet werden. Aber meistens ist es so, dass am Anfang noch nicht unbedingt so viele Cheater am Start sind. Das nimmt ja dann meist erst mit der Zeit zu oder das, na, so. So far I'm really liking it. I used to play PUBG, so this is really exciting because it does have that tactical feel to it. But what I'm most excited that I've discovered is the vehicle enhancements. You can get on the roof. I mean, you can jump out at any moment. You can switch your seats, which is exciting. That kind of has the vehicle, tactical play style that you can throw in there with every match and kind of mix things up a little bit. So I'm really excited about that. And everything feels pretty good. It's very new, so it's going to take some time getting used to, but so far so good. I'm having a lot of fun. And what do you think about those circle reworks? The circles are interesting. You got to pick the right circle, You're not sure. I don't know. I'm going to have to try it out. I haven't made it to the circle zone yet, so. Well, then finally, we're here at COD Next among 200 of your fellow content creators. What has been the highlight of this event for you so far?
Honestly, the highlights being able to sit next to Huskers, my partner, and play games, and we have a lot of fun. But I did just kill him in the brand new Gulag for the very first time, so that was really rewarding and really exciting. But it's been a lot of fun seeing everybody and, you know, just seeing all the gamers out and about again after everything we've been through, so it's nice. That's awesome to get to share this with your IRL duo, but for now, that is enough from me as well as P90 Princess. Back on over. Thank you very much, Jess. Well, we're back at the desk. Jack O'Hara joining us once again. Hey, mate, we could have done with you a minute ago. We saw a lot of things. We had so many cool questions. Stuff. Yeah. Very, very fun, though. Super excited to see more of that later on. But first, if you are just joining us, Jack Links have an incredible giveaway. Here are all the details. So, wir schauen uns mal, was jetzt noch kommt. Ich glaube, da machen wir den Stream aus. Mal schauen. Vor uns kam mal, wie gesagt, noch was ganz Interessantes. Da wollte ich eigentlich schon ausmachen, aber dann haben sie gesagt, die wollen ja jetzt noch Warzone 2 Event, also Gameplay zeigen. Jetzt kommt nochmal Werbung, okay. Dann gucken wir nochmal schnell, was hier war, ob es jetzt hier noch was Neues gibt. Oder ob sie jetzt hier so gelassen haben. Was war das gewesen? Warte mal, das haben wir für uns jetzt angeguckt, genau. Das war das, was wir uns schon angeguckt haben. Ist das hier Gott? Okay, das sind die Guides. Und das haben wir uns wohl schon angeguckt, ja. Alles klar. Nichts dazu gekommen. There you go. Keep your eyes peeled and spot the Sasquatch on the screen throughout the show. No, I'm not the Sasquatch. I know what you're saying right now, chat. Scan the QR code and enter all your information for a chance. Absolutely. Win. What are you talking about, Maven? Also die Warzone-Map, die neue, macht schon Eindruck auf jeden Fall. Vor allem, dass sie hier den Bogen genauso wie bei uns in Battlefield haben, so einen ähnlichen, ja. Also das ist schon gut. So, nee, das haben wir vorhin schon gesehen. Was war denn das jetzt hier? Nee, das war das. Hier war die Warzone gerade nochmal aufgesplittet oder genau gezeigt. Ja gut, nee, da haben sie nichts weiter aktualisiert. Nee, die MZ-Zone soll mit Warzone 2 rauskommen, also jetzt im November am 16. beziehungsweise zur gleichen Zeit oder ein Stück später, aber nicht zum Anfang. Also die MZ-Zone oder die MZ oder wie das heißt, kommt nicht zum Release raus, sondern erst später. Könnte der 16. November sein, ja, oder später. Also das ist, man hat erstmal zu tun, man beginnt ja erstmal mit der Kampagne. Die Kampagne ist ja eine Woche früher verfügbar, wenn man vorbestellt. Danach kommt der Multiplayer, dann kommt Warzone, beziehungsweise vielleicht zur gleichen Zeit noch DMZ. Und danach kommt Warzone Mobile nächsten Jahr, also Anfang nächsten Jahres, so wie ich das verstanden habe. Also da ist schon einiges zu tun, wie man sieht. Aber hier das Warzone-Event, gerade jetzt, wo sie gerade zum Ende hin sind, das war wirklich spannend gemacht. Also da muss man echt sagen, schon ganz gut. That are there as, you know, an extra target that you can kill, you can get their weapon, you can get some ammo, etc. A little extra loot. Yeah, and then they can also serve as a warning that there is another player there. So right now we're experimenting with having them in various different play spaces and seeing where they're the most effective and the most entertaining, basically. Jack, as far as armor plates go, like a little UI thing here, there's a full-plated character has purple-colored armor plates versus the blue ones. What's going on there? So there's two sides of armor plate carriers essentially. So you're picking up the 3-plate carrier, and that means you can go to 3 plates essentially. Okay, that's a lot of fun. Okay, all right. Now I also noticed within the backpack we saw Nick Merckx carrying C4 while also having, you know, a frag grenade and a smoke grenade. So if I've got a backpack, is that a separate pickup on the ground as well, or is that something that your character comes equipped with because they're already a badass? So what you have is you have the strip at the bottom, which is your loadout, and then your backpack, you have a starting backpack that is a certain size, and then in that you can put extra items and you can hold duplicates of things that you want to keep. That's a lot of fun, yeah, because we saw him run a C4 and at one point he's like, yeah, I don't feel like C4 right now, this is very useful. Also ihr habt es gerade gehört, die Backpacks sind auch wieder unterschiedlich groß. Ihr habt zwar einen Startrucksack, aber ihr könnt dann später noch tauschen, beziehungsweise natürlich dann auch die Items rausschmeißen und neu reinmachen, das geht klar. Aber da sehe ich auch schon wieder ein Problem mit diesem Rucksack. Am besten wäre eine größer, weil mit dem Rucksack, da hast du natürlich dann einen Vorteil. Wenn du jetzt einen Rucksack hast mit 20 Slots, keine Ahnung, und der andere hat jetzt nur den Standardrucksack mit 10 Slots, dann bist du deutlich im Nachteil.
Und dann hast du jetzt, wie gesagt, noch ein Problem mit den Fahrzeugen, dass die jetzt diese Tankanzeige haben. Das musst du jetzt jedes Mal mit beachten. Wenn du ein Fahrzeug hast, okay, steigst du ein, da ist kein Benzin mehr drin. Ja, wo kriegst du jetzt Benzin davon her? Also. So is the backpack that you start with, that's your backpack for the whole game, or is there an opportunity to ever expand your backpack? And if you can, does that affect the movement speed on the character if you pick up? That's a very realistic question. Ali, you're right. I'm sorry. I can't carry many things on a day-to-day basis, Miles. You should see me try to bring my groceries into my apartment building. It takes a very, very long time. So I was just wondering if that was one of the realistic things that was implemented. Fair. So there are different sized backpacks, but they do not affect your movement. Okay, don't affect movement speed. That's the question I had. Oh, also, in the Gulag, it seemed like there was an AI that had popped up at one of the points that we were watching. It didn't seem like it was a killable AI, though. It seemed like he put a bunch of shots into it, and it never went down. Are they even killable, or...? He is killable. Okay, so maybe the person we were watching was just bad. Yes. It takes some Achtung, Leute, jetzt ist gerade wieder der Typ da. Handy in der Hand, nehmen, rechts unten abscannen. Essentially is definitely killable, and if you gang up with him with 2 teams of 2, you can essentially take him down and get a reward and get out of the game. Okay, cool. Yeah. And if both teams take him out, So can everyone get out? Yes. Okay. Well, for those of you looking on screen right now, phones out. It's time to scan that QR code. Jack Link Sasquatch, he's on screen. I know you remember the video. Scan away, friends. Sprat now making a quick drop. Any particular hotspots you've got there, Jack, that you like? Well, Hydra is always going to be fun in my heart, which is the one that we're looking at right now, because that was one of the first ones we made. It was one of the first ones to incorporate the water and have the river running through it and having a little bit of current that can drag you along. And obviously a ton of fun boat chases through it, etc. It's a good place to find a boat. So this one's always going to have some funness in my heart, and I'm sure that the rest of the development team as well, just because it was the first one. It's really sweet. It's kind of like the heart of Al-Mazrah, where it all kind of began. Exactly. Are there any sort of fun Easter eggs that you guys as a development Das war gerade wieder ein Bot gewesen, der da hier abgeschossen hat. that we can find as players? So there's definitely a few locations that you might recognize. Maybe. Some in downtown, some in the airport, and some in the quarry. And then as you start playing the game, you'll discover little locations that are kind of little secrets. Der hat gerade gesagt, es gibt wahrscheinlich Easter Eggs oder kleine Secrets. Das wird natürlich spannend werden für mich. Da gibt es auf jeden Fall wahrscheinlich dann wieder Easter Egg-Videos. Ich hoffe es. Der hat jetzt gerade gesagt, es waren insgesamt 4 Spots, wo was sein soll. Secrets oder Easter Eggs. Da müssen wir uns natürlich mal umschauen dann, wenn es da ist. But now I'm okay. While you guys were talking, I put down 3 of those. Very, very impressive. Thank you, Little Caesars. But oh my God, I'm okay now, Mouse. Shout out to Little Caesars, yeah. No, it was amazing. I was eating way too fast though. But I want to go back to the Gulag real quick. Can you kind of take me through, I guess, the various ways you can get out? Like, what are the combinations of it? Because you were kind of saying both teams can get out. How does that work? I guess I want to get a little bit more understanding of how the whole ecosystem of the Gulag works. Can I pause that? Is this a stronghold, Jack? We'll get back to the Gulag when someone's in there. This looks, I saw flags, I've seen sort of markings, and there is an assault now. Tim's down! Oh no. Okay, so at the same time, this looks like a stronghold. The icon on the top side of the map, is that telling you what's going on there? Correct, exactly. What does the little skull mean? To the right of that? That was his teammate that just went down. To the right of the stronghold icon in the sort of top center of the screen. Just underneath his compass. Oh, there's just underneath his compass, that's indicating that you can go to a black site, essentially. Oh, okay, and this is one of the more sort of secret locations, high-level loot. Okay. Okay. Do you need a key for that, or is that sort of first come, first serve? Once you've accomplished once you've taken down a fortress, a stronghold, then you will be able to get a key to the black site, yeah. I mean, Jack, one of the problems, I suppose, is you've all created this game with a million things inside. It's so fun. You've got 3 sort of excited children here who are going to be constantly pestering you for the duration of this game. That's okay. I mean, we wanted... I'm a very old child, but yes. We all are inside. Yeah, right. We wanted to make this thing where, as you keep playing, there's just more and more things to do, right? So we're just always looking to put some depth in there, some things that once you've played 50, 100 matches, that there's new things for you to go and explore and try out, etc. I think this is... Well, you can already see the pace picking up a little bit. I don't think we saw anyone with more than 1 or 2 kills. Aiden on 7, and I think as people get more comfortable, the pace of play will obviously pick up. But, oh, I do want to say, okay, I'm just going to say it. The first iteration of Heartbeats pissed me off because he just, listen, every time I would die and spectate, just Heartbeat over and over and over again. 400 times in a row, just Heartbeat, Heartbeat, Heartbeats, little rodents crawling around just doing it over and over. And I was just like, listen, it lasts for, it's like a UAV you have forever. The battery life almost made me sing for joy, so thank you.
It literally almost made me sing for joy. How does it work though? Like what? Like how long basically is like the timing of the Heartbeat Center's battery? Does it have a timing? Is it by? Ach, jetzt habt ihr es gerade gesehen. Ihr tut zwischen den Rucksack und euren Loadout hin und her switchen. Also was ein Rucksack ist, habt ihr nicht im Loadout. Also wenn da noch ein zweiter Stim ist, der müsst ihr irgendwie dann rüberschieben. Oh Gott. Das wird ja abenteuerlich, wenn ich das hier schon sehe. Also das wird schwieriger sogar werden. Yeah, sorry, I'm Specific. the analyst on the desk. My brain is like. You are not alone, my friend. But change my question: is there a solar panel on it? So if I'm outside, does it last long? And once the battery is one of those ones that you can't take out. So once you're done, you're done. It's a one and done. That's a very important question around the fuel in the cars, though. So like, are they tied to real-life market prices? So if there is a surge in gas prices, is it going to be more difficult to get gas in game? I mean, we don't rule out making a game mode about that. For now, the gas prices are consistent throughout the I'm seeing in the future like Mad Max tie-ins and it's vehicles only and fuel is the most important resource on Earth. And oh my goodness. When it does come to the gas station, though, do you have to pay for the gas? No, it's all free. Oh, that'd have been great fun, though. Yeah. Everyone like cash up. We need to get gas, gas, and some Jack Link's jerky. All the homies in the wagon just bumping music to the gas station. Oh, look at this. Oh, that's a good parking job. That was actually impressive stuff. Mich würde mal interessieren, wie man denn hier tankt. Fährt man einfach an die Tanke und das geht automatisch oder musst du da irgendwas drücken? Das wurde hier noch nicht gezeigt, nämlich. We're leaning more towards realism than, sort of floating colorful guns in the ground. See, I don't even know if I say realism as much as like, because sometimes I think things being too realistic, for me, I sometimes don't like. Like, I want it to be arcadey in a video game. Sure. It just seems more logical to me. Like, it's just like, this is where you would expect this type of thing to be. A cash register has cash. Yeah. And like, I'm sure there's realistic ties, but to me, it's just like more logical. Yeah, it's where things make sense, right? Yeah. So it's just, you go into a store, like you're going to go in this gas station, you're going to find cash at the cash register and loot on the shelves. And that is another one of our vehicles. This looks like this little armored personnel carrier. Open turret, kind of scary, but still a lot of fun, clearly. Yep. And you just sort of keep rolling after the person got out, so I'm sure people will make some fun videos with that eventually. I do have something for like a limited, we're in the desert, like some sort of oasis that can spawn in a certain place and pops up. There is an oasis on the top north of the map, actually. It's very, very pretty. And sometimes I don't think I've seen it yet. Yeah. Top did Abe get the dub this time around? Yeah. Zweite Like top left-hand side of the map, Oasis. We'll see if anyone goes there, but we're still pumping on through the TCL Power Hour. We might have seen a vehicle elimination in that game. We'll wait for the full word there from our referees. Meanwhile, in another game. I forgot it was on the map. I was thinking about like Oasis like spawning up like the mirage of it. There's a locale directly on the map. I forgot about that part. Yeah, there's somebody flying the big giant chopper over there. Yeah, that looks insane. Yeah. Gulag. Okay, back to the Gulag questions. Oh yeah, I guess. Here we go. Yep. Can you give me a breakdown of like objectively how this works? So we're experimenting with different versions in there, essentially. So right now we have in each version, basically 2 players get put together. If your teammate happened to die at the same time as you, odds are that you'll end up with them. But if not, you're going to end up with whoever else is in the gulag. That guy's thick. Yeah, like that AI is that the jailer? Eating. Yeah, that's the jailer. Okay, and the jailer has the key. Correct. If you kill him, you can sort of buy your freedom. All right, Hitch got. He's gone. He's gone. And I don't think he's realizing that's one of those things you need to group up on. Like if you're going to do it, it's almost like, will proximity chat work in there or not? It does. It should be talking to each other. That's what I'm kind of wondering. If there's a proc chat, everyone's like, all right, guys, let's be friendly and, group up on the jailer. But then you lie, and then you kill them. See, that I like. However, don't team up with Maven, obviously. Yeah, I'm going to be dark and twisted. Less than 10 minutes remaining in the TCL Power Hour for all sorts of fun stuff. Still to happen. We've yet to see a ledge hang elimination or a multiple player grenade elim. That's a 2-piece. I think we like to call it in the CDL business with a single greniche. We don't call them greniches. We just call them. What's the metal usually? Popcorn or something like that? Was aggressive. Was that a nade? Oh, wait a minute. Precision airstrike? I think it was precision airstrike. Yeah, that was a precision airstrike. And that looked like sort of side lean. So how many different like models of vehicles are there? Because we're so used to, you had what? You had the buggy, the Jeep, the ATV, and the Bertha, basically. You had those 4, and they were big set skins. How many like different variations do you have now? It seems like So there's more variations. It seems like it, right? We have the 4x4, which you just saw. We have the
colloquially, I'm trying to find the right word. Maybe I can't say it on stream. No, that's okay. That's okay. I understand. The vehicle, but there's more variation that's for sure. A little older and a little bit more beaten up. Yeah, yeah. So you have the little car. You have the 4x4. We have the armored 4x4. We have the big helicopter, little helicopter, ATV, TAC Rover, which is like a four-person like UTV kind of off-roader. There is also a crop top 4x4 as well. So that one's fun. Schreibt mal eine 1 in den Chat, wer noch da I ist. have to ask now, is there a car showroom where we can sort of see? Schreibt mal eine 1 in den Chat, wer noch da ist, Leute. Schlaft ihr schon? Ich glaube, ich mache nämlich jetzt einen Stream aus. Ihr seht jetzt, es kommt nur noch Warzone und ich denke mal, die meisten Sachen haben wir jetzt gesehen. Gulag haben wir gesehen, die Fahrzeuge. Die MZ wird, glaube ich, jetzt auch nicht weiter vorgestellt. Ich glaube es zumindest nicht. Nie, dass sie das danach vorstellen, wenn ich jetzt offline gehe. Aber wir haben jetzt soweit alles gesehen, denke ich mal. Different skins, right? Yeah, eventually. Of course, why wouldn't we? That'll be a lot of fun though to see that go down. And also, do we know how the refueling situation works there? So the EV situation is that there are electrical power stations at the gas stations as well. That's great. I'm very relieved. Yeah. Because I was thinking, you know, surely get to the gas station. There's a socket. I wonder how good the parking jobs have to be. Like, do you just have to be in like the vicinity, or like do you got to be right up next to it properly? You got to be pretty close. You can't be like 10 feet away. Yeah. And if you have a chopper, you have to come down in close and like either be landing very precariously between them or have it just. Oh wow! Wow, that'll be cool to watch. I didn't even think about refueling the chopper. Yeah. Okay. Yeah. Well, this is going to get stressful. Many Eclipse content abound, friends. Ninja on your right-hand side of the screen here, still rocking and rolling in the TCL Power Hour. How many kills has he got? And has he checked his private messages? I'm sure somebody had to walk up to him today. Die Moderatoren sind aber echt nicht schlecht. What was that about? Die sprechen echt Hey die man, ganze we got Zeit beef. durch. Das ist gar nicht so What are you einfach. talking about? Super Evan on the left-hand side of your screen, one of the more lethal Warzone players, especially. Bad boy. He's a dangerous animal, isn't he? He's also very tall, surprisingly large. Yeah, he's like 6'5". Looked like he just popped his DDoS. So any and all electrical equipment in the nearby, claymores, you name it, everything just got sort of tickled in the worst possible way. Actually, Jack, does that also affect players? Can they, if you as a player have been DDoSed, are you able to use any sort of equipment at that moment in time, or? No. Is it things that are already in play in the world? Well, things that are in play in the world, disabled. Vehicles can also get disabled as well. So it's a pretty powerful experience against that too. Okay. Well. Yeah, that's good, because sometimes vehicles, there's a lot of them. It can be frustrating. You need a good way to deal with them. That sounds like it can be for sure. Say that's the circle. All right, so Leute, wir machen, glaube ich. Seem familiar to people too. Leute, ich glaube jetzt nach der Runde, wenn die jetzt zu Ende ist, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wenn da jetzt nochmal das Gleiche kommt, bin ich raus. Also jetzt nach dem, was jetzt gezeigt wird. Ihr seht jetzt gerade oben, wie viele noch am Leben sind. 44. 24 Gruppenmitglieder insgesamt. Und dann bin ich dann raus, denke ich mal. Hier wird ja auch nichts mehr weiter gezeigt. Wie gesagt, war so. Und wir haben jetzt alles gesehen. Fahrzeuge. Gulag haben wir gesehen. Die ganzen Beta-Maps haben wir gesehen. Dann das mit der Waffenschmiede, dann die ganzen Perks, die neuen haben wir gesehen. Wir haben jetzt hier das Event hinten gesehen, wie das aufgebaut ist. Also die Location haben sie wirklich gut gemacht. Da kann man echt nicht meckern. So ein Event, das habe ich bisher nur im Battlefield 1 in Erinnerung gehabt. Das war aber jetzt schon so lange her, das war ähnlich. Da hatten sie ja Snoop Dogg eingeladen, auch relativ viele YouTuber. Das war ähnlich groß gewesen oder wenn nicht sogar genauso groß. Das ist natürlich jetzt hier auch wieder so ein Meilenstein. Das sollte man als FPS-Spieler auf jeden Fall, sage ich mal, gesehen haben. Wenigstens einen kurzen Ausschnitt. Man muss da jetzt ja nicht 3-4 Stunden dran sitzen, sage ich mal. Das ist natürlich jetzt eine Ausnahme, aber das ist natürlich ein extremer Meilenstein in der FPS-Geschichte. Das wird sich schon noch in den nächsten Jahren, denke ich mal, da kann man sich zurückerinnern an dieses Event auf jeden Fall. Oh, there's a train. Kept that one secret, Jack. That's right there. That's right. Kept that real quiet, mate. That looks great fun. I guess is that a sort of similar situation to what we had in Verdansk? A lot of toys on it. Yeah, and you're actually going to see some more things that are train related at launch. The fun one for me is being able to jump up on the roof of a car and then jump to the moving train. Oh, we're talking like Wild West style. Oh, like, wow. all right. This is going to be fun. Bobby Poff is absolutely lit, ladies and gentlemen. It's so funny just watching them kind of learn, hear them talk through stuff. So Dude, Bobby's voice, by the way. He's found the key to a stronghold, though. So does that mean? So Jack, you have to kill these the combatants around it,
and then get inside, get hit it, hit it. Get the key and then go to the next one. What does the key do? The key Nee, helps also, you das, get in. also von der Geschwindigkeit her ist eigentlich Battlefield 2042 schon etwas schneller als das normale Battlefield, wie man es kennt. Aber ich finde, das neue Battlefield muss jetzt nicht unbedingt die Schnelligkeit von COD annehmen. Also das muss ich jetzt mal so sagen. Es kann ruhig ein bisschen langsamer sein, aber es muss nie unbedingt so langsam sein wie zum Beispiel Battlefield 1. Spielt mal Battlefield 1 und dann Battlefield 5 oder meinetwegen Battlefield 4. Also Battlefield 1, da kommst du dir vor, als würdest du stehen. Wenn du danach COD spielst, dann merkst du erstmal, was das für ein Geschwindigkeitsunterschied ist. Es muss natürlich immer auch zum Genre passen. Wenn du den Weltkriegs 1-Shooter hast, kannst du nicht rumsprinten, als wärst du hier im Fitnessclub oder so. Das passt doch einfach gar nicht dazu. Muss natürlich immer damit auch zusammenpassen, was es jetzt von Genre ist, was es jetzt ist. Erster Weltkrieg, Zweiter oder sowas halt. Ne? Das muss natürlich dazu passen. Und das nächste Battlefield vermutlich wird ja eh wieder modern werden. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hatten sie das auch so angekündigt und es wird mit einem Singleplayer diesmal wieder kommen, was ich sehr gut finde. Und die ganzen anderen Informationen, die müssen erst geleakt werden oder da muss erst was von der offiziellen Seite gesagt werden. Das ist halt nur dummes Rumgequatsch. Aber das hier mit dem Gulag ist auch interessant, dass man hier zwei Kollegen, also man kriegt einen Kollegen, kämpft dort gegen Bots oder auch mit diesem Schlüssel. Das ist echt interessant gemacht. Can we sort of like perform a takedown on the jailer? Not right now. Okay. That's a good idea. We'll hold on to that. Imagine you're going to take him down, then I get behind you and go take you down. And then we get a takedown conga line and it gets real awkward. Yeah, yeah. And meanwhile, our other teammates are just sort of staring at us in party chat like, hey, did we go to college together? I'm like, oh, maybe. How many kids you got? I'm like, help me. Prox chat alone. Help me. Prox chat is Also das nächste Battlefield braucht eigentlich nur die Geschwindigkeit von Battlefield 4 oder von Battlefield 5 haben. Beziehungsweise die von Battlefield 5 etwas abgeschwächter, das geht schon. Und in Battlefield 4 finde ich halt so, dass es ein bisschen hakelig ist, das ist so schwammig, das Gameplay. Da muss man sich immer erst dran gewöhnen, weil das halt vom Netcode her ein bisschen komisch ist. Hey, you know what? Hardcore, baby. Hardcore. They hit the other roof. Oh, look at them. Dude, that shadow, it looks so badass. He's like flying over the top rope. Great. Well, there we go. TCL Powerhouse still rolling, friends. Actually, we should be nearly finished with that one, but we've definitely had hey, we've had a couple of bingos. We'll get back to those in just a moment. Yeah, sorry for the bombardment. I'm not sorry. Not sorry for that bombardment. That was great, Jack. You're a beast. Well done, mate. I do believe that we are ready, possibly, to toss to Gina. Gina, what's going on down on the floor? Hi, how y'all doing up there? Look, I'm here with a very good friend of mine, Diesel. What's up, dude? It's been a while. It has been a bit, yeah. Look, the energy here is palpable. Everything has been going so crazy. How does it feel to be here today? It feels good. I mean, we've been talking, I've been playing Warzone since it came out, so it's good to finally get your hands on Warzone 2, which feels incredible. Everybody will get to play it eventually. It's a little bit different than I was expecting, but all in a good way. So you are definitely no stranger to Call of Duty. No. So many things were announced today. What are you looking forward to the most? Probably just playing the beta with Old Men of Optic. just us getting together and playing again. It's been a bit since we played regular multiplayer, so the beta tomorrow will be a lot of fun. So looking forward to that. So, there are tons of streamers here today, all around the world. Who is someone out there that you're hoping to get into a friendly little firefight with? Probably May. Yeah, who's my girlfriend? She's playing back there, so running up, that would be a fun car ride home. Ja genau, wenn es nämlich zu schnell ist, ist es so die Frage. Also ich finde ja auch von der Geschwindigkeit her, Battlefield 3, weiß ich jetzt gar nicht, wie schnell das ist. Ist das wie Battlefield 4, oder? Also die Geschwindigkeit von Battlefield 4 finde ich jetzt schon ganz gut. Ist ein bisschen hakelig, aber das reicht schon. Oder die halt von Battlefield 5, oder? Also. Each Jack Link's supply drop includes a brand new copy of Modern Warfare on the platform of your choice. Epic Jack Link's limited edition products. And check this out on how to enter once again. Looking for an epic way to celebrate the Jetzt kriegen wir schon wieder diese Werbung mit diesem Zeug da. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell auf die Webseite schauen, was da Neues gibt. Warte mal, hier ist doch was Neues. Was ist denn das? Das hab ich von uns gerade gesehen. Also die Webseite ist auch ein bisschen komischer von der Übersicht her, ne? Also, das haben wir alles schon gesehen, aber was ist denn das hier? Das ist doch neu. Was ist denn das? Alright, so this is your last chance. Keep your eyes peeled. Spot the Sasquatch on screen throughout the show. Scan the QR code and Ach, hier haben sie mal Infinity Ward gezeigt, vom Studio her, okay.
Ah, ich glaube, das war auch schon älter. Nee, das habe ich schon mal gesehen. Was war das? Pumped for tomorrow. Listen, man, we've seen everything. It's a lot, dude. It's a lot to take in. Like, I was looking at that Warzone game that we just watched. Ach, das war das, was wir vorhin schon im Stream gesehen haben. Das war irgendwie so ein Announcement. Okay, nee, das war das nicht. Telling me, mate. Well, again, we want to say massive thanks once again to TCL. The Power Hour comes to a close. TCL Power Hour was a lot of fun. And hey, actually, while we were waiting, I do believe we got another one. That's right, a vehicle elimination went down, and we may have some footage, ladies and gentlemen. Let's see it. Sag mal, die haben auch nichts auf der Webseite geschrieben, wie lange der Stream geht, ne? Die haben einfach gesagt, ja, es geht 19 Uhr oder 18 Uhr. Wann war das jetzt hier die Zeit? Warte mal, hier stand es da irgendwo. Oh, what do you got, Mason? Stand das ja mal. Hier steht es am 15. September 19 Uhr. So, und hier steht aber gar nicht, wie lange das gehen soll. Das ist unendlich wahrscheinlich, oder was? Warte mal ganz kurz, ich gehe mal ganz kurz auf den Twitch-Stream, wollte ich sagen. Das ist schon mal gar nicht so gut, dass hier gleich Werbung aufgeht. Ich wollte mal gucken, ob das hier noch läuft. Ah, hier läuft es noch. Ist das schon offline oder was? Wieso ist denn das bei Twitch schon offline und läuft noch bei YouTube? Hä? Ich bin total verwirrt. Das verwirrt mich jetzt gerade. Wieso läuft denn das noch bei YouTube? Ich bin doch noch live. Ja, genau. Ist denn noch ein Livestream? Wieso ist denn das bei Twitch schon offline? Komisch. Oder haben sie da eine Unterbrechung gehabt wahrscheinlich und mussten neu starten? Das kann auch sein. Das kann natürlich auch sein. Listen, I have a question for you guys because I was on standby with no audio next to the stage, ready to come back up. Did you get an answer about the loadouts? We got a lot of answers actually. Aber was ich vor uns noch gesehen habe, dass es auf der neuen Warzone-Map wieder diesen Damm gibt. Ja, da ist natürlich jetzt nie wieder dieselbe, ist natürlich anders. Aber es gibt halt wieder diesen Damm. Das finde ich halt schon mal sehr gut. Ja, da gab es auch immer sehr gute Fights. Und am Airport war es auch sehr gut gewesen. Und da würde mich mal interessieren, wie das bei dieser Festung ist. Ob das so ähnlich ist wie bei Warzone 1 oder wie das da halt aufgebaut ist. Da, die Festung haben wir noch nicht gesehen. Jetzt gehen sie ja zum Airport und diesen Damm zum Beispiel, da sind sie auch noch nicht drin gewesen. Und in der Mitte haben sie auch noch nicht gezeigt, was da jetzt konkret ist. Ob da diese Überwachungsstation war oder was. Ich glaube, die hatten doch. Wartet mal. Nee, wartet mal. Die hatten doch die Warzone-Map auf der Homepage. Moment. Wartet mal, die hatten die doch hier auf der... Wartet mal, hier ist sie doch, genau. Wartet mal, wir gucken mal ganz kurz. Genau. Was sie nicht gezeigt haben bisher ist Airport und genau. Ach ne, Fortress haben sie gezeigt. Die waren ja vor uns bei dieser B gewesen. Bei dieser Bucht. Airport haben sie nicht richtig gezeigt. Observatorie ist das in der Mitte. Dieses Observatorium. Sterne-Observatorium oder was es sein soll. Das haben sie noch nicht gezeigt. Quarry, hier ist City. Höhe ist hier sind die Höhlen und was ist das? Port haben wir glaube ich auch noch nicht so richtig gesehen. Port haben wir noch nicht richtig gesehen und die Festung. Das haben sie noch gar nicht gezeigt. Nur ganz kurz am Anfang mit diesem Trailer, glaube ich. Ah, das war's dann auch schon. Ja genau, hier bei dieser Festung. Quatsch, bei diesem Observatorium, da waren sie noch gar nicht. 100%. I mean, I feel like you have to. I just don't know. I don't know if there's anything like with the AI, if there's like rechargeable loot or anything like that. Like that became a thing, like rechargeable chests in regular Warzone. I find myself, dude, I get so used to like ballooning everywhere that it's like weird for me not to even see balloons. Like it's just a big change. This comes out, Clint. Like when we drop into the map. Like, oh no, I will destroy you. I definitely aim straighter than you. You might have a better mind for combat, but like you just never. I just had to put that on broadcast. You were never very talented. Clip this. Oh. Whoa. And the goalie, it's we've got methods alongside somebody going up against Hanky and Zagori. This is the last one we're going to see. Okay, Leute. One down. It's a 2v1. Jetzt geht's, glaube ich, aufs Ende zu. Die sind hier nochmal am Gulag. Und der ist down. He's got let me down. It's not even Biffle anymore. Crushed. You know what? Cut the gameplay. Cut it. I've seen enough. Zinni is the reason the broadcast is done. Right. Focus up, team. Once more we go. Now it's time to take a look at some more epic best plays brought to you by HyperX. Check this out. Sick.
Ja, Leute, der Stream geht zu Ende. Kaum. Jetzt nochmal den Widescreen, weil ich nochmal was ganz Kurzes gucken möchte. Ich verstehe nicht, der hat oben immer so ein ganz kleines Stück abgeschnitten beim Stream. Das müssen wir nochmal schnell prüfen. Der Widescreen ist ja ganz gut, aber so schneidet der ein Stück von dem Stream. Das verstehe ich nicht. Das müssen wir nochmal prüfen. Ah, schaut mal, der ist zwar nicht ganz voll wahrscheinlich. Oh. Zuma! It froze like a perfect time. Hä, wieso tut denn der das gerade? Warte mal, Leute, das müssen wir nochmal nachprüfen. Group 6, flying around, kills with him. Oh, this is the Fennec as well. He's about to shred someone. 3, 2, 1. Stems in. Jiggle P. Oh, I think we just rip him off that heady for a second. Nice shots. Man, Biffle's disgusting. Hipfire looks really good there. Yeah, it does. Ooh, it's like steady. Eigentlich stimmt das doch von der Auflösung her. Ich verstehe gar nicht, warum der da ein Stück abschneidet. Wartet mal, das machen wir nochmal ganz kurz. Das will ich mal wissen jetzt. Ob das wirklich ein Stück abschneidet, obwohl ich da kompletten Bildschirm eigentlich aufgenommen habe. Alright, there we go. That was our highlight plays presented by HyperX. And guys, Ich prüfe das mal ganz kurz nach, Leute. Den Moment, das will ich jetzt mal wissen. Don't say it. I think we're done. No. It's time to get off. Den Moment. Ah, schaut mal, jetzt geht's. Hä? Warte mal, ich glaube, jetzt geht's. Es hat immer so ein Delay von ca. 20 Sekunden. Den muss ich natürlich jetzt nochmal abwarten. Ich glaube, so ein ganz kleines Stück war abgeschnitten. Das waren so 0,5% von der linken und von der rechten Seite. Ich prüfe das nämlich jetzt gerade nochmal nach im Stream und ich sehe, jetzt geht's. Ach Mann, das ist doch scheiße. Ich glaube, ich habe dadurch, naja gut, ich meine, so viel Livestream-Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gehabt. Das war natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich wollte natürlich auch ein bisschen, dass das stimmt von der Auflösung her und dass es nicht so ruckelt und alles. Aber das war ja natürlich Mist. Wartet mal, Leute, das müssen wir mal ganz genau prüfen jetzt. Sehr interessant. I will have to say, you know, I mean, I'm going to Ich bin echo da in my wirklich, own da wording. ist ein I Stück mean, a lot of abgeschnitten questions gewesen. answered, Was war right? denn das für There ein was so Quatsch? many what's going to be Wartet mal, happening Leute, with das müssen upcoming wir jetzt year, nochmal and we got prüfen. all of it in just this Das will ich jetzt echt nochmal mosh pit wissen. of Call of Duty. I mean, it was just half a day of just COD, Jetzt klappt's. and like, it was an absolute pleasure. And honestly, I have to say, I'm so excited for Warzone. I Jetzt never thought I'd geht's, say ey. that out of my Das mouth. gibt's doch It gar was nicht. one thing about Warzone that it kind of turned me away because it was so Jetzt chaotic, klappt's right? auf I jeden couldn't Fall. predict things. I couldn't really break down a whole lot. Ja, da war Circles so ein were ganz chaotic, kleines Stück loot was abgeschnitten. chaotic, and it seems like they've taken Wenn that, ich jetzt nämlich unten refined schaue, it, da steht and jetzt now there's live a little dabei bit und more das war nämlich für uns stability, you know, where abgeschnitten, da loot's war nur going die to rote be. There's Leiste da. 3 circles, Und die so rote it's not Leiste like muss if I'm ja across eigentlich the map, komplett I'm da sein, screwed, also you wo know? live Like, dasteht there's und so auch many dieser different elements Pause-Button now, muss so dabei I sein. just Und can't oben wait for bei November 16th. COD Next Event, da war immer diese Raute abgeschnitten. Das waren so 0,5% vom linken und vom rechten Rand abgeschnitten. Ja, das ärgert mich jetzt. Aber gut, jetzt habe ich es korrigiert. Jetzt geht's. Jetzt geht's auf jeden Fall. Das ist gut, dass ich das nochmal geprüft habe. Aber die Auflösung hatte ich immer auf Full HD. Ne? Also Leute, ihr habt jetzt einen Full HD-Stream schon gesehen. Leider geht nicht mehr. Ich dachte eigentlich, dass die auch in 2K wenigstens mal streamen. Also in dieses WQHD heißt das ja. Haben sie aber nicht gemacht. Also da kann man leider nichts dran ändern. Aber wenigstens ist schon mal die Auflösung soweit richtig gewesen. Das war alles schon soweit ganz ordentlich. Aber dass dieser Scheiß da abgeschnitten war ein Stück, finde ich jetzt, das nervt ein bisschen. Aber gut, das kann sich jetzt nie ändern. Leider. So, jetzt prüfen wir mal ganz kurz Widescreen. Den habe ich jetzt nochmal eingestellt, ob das auch geht. Und dann prüfen wir nochmal ganz kurz die Webseite, ob es da abgeschnitten wird. Ne, Widescreen geht auch genauso. Ja. Alles gut. Guck mal, Leute, jetzt ist es doch passt doch. Wenn ich jetzt auf die Webseite gehe, dann müsste auch theoretisch alles drauf sein. Ja. Gehen wir nochmal auf die Webseite schnell. Also mir hat es gefallen, kleinen Moment. Das dauert immer so 20 Sekunden Delay, also erst ärgerlich. Na komm schon jetzt. Oh, das war's auch. Jetzt haben sie wohl Schluss. Ah, ist wohl Schluss, Leute. Ah, guck mal, ist jetzt sogar Schluss. Ah, schaut mal, Leute, es ist sowieso zu Ende. Krass. Ich dachte jetzt gerade, wie lange machen die denn noch? Ah, geil. Ich freue mich jetzt, habe ich doch noch gedacht, dass ich es jetzt doch noch vollständig gesehen habe. Ich dachte jetzt, wie lange machen die denn noch? Also mir hat das Event sehr gut gefallen, wirklich. Also das war wirklich das beste Event, was man jetzt in der letzten Zeit als FPS-Gamer hatte. Ich sage jetzt mal Fortnite außen vor, da sind natürlich noch komplett andere Events. Das war echt das beste Event jetzt seit 5 Jahren oder 4 Jahren. Alter, wie sieht die denn aus, geil? Ich spiele die einfach mit Maske, was geht?
Also das ist echt schade, dass wir in Battlefield so eine geilen Events schon lange nicht mehr hatten. Ey, ich verstehe das nicht. Wenn ich mir überlege, was wir in Battlefield eigentlich für schlechte Events hatten in letzter Zeit. Ich meine jetzt gerade die Reveal-Events, ne? Wenn jetzt das neue Battlefield released wird. Und es geht jetzt darum, einen Livestream zu machen mit so Show und so weiter. Ne? Also das war hier deutlich besser und umfangreicher und länger. Also wirklich schade, schade. Schade, dass das Battlefield-Franchise so im Arsch ist, echt. Das ärgert mich jeden Tag, ärgere ich mich darüber. Aber kannst halt nichts machen, ne? Kann sich halt aufregen oder muss halt gucken, ne? Ärgerlich. Ja gut, danke Leute, wie gesagt. Wir hören uns dann im nächsten Video. Ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich ein normales Video, beziehungsweise wieder zu Battlefield oder so. Muss ich mal gucken, was ich da jetzt mache. Alles klar, Leute. Was ist denn das hier? Gibt es noch so ein Ding? Ich würde mal sagen, bis die Tage, beziehungsweise bis morgen. Bis morgen. Haut rein. Tschüssi. Ciao.